Warum sind er und die hier dieselbe Person? Was meint Sora eigentlich, wer er ist, dass in seiner Brust gleich 4 Herzen schlagen? Warum schläft ständig jemand? Warum sieht jeder zweite Charakter aus wie ein anderer? Und was hat es überhaupt mit Herzlosen, Niemanden, Unversierten und Traumfängern auf sich? Alles Fragen, die wir heute in 3 Stunden klären. Willkommen zu Kingdom Hearts, die einzige Reihe, die GTA beim Abstand ihrer Veröffentlichungen das Wasser reichen kann. Wären da nicht die tatsächlich essentiell zum Verständnis notwendigen Spin-Offs? Du brauchst einen Game Boy Advance, ein Handy, ein Nintendo DS, eine PSP, ein 3DS, ein Webbrowser, ein neues Handy und sämtliche neu aufgelegte Punkt-Irgendwas-Versionen, die alles noch komplizierter machen. Oder du schaust einfach dieses Video. Die Macher der Serie werden das auch tun, bevor sie Kingdom Hearts 4 rausbringen. Unsere Geschichte beginnt im Zeitalter der Märchen, deren Bewohner im warmen Licht von Kingdom Hearts leben, dem Herzen aller Welten. Ein Licht, das vom legendären Keyblade beschützt wird. Also nicht Keyblade wie in Schlüsselschwert, sondern Keyblade wie im griechischen Buchstaben Key. Yep, wir werden heute viel Spaß miteinander haben. Diesem Keyblade wird die Macht nachgesagt, Kingdom Hearts öffnen zu können. Einer Macht, um die ganze Kämpfe ausbrechen. Dieser egoistische Ehrgeiz verdrängt das warme Licht und lässt Dunkelheit in den Herzen der Menschen entstehen. Eine Dunkelheit, die sich ausbreitet und dabei die Herzen von ihren Besitzern trennt, wodurch die Herzlosen entstehen. Der Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit resultiert im Zerbrechen des Keyblades in 7 Teile des Lichts sowie 13 Teile der Dunkelheit. Seines Beschützers somit beraubt, versinkt Kingdom Hearts in der Dunkelheit. Das nicht akzeptierend, verschreibt sich ein junger Mann der Forschung des Keyblades und findet einen Weg, ähnliche, mit der Macht des Lichts ausgestattete Schwerter zu erschaffen. Der Knackpunkt an der Sache: sie entstehen beim Extrahieren aus dem Herzen anderer. Schwerter, die er nun in Anlehnung ans Original Keyblades oder Schlüsselschwerter nennt. Sein eigenes hingegen ist namenlos und hat das sogenannte Gazing Eye integriert, das seinem Träger alles offenbart, das das Auge in der Zukunft zu Gesicht bekommt. Diese Vision zusammensetzen, schreibt der junge Mann, später als Meister der Meister bekannt, das Buch der Prophezeiung, in dem von einem verheerenden Keyblade-Krieg die Rede ist, aus dem wieder einmal die Dunkelheit siegreich hervorgehen wird. Um den steigenden Einfluss der Dunkelheit also zu bekämpfen, nimmt der Meister 6 Lehrlinge an, jeden von ihnen mit einer besonderen Aufgabe und einer Kopie seines Buches betrauend. Lediglich der 6. Lehrling, Lushu, erhält kein Buch und wird damit beauftragt, das Gazing Eye Keyblade seines Meisters in einer sogenannten Vermächtniszeremonie an die nächsten Generationen weiterzugeben. Denn nur so kann das Auge all die Dinge sehen, die zum Schreiben der Prophezeiung notwendig sind. Als letzte Aufgabe wird Lushu zudem noch mit einer schweren schwarzen Kiste betraut, die er verstecken und beschützen soll, da sie laut dem Meister die Hoffnung enthält. Pandora lässt grüßen. Derselbe Meister, dessen Werk noch nicht vollendet ist. Im nächsten Schritt ruft er nämlich 5 Vereinigungen oder Unions aus jungen Schlüsselschwertträgern ins Leben, jeweils angeführt von einem der verbliebenen Lehrlinge, die fortan den Titel Vorteller oder Wahrsager tragen. Einer von ihnen, Ira, ist der Stellvertreter des Meisters und seine Aufgabe ist es, die Ordnung und den Frieden unter sämtlichen Schlüsselschwertträgern zu wahren. Obgleich die Prophezeiung des Keyblade-Krieges über ihren Köpfen schwebt. Ihm zur Seite stehen Invi, deren Aufgabe es ist zu beobachten und zu vermitteln, und Acid, der für die Vollstreckung von Iras Entscheidungen zuständig ist. Doch gerade letzterer wendet sich von den Lehren des Meisters ab und versucht in den verschiedenen Vereinigungen Allianzen zu bilden, um gegen die Dunkelheit gewappnet zu sein. Der nächste im Bunde ist Gula, der mit dem Enttarnen eines Verräters unter den Lehrlingen betraut wird. Dabei helfen soll ihm eine verlorene Seite aus dem Buch der Prophezeiung, doch es führt nur zu noch mehr Misstrauen, gerade seitens Acid. Die letzte der Lehrlinge heißt Ava und ihre Aufgabe besteht darin, außergewöhnliche Schlüsselschwertträger aus den Vereinigungen zu sammeln und mit ihnen die Dandelions zu gründen. Diese Kinder werden dafür trainiert, das Licht in ihren Herzen aufrechtzuerhalten, selbst im Angesicht des nahenden Krieges, vor dessen Beginn sie fortgeschickt werden. Mit der Zeit nimmt das Misstrauen zwischen den Lehrlingen zu und Acid ist der Erste, der gegenüber Invi handgreiflich wird, die an ihrem Versprechen gegenüber dem Meister festhält.
In dieser Zeit erhält noch ein weiteres Kind ein Schlüsselschwert, bevor es sich für eine der 5 Vereinigungen entscheiden muss. Ihm wird ein vom Meister der Meister erschaffener Traumfänger zur Seite gestellt, der das Kind im Kampf gegen die Herzlosen anleitet, um sogenannten Lux zu sammeln, Lichtpartikel. Während seinen Reisen durch die verschiedenen Welten trifft sein Traumfänger einen Artgenossen, dessen Schlüsselschwertträger der Dunkelheit zum Opfer gefallen ist. Das hat zur Folge, dass auch dieser zweite Traumfänger das Licht in sich verliert und sich als Begleiter des Jungen ausgibt, um ihn ebenfalls auf den Pfad der Dunkelheit zu lotsen. Der Junge trifft wenig später auf Ephemer, einen anderen Schlüsselschwertträger, der offenlegt, dass es sich bei den von ihnen besuchten Welten um nichts weiter als Projektionen ferner Welten handelt, die das Sammeln von Lux beschleunigen sollen. Den Antrieb der Wahrsager in Frage stellend, beschließen sie in den Uhrenturm von Daybreak Town einzudringen, um die Wahrheit herauszufinden. Bevor sie sich jedoch treffen, geht Ephemer auf Ava zu und erzählt ihr von seinem neuen Freund sowie seinen Zweifeln an den Lehren des Meisters. Als der Junge nachts in den Uhrenturm eindringt, findet er sich anstelle von Ephemer Ava gegenüber, die ihn wieder heimschickt. Ephemer, so sagt sie, wurde in ein anderes Reich verbannt. Wenig später trifft der Junge auf Skald, die genau wie er lebhafte Träume von Ephemer hat. Diese führen die beiden Kinder zusammen, um sich gegen das nahende Ende der Welt zu stellen, vor dem Ephemer sie warnt. Gemeinsam nehmen sie den Plan wieder auf und dringen in den Uhrenturm ein, nur um von einem der Wahrsager überrascht zu werden, der zugibt, dass man sich Ephemers entledigt hätte. Nach dem aus Wut darüber resultierenden Kampf fällt die Illusion in sich zusammen und Ava enthüllt die Prüfung, mit der sie das Licht in den Herzen der Kinder getestet hatte. Sie hatte Ephemer dazu auserkoren, eine der 5 Vereinigungen anzuführen, sobald sie und die anderen Wahrsager im Keyblade-Krieg fallen. An einem fernen Ort wartet er nun auf den Beginn seiner Aufgabe. Ava nimmt auch diese beiden Kinder in die Ränge der Dandelions auf, sodass auch sie zu den nächsten Anführern werden können. Doch im Gegensatz zu Skald zögert der Junge, der seine restlichen Kameraden nicht zurücklassen möchte, um im Krieg zu fallen. Die Dandelions werden wenig später von Ava in die Welten hinausgeschickt, um das Licht in die Zukunft zu tragen. Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet, gibt sie ihnen mit auf den Weg. Gerade rechtzeitig, bevor auch unter den anderen Schlüsselschwertträgern Kämpfe ausbrechen, angefeuert durch Gerüchte, dass eine der Vereinigungen der Dunkelheit zum Opfer gefallen sein soll. Sie nehmen sich gegenseitig das gesamte Lux ab und die Vorboten des Krieges gipfeln im Angriff von Acid gegen den Jungen. Als der aus seiner Ohnmacht erwacht, ist Meister Ava verschwunden, was die Vereinigung in noch tieferes Chaos stürzt. Ava hat sich auf die Suche nach Lushu begeben und findet ihn auch. Er ist gebeutelt von der Verantwortung, die Zukunft nicht ändern zu dürfen, sondern geschehen lassen zu müssen, damit das Gazing Eye alles sehen kann. Ihm vorwerfend, der Verräter unter ihnen zu sein, bricht ein Kampf zwischen ihnen aus. Skald, die nun auch aufbricht, um den anderen Dandelions ins sichere Reich zu folgen, verabschiedet sich von dem Jungen, der zwar nicht mitkommt, aber verspricht, sich aus dem Keyblade-Krieg herauszuhalten. Ein Versprechen, das der erneut auftauchende böse Traumfänger belacht. Er enthüllt, dass er das Produkt der Dunkelheit aus dem Herzen des Jungen sei, der die Verbindung nur durch einen Kampf kappen kann. Noch eine letzte Dandelion, die zur Anführerin werden soll, verbleibt in der Stadt. Strelitzia wird jedoch von einem Angreifer attackiert und man entwendet ihr das Buch, in dem Ava die Anleitung niedergeschrieben hat, um in der neuen Welt zu führen. Vom Angriff geschwächt, wird Strelitzias Herz freigelassen und sie selbst verschwindet. Der Junge findet sich ein paar Tage später doch im Keyblade-Krieg wieder, in dem die Vereinigungen gegen ihre jeweiligen Wahrsager in den Kampf ziehen. Inmitten des tobenden Schlachtfelds in den sogenannten Badlands bricht der Junge vor Erschöpfung zusammen und sein Traumfänger legt sich schützend auf ihn. Skald derweil erwacht in der Zukunft und durchschreitet das Schlachtfeld ebenfalls, allerdings lange nach Ende des Krieges. Während das Licht im Herzen der Dandelions die verschiedenen Welten am Leben hält, zerstreut die Dunkelheit die Kinder, während sich Zeit für jeden von ihnen anders auswirkt. Skald trifft auf Ephemer und sie stellen fest, dass abgesehen von den 5 neuen Anführern sämtliche Dandelions ihre Erinnerung verloren haben. Ebenfalls Teil des Plans des Meisters, der Meister, um der Welt einen Neustart zu ermöglichen.
Der dritte Anführer gesellt sich zu ihnen, ein unsicherer Junge namens Ventus, gefolgt von Brain, dem Ava im Geheimen eine Abschrift des Buches der Prophezeiung hinterlassen hat. Da Strelitzia hintergangen worden war, taucht an ihrer Stelle ein anderes Kind namens Lauriam als 5. Anführer auf. Zusammen begeben sie sich in den Uhrenturm und entdecken die Forschungsnotizen des Meisters der Meister über die Traumfänger, deren Aufgabe es ist, die Albträume der überlebenden Schlüsselschwertträger zu fressen, um so ihre Erinnerungen auszulöschen. Der Traumfänger des Jungen derweil weckt ihn auf, sodass er sich im Wald des verwunschenen Reiches wiederfindet. Mit der Erklärung, dass der Keyblade-Krieg nichts weiter als ein anhaltender Traum gewesen sei. Eine gelöschte Erinnerung. Ebenfalls in dieser Welt befindet sich Malefiz, die der Zeitreise mächtig ist und aus der Zukunft herkam, um den Einmischungen von Sora und seinen Freunden zu entgehen. Ihr Ziel ist es, ihre Niederlage in der fernen Zukunft zu verhindern, in der sie die 7 reinen Herzen des Lichts zusammentragen wollte. Doch scheint sie nicht in der Lage zu sein, die Vergangenheit zu ändern. Daraufhin manifestiert sich die Dunkelheit und bietet ihre Unterstützung an, wofür Malefiz allerdings in ihre Zeit zurückkehren muss. Denn der Meister hat all diese Ereignisse vorausgesehen und die Wahrnehmung sämtlicher Schlüsselschwertträger manipuliert. All die Welten, durch die der Junge gerade reist und in denen er die einfallende Dunkelheit bekämpft, sind nichts weiter als virtuelle Projektionen, zusammengestellt aus den Daten im Buch der Prophezeiung. In Daybreak Town untersucht Lauriam derweil das Verschwinden seiner Schwester, die niemand Geringeres ist als Strelitzia. Seine Freundin Elrina hilft ihm bei der Suche und stolpert dabei über eine glitschende, geisterhafte Erinnerung von Strelitzia, ebenso wie die anderen Anführer von ähnlichen Erscheinungen heimgesucht werden. Ephema, der den Jungen aus der Datenwelt zurückholt, eilt mit ihm und Ventus zurück zum Uhrenturm, der von einer riesigen Wolke aus Glitches überschattet wird. Im Kontrollraum des Gebäudes entdecken sie Brain, der ihnen die Entstehung der Datenwelt erklären kann, inklusive eines virtuellen Daybreak Towns, das als Durchgang zwischen der realen Welt und den Projektionen dient. Die auftretenden Glitches legen aber nahe, dass sie sich womöglich gar nicht in der richtigen Welt aufhalten. Wieder alleine zieht Brain das Buch der Prophezeiung zu Rate, während zeitgleich Malefiz dort auftaucht, da auch sie den besagten Durchgang benötigt, um in ihre Zeit zurückzukehren. Dieser Prozess wird allerdings ihr Herz von ihrem Körper trennen und sie als Geist zurücklassen. Die Dunkelheit bestätigt ihr aber, dass sie im Buch der Prophezeiung erwähnt wird, entsprechend also einen neuen Körper finden wird. Alles, das es braucht, ist ein Medium, um diesen Körper zu formen und jemanden mit Erinnerungen an sie. Nach einem Kampf gegen Lauriam findet Malefiz im Labor des Uhrenturms den Durchgang in die echte Welt, wo die Rettungskapsel sie in ihre Zeit zurückbringen soll. Beim Durchforsten des Buchs entdeckt Brain die Liste der Kinder, die Ava für den Meister der Meister als neuer Anführer rekrutieren sollte. Dabei erfährt er, dass er das Buch eigentlich nie hätte erhalten dürfen, dass Strelitzia als Anführerin gedacht war und dass der Name Ventus nirgendwo erwähnt wird. Eine Theorie ist, dass die Dunkelheit sich als Ava ausgab, um Ventus zu rekrutieren. Konfrontiert mit der Liste aus dem Buch kehren Ventus Erinnerungen an die Nacht seiner Rekrutierung zurück. Er erinnert sich daran, von der Dunkelheit so manipuliert worden zu sein, dass er Strelitzia attackierte, um ihr das Regelbuch zu entwenden. Diese Erinnerungen der Gruppe beichtend, muss der wütende Lauriam von den anderen zurückgehalten werden, während Ventus zusammenbricht und die Dunkelheit aus seinem Körper entweicht, um weitere Enthüllungen offenzulegen. Bereits im Buch der Prophezeiung stand geschrieben, dass Ventus als Wirt der Dunkelheit dienen würde. Außerdem offenbart die Dunkelheit, dass die Datenwelt mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist. Sobald alle Rettungskapseln die Datenwelt verlassen, wird alles für immer in ihr versiegelt, inklusive der Dunkelheit. Realisierend, dass die pure Dunkelheit seinen Körper verlassen hatte, wird Ventus bewusst, dass er das pure Licht sein muss. Eine Macht, die er nutzt, um der Dunkelheit eine physische Form zu geben, die seine Freunde besiegen können. Doch im realen Äquivalent des Labors trifft eine manifestierte Dunkelheit auf Lushu, der weiterhin die Geschehnisse beobachtet. Er legt die Gestalt, die er unterm Arm trägt, in eine der Kapseln, auch wenn er laut der Dunkelheit damit die Befehle des Meisters missachtet. Doch Lushu ist davon überzeugt, dass er diesen Samen des Lichts, diesen wahren Dandelion, für die Zukunft pflanzen muss. Nachdem er die Kapsel aktiviert, konfrontiert er die Dunkelheit mit dem Wissen, dass es noch 5 weitere derartige Manifestationen gibt,
gibt, die sich in der Datenwelt befinden, weshalb er die Dunkelheit in der realen Welt vernichtet. Nun wird enthüllt, dass Lu Shu die anderen 5 Wahrsager sowie der Meister die 7 mächtigsten Dunkelheiten in ihren eigenen Herzen versiegelten, sodass die verbliebenen 6 frei ihrem Unheil nachgehen konnten. Auch die verlorene Seite des Buchs der Prophezeiung über den Verräter diente lediglich dem Stärken der Dunkelheit. Elrina derweil entdeckt eine in weiß gekleidete Person, die sie für Strelitzia hält, die von einer Gestalt in einer schwarzen Kutte fortgeführt wird. Als sie der Gruppe davon berichtet, vermutet Brain, dass es sich um Lu Shu handeln muss, der in die Datenwelt kam, um Strelitzias Datensicherung abzuholen. Das Labor untersuchend entdeckt die Gruppe aus inzwischen 7 Kindern die verbliebenen 6 Rettungskapseln, von denen eine im Kampf zwischen Loriem und Malefic zerstört worden war. Loriem, Ventus und Elrina nehmen jeweils eine der Kapseln, gefolgt von Brain, der vorher sowohl sein Schlüsselschwert als auch das Buch der Prophezeiung an Ephemer weitergibt. In der realen Welt angekommen, sendet Brain 2 der Kapseln zurück in die Datenwelt, um seine verbliebenen Freunde zu retten, bevor er Loriem, Elrina und Ventus in den 3 übrigen Kapseln in die ungewisse Zukunft schickt. Lu Shu taucht auf und erklärt Brain, was er soeben getan hat. Die Besonderheit der Zeitreise erfordert nämlich, wie schon Malefic erklärt wurde, 2 Dinge am Bestimmungsort. Jemand mit Erinnerungen an den Reisenden und einen zu besetzenden Wirt. Brain ist aber überzeugt davon, eine Lösung zu finden, wie lange auch immer es dauern sollte. In der Datenwelt derweil werden Skald, Ephemer und der Junge von den 4 verbliebenen Schatten der Dunkelheit eingekesselt, die fordern, in die reale Welt übertreten zu dürfen. Ephemer weigert sich, doch der Junge wird von einem weiteren Schatten besessen und stellt sich gegen seine Freunde. Die Dunkelheit verspricht, den Jungen wieder freizulassen, sollten die anderen beiden ein Tor öffnen, um die reale Welt infizieren zu können. Skald und Ephemer unterliegen im Kampf und letzterer sieht sich gezwungen, durch das Herz seines Freundes ein Portal zu öffnen, das sowohl den Jungen als auch die 4 Schatten in sich hineinzieht. Von dieser Entscheidung geplagt, nutzen Ephemer und Skald die zurückgeschickten Kapseln, um nun auch selbst der Datenwelt zu entkommen. An der Seite der 4 Schatten erwachend enthüllt der Junge, dass er niemals besessen war, sondern sich für seine Freunde opfern wollte, um sich und die Dunkelheit in der Datenwelt zu versiegeln. In der realen Welt angekommen, müssen Ephemer und Skald mit ansehen, wie Daybreak Town um sie herum zerstört wird, bevor sie gerade rechtzeitig in ihre Kapseln zurückkehren, um in ihre eigene, ungewisse Zukunft zu reisen. Das Herz des Jungen erwacht in einer endlosen weißen Leere an der Seite der anderen gefallenen Schlüsselschwertträger, allerdings mit einer zu treffenden Entscheidung. Soll sein Herz sich schlafen legen oder mit dem Herzen einer anderen Person, Generationen in der Zukunft entfernt, verschmelzen? Einer Person, die einen Nachkommen von Ephemer adoptiert, einen kleinen Jungen namens Xehanort, der fortan in der Welt der Destiny Islands aufwachsen soll. Der Junge trifft seine Entscheidung und sein Herz verschwindet. Noch einmal bekommen wir Lu Shu zu Gesicht, der mit der schwarzen Kiste seines Meisters und dessen Gazing Eye Keyblade auf dem Schlüsselschwertfriedhof endlich seine Kutte abstreift. Er enthüllt ein Antlitz, das mit dem von Brain identisch ist. Denn um die Aufgabe des Meisters der Meister erfüllen und die Ereignisse über Generationen hinweg beobachten zu können, muss sein Herz über die Jahre hinweg diverse Körper beherbergen. Ob Lu Shu den Körper des Jungen gewaltsam eingenommen oder der ihn freiwillig hergegeben hat, um seinen Freunden in der Zukunft zu helfen, bleibt ungewiss. Jahrhunderte später jedenfalls erwacht Brain in der Stadt Scala et Caelum, erbaut auf den Ruinen von Daybreak Town. Ein Mann namens Sigurd erwartet ihn bereits und enthüllt die Geschichte der Stadt, die von Brains altem Freund Ephemer gegründet worden war, dem ersten aller Schlüsselschwertträger, so heißt es in dieser Welt. Auf den Destiny Islands derweil ist Xehanort zu einem Jungen herangewachsen, der sich fragt, ob da draußen noch mehr sein mag. Sein Adoptivvater erklärt ihm, dass er das Kind des Schicksals sei, der Nachkomme eines berühmten Schlüsselschwertträgers, der die Welt vor der Dunkelheit retten wird. Diese Aufgabe interessiert den jungen Xehanort aber nicht halb so sehr wie das Wiedersehen seiner Mutter und das Treffen der Kinder, die er in seinen Träumen sieht. Inklusive Ephemer und dem Jungen, dessen Herz in der Brust seines Ziehvaters schlägt und der ihm nun reinen Wein über sein vorangegangenes Leben einschenkt.
Er berichtet dem Jungen auch vom Buch der Prophezeiung, dessen Ausgang, wie er in Erfahrung bringen konnte, vom Kind des Schicksals beeinflusst werden konnte. Ein Kind, das von den Destiny Islands stammen soll. Als sein Vater 8 Jahre später stirbt, wird Xehanort immer noch von Träumen des Keyblade-Krieges geplagt, bis ein verhüllter Besucher auftaucht und ihm eine Möglichkeit anbietet, andere Welten zu bereisen. Andere Welten, in denen zweifelsohne jemand ein Heidengeld mit dem Verkauf von Kutten macht. Besagte Möglichkeit der Weltenreise entpuppt sich als ein Korridor der Dunkelheit, der geradewegs nach Scala ad Caelum führt, eine Stadt, die Aphra als Bastion für den Kampf gegen die Dunkelheit errichtet. Als wichtigster Aspekt dieses Kampfes wird den Schlüsselschwertträgern der richtige Umgang mit ihrer Waffe beigebracht, bevor sie schließlich die Meisterprüfung ablegen müssen und durch das Bestehen zum Schlüsselschwertmeister werden. Bei seiner Ankunft in der Stadt trifft Xehanort auf den jungen Erakus. Und die beiden werden nicht nur Freunde, sondern gehen auch gemeinsam beim Schlüsselschwertmeister Odin in die Lehre. Zusammen mit den anderen Kindern Erd, Thor, Bragi, Hermit und Baldur. Doch selbst mit diesen neuen Eindrücken und Herausforderungen ist Xehanort schnell gelangweilt und sein Herz verzehrt sich nach mehr. Das alles wird beobachtet vom Gazing Eye Schlüsselschwert, das sich über die Generationen hinweg in Odins Besitz wiederfindet. Derselbe Odin, der seinen Schülern mitteilen muss, dass alle 7 Oberstufenschüler während ihrer Meisterprüfung in den umliegenden Welten verschwunden seien. Mit der Tradition brechend bringt Odin den Kindern bei, in andere Welten zu reisen, um bei der Suche nach ihren Kameraden zu helfen. Geschützt von Rüstungen, die Dunkelheit abwehren. Indem sie mit Hilfe ihrer Schlüsselschwerter Pfade zu anderen Welten öffnen, können sie diese auf ihrer Suche durchforsten und sich unterwegs den Scharen an Herzlosen stellen. Die tragen eine Dunkelheit in sich, die auch in Herzen eindringen und damit deren Besitzer manipulieren kann. Bei ihrer Suche beginnen die Freunde Xehanort und Erakus sich langsam aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu entzweien, die sich um Xehanorts Neugier für die Dunkelheit drehen. Letztlich können sie aber doch einen der Oberschüler, Vaida, ausfindig machen, der sich verdächtig verhält und davon überzeugt, mit ihm zu kommen. Vaida kehrt später zu Odin zurück, der ihn vor der wahren Dunkelheit warnt. Die 13 altertümlichen Dunkelheiten, die sich nähern. Auch berichtet er von den 7 mächtigsten unter ihnen, die in den sogenannten verlorenen Meistern oder Lost Masters versiegelt wurden. 4 der 6 verbliebenen Schatten wurden in einem Zwischenreich eingesperrt, während die letzten beiden angeblich beim Zusammenbruch der Welt zerstört wurden. Die vermissten Oberschüler, so zeigt sich, versuchen die magischen Gegenstände an sich zu nehmen, die für die Ordnung der jeweiligen Welten essentiell sind. Ihrer Meinung nach aber das Gleichgewicht der Welten stören. Durch das Entwenden dieser beabsichtigen sie, das wahre Licht zu finden. 7 davon an der Zahl, um die wahre Dunkelheit besiegen zu können. Wie Meister Odin ihnen erklärt, ist der Plan der Oberschüler offenbar, die 7 Lichter zu nutzen, um Kingdom Hearts heraufzubeschwören. Eine Entwicklung, die für die Unterstufenschüler zu gefährlich ist, weshalb Odin sie von ihrer Aufgabe entbindet. Auf eigene Faust Nachforschungen anstellen, schließen sie einen Deal mit Hades ab, um die Unterwelt besuchen zu können und dort auf die Oberschüler zu treffen, die im Kampf gegen Malefiz in ihrer Drachenform gefallen sind. Nach ihrem Gespräch verbannt Hades sie in die Dunkelheit und Meister Odin kann gerade noch rechtzeitig eingreifen, um zumindest Xehanort und Erakus zu retten. Zurück in Scala ad Caelum müssen sie feststellen, dass die Stadt angegriffen wird und die Oberschüler Vaida, Vala und Vali tauchen auf, um Xehanort und Erakus zu erzählen, dass ihr Klassenkamerad Baldur als Wirt für die Dunkelheit auserwählt wurde. Vaida muss sich eingestehen, dass Kingdom Hearts nicht die Lösung ist, um die Dunkelheit auszulöschen. Im zentralen Turm treffen sie auf den besessenen Baldur, dessen Dunkelheit enthüllt die in der Unterwelt angetroffenen Oberschüler sowie die vermissten Klassenkameraden von Xehanort umgebracht zu haben. Die alleine dort antreffende Vor will sie zur Nummer 8 machen. Vaida, Vala und Vali können dazwischen funken, werden aber von der zum Herzlosen materialisierten Dunkelheit niedergestreckt. Auch Vor fällt als Nummer 11, nur noch Xehanort und Erakus zurücklassend. Die 2 verbliebenen Lichter, die den Schatten übergeben werden müssen, um Kingdom Hearts herbeizurufen. Ein Vorhaben, zu dem das Böse zuvor Vaida angestiftet hatte. Xehanort und Erakus können Baldur besiegen und ersterer ist gerade drauf und dran, die Dunkelheit aus seinem Klassenkameraden zu vertreiben, als diese ihn gänzlich einhüllt. Xehanort wird dazu gezwungen zu reflektieren und Baldur überzeugt ihn davon, dass der Verlust eines geliebten Menschen wie Erakus auch ihn der Dunkelheit zum Opfer machen würde. In diesem Moment befreit Xehanort den aus der Unterwelt mitgebrachten Geist von Baldurs Schwester, deren Tod ihn zur Dunkelheit getrieben hatte.
Zusammen mit dem eingreifenden Meister Odin können sie Balder bewegungsunfähig machen, sodass Xehanort ihn und die Dunkelheit auslöschen kann. Odin ist tief gezeichnet von den Ereignissen und plant seinen Rücktritt, sobald Xehanort und Erakus ihre Meisterprüfung absolvieren und seinen Platz einnehmen können. Die beiden werden von einer verhüllten Gestalt beobachtet, die enttäuscht murmelt, dass er es wohl doch nicht war, mit S, den gesuchten Auserwählten meinend. Beim Abstreifen ihrer Kapuze entpuppt sie sich als der vermeintlich verstorbene Klassenkamerad Bragi, der wiederum nichts weiter als der aktuelle Wirt von Lushu ist. Beim Durchschreiten eines Korridors der Dunkelheit ein Jahr später spürt Xehanort die Rufe der Finsternis stärker denn je und beschließt, seine schützende Rüstung abzulegen und sich seinem Schicksal zu ergeben. Während er auf dem Boden zusammensackt, taucht eine weitere verhüllte Gestalt auf, die in dem Jungen die Singularität erkennt. Sie bringt ihn zum Schlüsselschwertfriedhof und übergibt ihm einen schwarzen Umhang, der ihn besser vor der Dunkelheit schützen soll als seine Rüstung. Die Gestalt gibt Xehanort die Aufgabe mit auf den Weg, nach der Dunkelheit im Herzen derer zu suchen, auf die er bei seinen Reisen trifft. Reisen, nach denen er die Gestalt, in Wahrheit der Meister, wieder trifft und ihm von seinen Erkenntnissen berichtet. Dass Dunkelheit jedem Herzen innewohnt und Menschen ihre selbstsüchtigen Handlungen mit fadenscheinigen Ausreden rechtfertigen, womit sie einen Kreislauf des Chaos aufrechterhalten. Ein Chaos, in das die Welt versinken wird, wenn er ihr keine Ordnung bringen kann. Der Meister bestärkt ihn darin, seinen Glauben zu folgen, unabhängig vom Ausgang der anstehenden Meisterprüfung. Auf die Frage, wer die Gestalt eigentlich ist, gibt sie sich den Namen Lost Master und verlässt ihn mit den Worten: Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet. Bei einer Unterredung mit Erakus im folgenden Jahr beschließt Xehanort, dass ein Leben nicht ausreichen wird, um die Welt nach seinen Vorstellungen zu erneuern. Vielmehr wird es 13 davon benötigen. Erakus ist in seinen Ambitionen bodenständiger und möchte nichts weiter als ein Leuchtturm für jene sein, die einen Ausweg aus der Dunkelheit benötigen. Weitere 2 Jahre später blickt Xehanort auf seine verlorenen Freunde zurück und beschließt, die Meisterprüfung nicht abzulegen und stattdessen diese Welt zu verlassen, um nach einem neuen Sinn zu suchen. Erst 3 Jahre später sehen sie sich wieder. Xehanort dieses Mal mit dem Gazing Eye Schlüsselschwert ausgerüstet, das Meister Odin ihm vererbt hatte. Wie seine irregeleiteten Kameraden Jahre zuvor ist nun auch er davon überzeugt, dass das Beschwören von Kingdom Hearts der einzige Weg ist, um die Welt zu beschützen. Ein Streitthema, das zwischen den alten Freunden zum Kampf führt. Rund 50 Jahre vergehen, bis der in die Jahre gekommene Meister Xehanort Ventus auf dem Schlüsselschwertfriedhof entdeckt, endlich aus der Vergangenheit angekommen. Xehanort nimmt ihn als Lehrling auf, in der Hoffnung, dass der Junge ihm beim Beschwören von Kingdom Hearts behilflich sein kann. Denn er ist fest davon überzeugt, dass ein pures Herz des Lichts, wenn es gegen ein ebenbürtiges Herz der Dunkelheit kämpft, eine Kopie des Keyblades erschaffen kann. Xehanort muss das Testen dieser Theorie allerdings abbrechen, als Ventus der Dunkelheit unterliegt und sein Meister sie als Wesen purer Dunkelheit wieder aus Ventus Herzen extrahieren muss. Das Wesen nimmt als Schlüsselschwert schwingender Junge Gestalt an, der unter dem Namen Venitas Xehanorts zweiter Schüler wird. Um Ventus gebrochenes Herz heilen zu lassen, bringt Xehanort ihn in seine alte Heimat Destiny Islands. Hier erregt das beschädigte Herz die Aufmerksamkeit eines brandneuen Herzen, das zu einem noch ungeborenen Kind gehört und verbindet sich mit Ventus, um das Licht in ihm zu beschützen. Nicht nur verliert Ventus in diesem Prozess seine Erinnerungen, auch braucht er keinen Umhang mehr, um die Korridore der Dunkelheit zu durchschreiten, da sich sein Herz gänzlich verschlossen hat. Xehanort bringt ihn ins Land des Aufbruchs, wo die Lehrlinge von Erakus trainieren, Terra und Aqua. Ventus als das Kind des Schicksals darstellend, bittet Xehanort seinen alten Freund, auch ihn unter seine Fittiche zu nehmen, da er selber zu nah an der Dunkelheit agiert. Während Ventus, Aqua und Terra Freundschaft schließen, trifft Schlüsselschwertmeister und König Mickey Mouse im mystischen Turm ein, der Heimat seines Lehrers Yen Sid, der seine düstere Vorahnung mit Mickey teilt. Am nächsten Tag findet die Meisterprüfung von Terra und Aqua statt, doch als Terra die Dunkelheit in sich nicht im Zaum halten kann, besteht lediglich Aqua. Xehanort verlässt den Prüfungssaal und lamentiert gegenüber Venitas, dass eine der altertümlichen 13 Dunkelheiten überlebt haben könnte und sich womöglich unter ihnen versteckt, getarnt von Licht.
Als Yensid Erakus darüber informiert, dass die Prinzessinnen der Herzen in Gefahr seien, erklärt er seinen Schülern, dass diese Prinzessinnen das reine Licht in sich tragen, das beim Zerbrechen des Keyblades freigesetzt wurde. Sie werden nicht nur von den Herzlosen, sondern auch von neuartigen Kreaturen bedroht, den Unversierten. Diese ernähren sich von Negativität und entstanden aus den negativen Emotionen während der Materialisierung von Vanitas. Erakus gibt Aqua und Terra die Aufgabe, diese neue Bedrohung auszulöschen und gleichzeitig nach Xehanort zu suchen, der verschwunden ist. Ventus, der zurückbleiben soll, wird von Vanitas manipuliert und folgt Terra, weshalb Aqua zusätzlich mit seinem Zurückbringen betraut wird. Terra derweil beginnt seine Suche im verwunschenen Reich und trifft dabei auf die Malefiz, die später in der Zeit zurückreisen wird, an diesem Punkt aber noch nicht die Fähigkeit besitzt, sich zwischen Welten und Zeiten zu bewegen. Die Kraft und Dunkelheit in Terra spürend, manipuliert sie den Jungen für ihre eigenen Zwecke und nutzt ihn, um das reine Licht aus dem Herzen des schlafenden Dornröschens zu stehlen. Terra kann zwar aus ihrem Bann ausbrechen, Malefiz jedoch entkommt, bevor Terra sich wieder auf die Suche nach Xehanort macht. Wenig später führen Terras Spuren auch Ventus in die Schlafgemächer der Prinzessin und mit Hilfe seines Schlüsselschwerts gelingt es ihm, Auroras Herz von Malefiz zurückzuerlangen. Gerade als Aqua ihn findet, flieht er auf der Jagd nach Terra und so ist es an Aqua, Malefiz zu besiegen und Prinzessin Aurora zu beschützen. In der Zwischenzeit trifft Xehanort sich mit einem Mann namens Break, der in Wahrheit der nächste Wirt von Lushu ist und Xehanort dabei unterstützen möchte, Terra auf die dunkle Seite zu holen. Der findet Xehanort endlich auf dem Schlüsselschwertfriedhof, wo er die Geschichte von Vanitas Entstehung dargelegt bekommt. Ihn aufzuhalten wäre der einzige Weg, auch die Unversierten zu stoppen. Xehanort vermutet, dass Vanitas von der Stadt des Lichts angezogen wird, der Welt Radiant Garden. Stattdessen aber trifft Vanitas auf Ventus und lockt ihn wenig später auf den Friedhof, um ihn zum Kampf herauszufordern. Ventus hat keine Chance, wird aber in letzter Sekunde von Mickey Mouse gerettet, der ihm im Kampf beisteht. Als Vanitas flieht, werden die beiden plötzlich nach Radiant Garden transportiert und getrennt. Auf der Suche nach Mickey trifft Ventus auf die beiden Schlosswachen, Dylan und Alias, die von einem Mann namens Evan befehligt werden. Auch Aqua kommt derweil in der Stadt an und rettet ein Mädchen vor den Unversierten, die sich als Kairi vorstellt. Aqua belegt sie mit einem Schutzzauber, sodass das Licht in ihrem Herzen sie in Zeiten der Not zum Licht eines anderen führen wird. Endlich wieder zusammenfinden, stellen die drei Freunde sich gemeinsam einem riesigen Gegner. Als Aqua Terra daraufhin ermahnt, er würde der Dunkelheit zu nahe kommen, zieht der beleidigt von dann, um die Finsternis alleine zu bekämpfen. Ventus, der auch nicht von ihr zurückgebracht werden möchte, rennt Terra hinterher. Der ist inzwischen auf Break getroffen, der Meister Xehanort unter dem Schloss gefangen hält und Terra zum Kampf herausfordert. Als Terra unterlegen scheint, ruft Xehanort ihm zu, Meister Erakus nicht erneut zu enttäuschen, was den Jungen dazu bringt, die Dunkelheit in ihm für einen mächtigen Angriff zu nutzen, der Breaks rechtes Auge verletzt, bevor der das Weite sucht. Die Dunkelheit genutzt habend, kann Terra nicht zu seinem Meister zurückkehren, weshalb Xehanort ihm anbietet, ihn das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zu lehren, anstatt das eine mit dem anderen zu vernichten. An Terras Eitelkeit appellierend, kann er ihn überzeugen und schickt ihn aus, um weiter nach Vanitas zu suchen. Der hingegen trifft anderenorts auf Aqua, die ihn besiegen und erneut zur Flucht zwingen kann. Ventus inzwischen wird in einem weiteren Kampf gegen die Unversierten verwickelt, als er den weisen Jungen Ienzo beschützt. Danach kann er Terra gerade noch ausfindig machen, bevor der sich verabschiedet und die Welt ohne seinen Freund verlässt. Als Ventus Aqua darüber informiert, will auch sie ihn nicht in Gefahr bringen und verneint seine Bitte, mit ihr kommen zu dürfen. Schmollend in Radiant Garden zurückbleiben, trifft Ventus noch auf Lee und Isa, bevor auch er sich auf den Weg macht. Einer seiner Stops ist Disney Town, wo der böse Pete aka Katakalo aufgrund seiner Taten verbannt und daraufhin von Malefiz entdeckt wird. Während Aqua Vanitas erneut besiegt und ihn nicht vom Fliehen abhalten kann, verliert Mickey Mouse den Sternensplitter, der ihm das Reisen zwischen den Welten ermöglicht. Der Splitter findet seinen Weg in Ventus Hände und teleportiert den Jungen zum mysteriösen Turm, wo er Mickeys Untertanen Donald und Goofy kennenlernt. Yensid entdeckt Mickey dann mit Hilfe eines Zaubers in den Badlands des Schlüsselschwertfriedhofs, offenkundig in Schwierigkeiten. Ventus, der mit dem Ort vertraut ist, verspricht den König zu retten. Terra derweil wird vom Licht der Destiny Islands angezogen, wo er die beiden Jungen Sora und Rico entdeckt.
Sora entpuppt sich als der Besitzer des Herzens, das jenes von Ventus geheilt hatte, während Terra auch in Riku ein Licht spürt, ebenso wie das Xehanort ähnliche Verlangen, andere Welten zu sehen. Das Potenzial in ihm sehend verleiht Terra ihm die Kraft, irgendwann sein eigenes Schlüsselschwert heraufbeschwören zu können. Auch Aqua trifft später auf die beiden Kinder und gerade als sie Sora die Macht des Schlüsselschwertes vererben möchte, erkennt sie die bereits in Riku schlummernde Macht. Aus ihrer eigenen Situation lernend, beschließt sie, dass ein Schlüsselschwert genug ist für jede Freundschaft. Ventus erreicht in der Zwischenzeit den Friedhof und findet den bewusstlosen Mickey. Als Meister Xehanort daraufhin auftaucht, löst das ein Zurückfließen seiner verlorenen Erinnerungen aus, während der Meister seinen Plan offenlegt, Ventus und Vanitas gegeneinander kämpfen zu lassen. Das Wesen aus purem Licht gegen das Wesen aus purer Dunkelheit, um das Keyblade zu erschaffen. Doch noch davor schickt er Ventus zurück nach Hause, wo der junge Meister Erakus damit konfrontiert, ihn im Schloss gefangen halten zu wollen, aus Angst, er würde zum Keyblade werden. Hinter diesen Worten seinen alten Freund Xehanort heraushörend, realisiert Erakus, dass er seinen Plan, Kingdom Hearts heraufzubeschwören, noch nicht aufgegeben hatte. Und der einzige Weg, ihn aufzuhalten, erscheint Erakus schweren Herzens darin zu bestehen, Ventus zu vernichten, um die Entstehung des Keyblades zu verhindern. Terra jedoch, ebenfalls geschickt von Xehanort, kommt rechtzeitig an, um das Schlimmste zu verhindern. Als er sich jedoch den Befehlen Erakus widersetzt, beschließt der Schlüsselschwertmeister auch Terra unschädlich zu machen, um die Pläne Xehanorts zu vereiteln. Terra und Ventus sind ihrem Meister nicht gewachsen, weshalb Terra der Dunkelheit in ihm nachgibt, Ventus in Sicherheit schickt und sich mit der neu gewonnenen Kraft seinem Meister stellt, den er tödlich treffen kann. Sich in seinen letzten Momenten entschuldigend, muss Erakus sich eingestehen, dass auch er die Dunkelheit in sein Herz gelassen hat. Als der Meister sich trotz dessen in Licht auflöst, erscheint Xehanort und befeuert Terras negative Gefühle weiter, um die Dunkelheit gänzlich anzunehmen. Ventus und Aqua bedrohend und das Land des Aufbruchs in Dunkelheit stürzend, fordert er Terra heraus, sich ihm auf dem Schlüsselschwertfriedhof zu stellen. Der fortgeschickte Ventus derweil landet auf den Destiny Islands und trifft dort auf Vanitas, der ihn zur Erschaffung des Keyblades in einen Kampf locken möchte, den Ventus allerdings ablehnt, um Xehanorts Plan zu vereiteln. Um dessen Strategie aufzugreifen, lädt Vanitas sein Gegenstück ebenfalls auf den Friedhof ein, während er Terra und Aqua bedroht. Als Aqua den bewusstlosen Mickey entdeckt und zu Yensid bringt, muss der ihr schweren Herzens mitteilen, dass Terra und Xehanort für Erakus' Tod verantwortlich sind. Das nicht glauben wollend, macht auch sie sich auf den Weg zum Schlüsselschwertfriedhof, um die Wahrheit zu erfahren. Die drei Freunde treffen endlich wieder aufeinander und als Ventus Xehanorts Plan offenlegt, schwören Terra und Aqua ihm zu helfen. Doch Ventus bittet sie, ihm ein Ende zu setzen, sollte etwas schief laufen. Das passiert sogleich, als Xehanort mit Vanitas auftaucht, denn der Schlüsselschwertmeister kann nicht nur seine Umgebung manipulieren und die Freunde voneinander trennen, sondern auch die herrenlosen Schlüsselschwerter auf sie hetzen. Xehanort erwischt Ventus und friert ihn ein. Aqua kann ihn gerade noch auffangen, bevor er am Boden der Schlucht zerschellt. Der Schlüsselschwertmeister nutzt die Gelegenheit, um einen Energieorb in den Himmel zu schießen und damit Kingdom Hearts aus den Wolken heraustreten zu lassen. Damit nicht genug, taucht nun auch noch Break auf und lenkt Aquas Aufmerksamkeit auf sich, während Terra seine Rüstung abwirft und Xehanort attackiert, der gekonnt Terras Frustration gegen ihn nutzt, um die Dunkelheit in ihm zu schüren. Nachdem Aqua Break in die Flucht schlägt, schaltet Vanitas sie aus dem Hinterhalt aus. Doch Ventus kann sich berappeln, bevor seine Freundin den Gnadenstoß kassiert. Ventus besiegt sein dunkles Gegenstück, der daraufhin endlich seinen Helm ablegt. Er hetzt seine Unversierten auf Ventus, die ihn immobilisieren, sodass Vanitas sich wieder mit seinem Ursprung vereinen kann. Beim Anblick der freigesetzten Energie feiert Xehanort seinen Triumph und ruft aus, dass das Keyblade wiederhergestellt wurde. Nun sei es noch Zeit für die finale Wiedervereinigung, fährt er fort und drückt sich sein eigenes Schlüsselschwert in die Brust. So die Essenz seines Herzens freisetzend, löst sein Körper sich auf, bevor das Herz in Terra eindringt und die Dunkelheit ihn übermannt. Seine Haare färben sich grau, seine Stimme wird tiefer und Xehanort beschwört in seinem neuen Körper sein Schlüsselschwert herauf. Doch Xehanort freut sich zu früh, denn Terras Wille überlebt und setzt seine zerschlagene Rüstung wieder zusammen, um den Meister herauszufordern. Von Mickey aufgeweckt eilt Aqua zu Ventus, der mit dem neuen Keyblade in der Hand dasteht, nur um seine gelben Augen zu enthüllen, die Vanitas Oberhand signalisieren.
Miki kann den Angriff auf Aqua gerade noch abwehren, sodass sie die Kraft ihrer Freundschaft mit Terra und Ventus manifestieren kann, um den Jungen zu besiegen, Ventus wieder von Vanitas zu befreien und das Keyblade erneut zerschellen zu lassen. Auch Terras Wille ist siegreich, doch die schwindende Kraft lässt die Rüstung in die Knie gehen, bevor die Energiewelle des zerstörten Keyblades sie und den ohnmächtigen Xehanort einhüllt und Kingdom Hearts wieder in den Wolken verschwindet. Einzig verbleibend ist der Kampf in Ventus Herzen, der den letzten Rest von Vanitas vernichtet, ebenso wie das Keyblade und sein eigenes Schlüsselschwert. Ein derart strapaziöses Ereignis, dass sein Herz schutzsuchend seinen Körper verlässt und den in einem komatösen Zustand zurücklässt. Aqua kehrt mit ihrem Freund in die Land des Aufbruchsruinen zurück. Sie platziert Ventus im Thronsaal und versiegelt die Welt mit Meister Erakus Schlüsselschwert, sie somit zu Schloss Oblivion werden lassend. Sie lässt Ventus dort zurück, um nach Terra zu suchen, den sie in Radiant Garden findet. Ihr Freund kämpft gegen Xehanort an, der aber die Oberhand über den Körper behält und einen Schattenwächter heraufbeschwört, der ihn im Kampf unterstützt. Aqua ist sich nicht bewusst darüber, dass diesem Wächter Terras Herz innewohnt. Als Xehanort nach seiner Niederlage die Kontrolle zu verlieren droht, richtet er sein eigenes Schwert erneut gegen sich selbst, um den Rest von Terras Herz aus seinem Körper zu verdrängen. Der Schattenwächter erscheint erneut und fällt in ein dunkles Portal, dicht gefolgt von dem leblos wirkenden Xehanort und Aqua, die in letzter Sekunde hinterher springt. Sich selbst opfernd gibt sie ihrem Freund sowohl ihr Schlüsselschwert als auch ihre Rüstung, um ihn zurück ins Reich des Lichts zu schicken, während sie tiefer in das Reich der Dunkelheit fällt. Zur selben Zeit auf den Destiny Islands beginnt Sora plötzlich zu weinen, weil sich eine tiefe Trauer in ihm ausbreitet, die er nicht zuordnen kann. Riku empfiehlt ihm, sein Herz zu öffnen und hinzuhören, was Sora versucht. Seine Stimme dringt bis zu Ventus in Schloss Oblivion durch, sodass das Licht seines Herzens Sora finden kann und ihn bittet, bei ihm bleiben zu dürfen, um zu heilen. Xehanorts neuer Körper taucht derweil in Radiant Garden auf und Break, der ihn findet, führt den König, Ansem den Weisen, zu ihm. Sie bringen ihn zurück zum Schloss, ebenso wie Aquas Schwert und Rüstung. Niemand ahnt, dass in Xehanort immer noch der Kampf zwischen dem alten Meister und Terra herrscht, der sich nicht geschlagen geben möchte. Xehanort erkennt seinen alten Freund Erakus in Terra wieder, doch ist seiner Sache sicher, da er Notfallpläne vorbereitet hat. Der Kampf in seinem Herzen sorgt für Gedächtnisverlust im Körper, sodass Xehanort sich Ansem anschließt und im Schloss bleibt. Ansem beginnt an Xehanorts Herzen herum zu experimentieren, um die verlorenen Erinnerungen wiederherzustellen. Angetrieben von Ienzo geht das so weit, dass sie ein umfangreiches Labor im Schlosskeller errichten, das Xehanort allerdings im Geheimen für seine eigenen Experimente missbraucht, um die Dunkelheit und das Erschaffen von Herzlosen zu erforschen. In dieser Zeit stößt Ansem in Radiant Garden auf ein junges Mädchen, nur Subjekt X genannt, da sie sich nicht an ihren richtigen Namen erinnern kann. Ihre einzige Erinnerung umfasst 4 Freunde und einen Schlüssel. Im Verhör mit Ansem und Xehanort erfahren sie, dass das Mädchen aus einer längst vergangenen Zeit stammt, einem Märchen nicht unähnlich. Auch der Satz, möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet, fällt. Während den Nachforschungen ist Subjekt X in einer Zelle inhaftiert, wo Aisa und Lee sie gelegentlich besuchen und zu Freunden werden, bis sie eines Tages von einem Mann mit Augenklappe befreit und nie wieder gesehen wird. Mit der Zeit stellen sich Xehanorts Erinnerungen wieder ein und er manipuliert seine Mitmenschen wie Break, Dylan, Evan, Alias und Ienzo, die Kontrolle über die Welten mit Hilfe ihrer Forschung anzutreiben. Mit Voranschreiten dieser geheimen Experimente lehnen sich Xehanort und seine Gehilfen zunehmend gegen Ansem den Weisen auf und sabotieren dessen Forschung. Doch er hat den Beinamen der Weise nicht umsonst und realisiert schnell, was geschieht. Er versucht, die gefährlichen Experimente einstellen zu lassen und die erschaffenen Herzlosen zu vernichten. Herzlose, die Jagd auf Kairi in den Straßen von Radiant Garden machen, bis Xehanort sie retten kann. In ihr die Macht einer Prinzessin der Herzen erkennend, platziert er Kairi in einem der Rettungskapseln, sodass ihr Herz Platz für einen Schlüsselschwertträger bietet, der so seiner Welt entkommen kann. Xehanort schickt Kairi los, in der Hoffnung, so einen Schlüsselschwertträger zu finden, der ihm ebenbürtig ist. Ihr Herz landet schließlich auf den Destiny Islands, wo sie Freundschaft mit Sora und Riku schließt. Xehanort und sein Gefolge verbannen Ansem den Weisen schließlich ins Reich der Dunkelheit, um frei mit ihren Experimenten fortfahren zu können. Um seine neue Autorität zu festigen, nimmt er den Namen des ehemaligen Königs an und beginnt als Ansem die Massenproduktion von Herzlosen.
Er gibt sich der Dunkelheit hin und nutzt das Gazing-Eye-Schlüsselschwert, um sein Herz in 2 separate Wesen aufzuteilen. Einen Herzlosen und einen Niemand. Anders als bei herkömmlichen Herzlosen behält Xehanort die Kontrolle, seine Persönlichkeit sowie seine Erinnerung. Einzig auf einen physischen Körper muss er verzichten. Dieser Herzlose geht seinen Plänen als Ansem, Verführer der Dunkelheit, nach. Gekleidet natürlich in einer Kutte mit Kapuze. Xehanorts Niemand hingegen behält den Körper seines Originals, seine Seele und zumindest einige der Erinnerungen. Doch wie es Niemande so an sich haben, fehlt ihm ein Herz, wodurch das konstante Verlangen danach besteht, wieder ganz zu werden. Diesem Ziel jagt er unter dem Namen Xemnas hinterher, während auch die restlichen Bewohner des Schlosses in Herzlose und Niemande aufgesplittet werden. Letztere folgen dem Beispiel ihres Anführers und nutzen fortan ein Anagramm ihres ursprünglichen Namens mit einem zusätzlichen X darin, während sie ihre ursprünglichen Persönlichkeiten grundsätzlich behalten dürfen. Auf der Suche nach Antworten über Subjekt X's Verschwinden treten auch Lee und Aisa der Organisation bei, was in den Niemanden Axel und Sykes resultiert. Demyx und Luxord gesellen sich ebenfalls hinzu, ihre Ursprünge sind allerdings unbekannt. Auch die Dandelions, Lauriam und Elrina kommen endlich mit ihren Rettungskapseln in der Zukunft an, fallen allerdings der Dunkelheit zum Opfer und werden zu den Niemanden Malusha und Luxine. Somit eine Gruppe von nur 12 Leuten bildend, gibt Xemnas ihnen dennoch den Namen Organisation 13 und errichtet mit ihnen in der Welt, die niemals war, ihre Basis. Xemnas manipuliert sein Gefolge und redet ihnen ein, dass sie als Niemande nicht in der Lage seien, Emotionen zu empfinden und der einzige Weg, diese und ihre Herzen zurückzuerlangen, sei es, Kingdom Hearts heraufzubeschwören. Die Wahrheit hinter Xemnas Plan ist aber buchstäblich düsterer, denn die Niemande sollen entsprechend Meister Xehanorts Plan als Wirte für die 13 Dunkelheiten der Antike dienen. Zu diesem Zweck muss jedem der Wirte ein Stück von Xehanorts Herz eingesetzt werden, damit diese mit den 7 Lichtern aneinanderstoßen und so das Keyblade erschaffen können. Von Xemnas und auch Lushu im Körper von Xigbar angelogen, folgen die Organisationsmitglieder ihrem anvertrauten Aufgaben. Der Plan von Xehanorts Herzlosen hingegen hat noch deutlich weitreichendere Ausmaße. Dieser Ansem, Verführer der Dunkelheit, ist ohne einen festen Körper in der Lage, durch die Zeit zu reisen, allerdings ausschließlich an Orte und Zeitpunkte, an denen eine Version von ihm existierte. So reist er beispielsweise zurück auf die Destiny Islands, um das Portal für den jungen Xehanort zu öffnen, das ihn nach Scala et Caelum transportiert. Die Gestalt, die Xehanorts Reise also lostritt, ist niemand anderes als sein eigener Herzloser. Der Xehanort bei dieser Gelegenheit auch die Fähigkeit überträgt, selbst durch die Zeit reisen zu können. Sein nächster Schritt involviert sich viele Jahre auf der Insel zu verstecken. 10 Jahre nachdem Soras Herz das von Ventus berührt, findet Sora sich in einem Traum in seinem eigenen Herzen wieder, wo er die Dunkelheit in sich bekämpfen muss. Als er erwacht, schließt er sich seinen Freunden Riku und Kairi an, die ein Floß bauen möchten, um den Destiny Islands zu entkommen. Sie möchten andere Welten erkunden und Kairis Heimat finden, an die sie sich nicht mehr erinnern kann. In Schloss Disney derweil muss Donald schockiert feststellen, dass der Thron leer steht. Ein hinterlassener Brief erklärt, dass König Mickey losgezogen ist, um das Geheimnis hinter den erlöschenden Sternen zu lüften. Donald und Goofy beauftragt er mit der Suche nach jemandem, der einen Schlüssel bei sich trägt und eine entscheidende Rolle in der Rettung der Welten spielen wird. Die Vorbereitungen auf den Destiny Islands laufen inzwischen auf Hochtouren, bis Sora in den Höhlen auf eine vermummte Gestalt trifft. Vor der mysteriösen, nicht zu öffnenden Tür dort stehend, warnt die Gestalt, Xehanorts Herzloser, ihn vor der nahenden Dunkelheit, die kurz davor ist, Soras Welt zu verschlingen. In der Nacht darauf wütet ein Sturm und Sora eilt hinaus, um das Floß in Sicherheit zu bringen, stößt dabei aber auf eine Armee von Herzlosen. Vor ihnen fliehend entdeckt er, dass auch Riku hergekommen ist. Ominös spricht der von einer Tür, die sich zu einer anderen Welt öffnen wird und ihnen die Chance bietet, endlich von dort zu verschwinden. In diesem Moment wird Riku von Dunkelheit eingehüllt und bei dem Versuch, ihn zu retten, beschwört Sora unbewusst ein Schlüsselschwert herauf. Mit dieser Waffe ausgerüstet, kann er sich bis zur Höhle durchkämpfen und entdeckt dort auch Kairi, die von einem Schwall der Dunkelheit fortgestoßen wird, als plötzlich die mysteriöse Tür auffliegt. Kairi wird Sora entgegengeschleudert, der versucht sie zu fangen, nur um sie im Moment ihrer Berührung verschwinden zu sehen. Das ist der Moment, in dem Kairis Herz ihren Körper verlässt und Unterschlupf in Sora sucht.
Verzweifelt nach einer Erklärung für die Geschehnisse suchend, muss Sora sich erneut dem Schattenborn stellen, bevor die Destiny Islands mitsamt ihm in den wütenden Vortex der Dunkelheit gerissen werden. Donald und Goofy beobachten diese Ereignisse indirekt, als sie bei ihrer Ankunft in Traverse Town einen Stern erlöschen sehen. Während sie sich auf die Suche nach einem Mann namens Leon machen, entdeckt Pluto den bewusstlosen Sora in einer Gasse und weckt ihn auf. Sich fragend, wo er gelandet sei, ist er es, der auf Leon trifft. Der Mann verlangt das Schlüsselschwert von Sora und als der Junge sich weigert, bekommt er Leons Übermacht zu spüren. Riku derweil erwacht an einem noch weniger freundlichen Ort, Hollow Bastion, dem ehemaligen Schloss in Radiant Garden. Er ruft nach seinen Freunden, doch die einzige, die ihn hört, ist Malefiz, die ihn heimlich beobachtet. Donald und Goofy treffen bei ihrer Suche auf Aerith, die sie über die Herzlosen ins Bild setzen kann. In einem anderen Zimmer erwacht Sora zu der Zeit erneut und erfährt von Leon und seiner Freundin Yuffie, dass die attackierenden Herzlosen auf der Jagd nach dem Schlüsselschwert und Soras Herzen sind. Sie ziehen ihr Wissen aus einem detaillierten Bericht des Forschers Ansem, dessen Seiten über die verschiedenen Welten verteilt wurden. Von den Herzlosen zerstreut kreuzen sich auch endlich die Pfade von Sora, Donald und Goofy, die im Schlüsselschwert den Schlüssel wiedererkennen, von dem in Mickeys Brief die Rede war, weshalb sie sich dem Jungen anschließen, um gemeinsam Mickey, Riku und Kairi zu finden. Malefiz und ihre boshaften Kollegen beobachten diese Ereignisse. Mit Hilfe eines sogenannten Gummischiffs ist das Trio in der Lage, andere Welten zu besuchen und sie von der einfallenden Dunkelheit zu beschützen. Sora entdeckt die Fähigkeit seines Schlüsselschwerts, die Schlüssellöcher der einzelnen Welten zu verschließen, um die Rückkehr der Herzlosen zu verhindern. Nach zahlreichen dieser Abenteuer kehrt Sora nach Traverse Town zurück, um dort auf Riku zu treffen, der sich ebenso wie Sora über das Wiedersehen freut, schließlich aber spurlos verschwindet. Während Sora von Leon und Sid über Malefiz Instrumentalisierung der Herzlosen zur Eroberung von Welten in Kenntnis gesetzt wird, steht die zusammen mit Riku vor dem Haus. Sie lässt ihn an Soras Freundschaft zweifeln, indem sie behauptet, er hätte Riku mit anderen Freunden ersetzt. Und schließlich stimmt Riku zu, mit ihr zusammenzuarbeiten, um Kairi zu finden. Sora, Donald und Goofy erfahren bei ihren Kämpfen gegen die Drahtzieher in weiteren Welten, dass die Schurken auf der Suche nach den 7 Prinzessinnen der Herzen sind, um mit ihrer Hilfe die Tür zu öffnen. Obgleich Soras heldenhaftem Einschreiten und dem Versagen besagter Schurken gelingt es Malefiz dennoch, die Prinzessin mit Rikus Hilfe zu entführen. Im Gegenzug offenbart Malefiz ihm endlich Kairis Aufenthaltsort, zumindest den ihres Körpers. Wie der Junge nun nämlich erfahren muss, wurde Kairis Herz auf den Destiny Islands von Herzlosen gestohlen, was ihren Körper zu einer leblosen Hülle macht. Aufgrund ihrem Status als Prinzessin der Herzen bleibt sie von der Dunkelheit aber dennoch unberührt. Malefiz Manipulation erreicht ihren Höhepunkt, als sie Riku in seiner Verzweiflung erzählt, dass das Zusammentragen sämtlicher Prinzessinnen eine Tür zum Herzen aller Welten öffnet, in dem das Wissen liegt, um Kairis Herz zu retten. Um dieses Ziel zu erreichen, verleiht sie ihm die Macht, die Herzlosen zu kontrollieren. Riku konfrontiert Sora mit Kairis derzeitigem Zustand und lockt ihn nach Hollow Bastion, um dort zu klären, wer von ihnen der wahre Schlüsselschwertmeister ist. Bereitwillig wechselt das Schlüsselschwert seinen Träger und Riku verspottet seinen Freund, indem er ihm ein nutzloses Holzschwert dalässt. Das sorgt auch dafür, dass Donald und Goofy ihren Weggefährten verlassen, da ihre Befehle lauten, dem Schlüsselträger zu folgen. Tiefer im Schloss stößt Sora erneut auf Riku, der seine neu gefundenen Kräfte nutzt, um sich in eine finstere Version seiner selbst zu verwandeln und Sora anzugreifen. Ihren hilflosen Freund beschützend, greifen Goofy und Donald ein, doch auch Sora möchte sich nicht kampflos geschlagen geben und beschwört die Kräfte aus seinem eigenen Herzen herauf, in dem all die Freunde hausen, die er auf seinen Abenteuern gemacht hatte. Eine Macht so stark, dass sie Riku das Schlüsselschwert wieder entwendet und die beiden ehemaligen Freunde sich duellieren können. Bei der auf seine Niederlage folgenden Flucht trifft Riku ein weiteres Mal auf Ansem, Verführer der Dunkelheit, der ihn ermutigt, sein Herz vollständig der Dunkelheit zu öffnen. Das gibt Ansem die Gelegenheit, in Rikus Körper einzudringen und ihn als Wirt zu nutzen. So getarnt kehrt er zu Malefiz zurück, der ein einziges Herz fehlt, um ihren Plan zu komplettieren, jenes, das in Kairis Körper fehlt.
Riku überrascht Malefiz damit, das Schlüsselschwert der Herzen heraufzubeschwören, geschmiedet aus den Herzen der anderen 6 Prinzessinnen. Im Kampf gegen die Störenfriede rund um Sora wird Malefiz eigenes Herz verwundet und der Ansem in Rikus Gestalt nutzt die Gelegenheit, um sein Schwert hineinzurammen und damit die wahre Dunkelheit freizusetzen. Von dieser bemächtigt kann sie sich in ihre Drachenform verwandeln, bevor sie sich nach ihrer Niederlage in eine Wolke aus Dunkelheit verflüchtigt. Das Aufschließen ihres Herzens durch Ansems Schwert ist jedoch der Ursprung ihrer Fähigkeit, durch die Zeit reisen zu können. Erneut mit Riku konfrontiert, realisiert Sora endlich, dass ihm nicht wirklich Riku gegenübersteht. Der offenbart nun, dass Kairis Herz die ganze Zeit in Sora schlummerte und will es mit seinem Schlüsselschwert befreien. Doch in letzter Sekunde beschließt Sora, sich zur Wehr zu setzen. Nach dem Kampf verschwindet Riku, lässt das Schlüsselschwert der Herzen aber zurück und als Sora erkennt, dass sie das Schlüsselloch erst fertigstellen müssen, bevor er es schließen kann, nutzt er das Schwert seines vermeintlichen Freundes und rammt es sich in die eigene Brust. Damit entlässt er nicht nur die Herzen der 6 Prinzessinnen aus dem Schwert, sondern auch Kairis aus seinem Inneren. Es kehrt in ihren Körper zurück und sie wacht gerade noch rechtzeitig auf, um die Geschichte in umgekehrter Form zu wiederholen. Kaum, dass sie Sora berührt, verschwindet er. Sein Handeln öffnet auch sein eigenes Herz und mit dem Freisetzen gleich zweier davon aus seinem Körper entstehen auch 2 Niemande. Einer davon nimmt die Form eines Jungen an, der später von Xemnas in Twilight Town gefunden wird, einer Welt irgendwo zwischen dem Reich des Lichts und der Dunkelheit. Zwar fehlt dem Jungen als Niemand Soras Herz, doch bleibt noch das Herz von Ventus in ihm zurück, das sich ebenfalls in Soras Körper versteckt hatte. Daraus resultierend entsteht das identische Erscheinungsbild. Xemnas folgt seinem Anagrammtick und sortiert die Buchstaben aus Soras Namen mit einem zusätzlichen X neu an, um den verlorenen Jungen Roxas zu taufen. Kairis freigesetztes Herz hingegen lässt das Mädchen Namine entstehen, das sich in Schloss Oblivion wiederfindet. Aufgrund ihrer Nähe zu Sora ist sie in der Lage, seine Erinnerungen zu manipulieren. Der Sora, nachdem Kairi, Donald und Goofy vergeblich in Hollow Bastion suchen, als Ansem im neuen Gewand durch einen Korridor der Dunkelheit erscheint. Durch Riku zu neuer Kraft gefunden, ist er nun bereit, Kairis Herz in Anspruch zu nehmen. Doch macht er seine Rechnung ohne Riku, der nicht einfach in ihm schlummert, sondern gegen Ansem ankämpft, um Kairis Flucht zu ermöglichen. Zusammen mit Donald und Goofy rennt sie vor den auftauchenden Herzlosen davon, nicht ahnend, dass einer von ihnen Soras Herzloser ist. Doch als er ihnen folgt, dauert es nicht lange, bis sie ihren Freund erkennt und zu beschützen versucht. Sie nimmt ihn in den Arm, während sich die übrigen Schattenlurche auf sie stürzen, und dieser Akt des Lichts ist genug, um Soras menschliche Form wiederherzustellen. Die Freunde können Kairi zu ihrem eigenen Schutz nach Traverse Town bringen, bevor sie nach Hollow Bastion zurückkehren, um das Schlüsselloch zu verschließen. Leon, Yuffie und Aerith machen ihm allerdings klar, dass das Verschließen auch die Wiederherstellung der Barrieren zwischen den Welten zur Folge hat, womit das Reisen von einer zur anderen unmöglich wird. Die befreiten Prinzessinnen sind in der Lage, Ansem, der nach wie vor eine Gefahr darstellt, am Ende der Welt ausfindig zu machen. Sora will sich auf den Weg machen, doch nicht bevor er auf Xemnas trifft, der den Jungen durchschreitet und dabei seine Erinnerungen absorbiert. Das Ende der Welt vereint die spärlichen Überreste jener Welten, die von den Herzlosen verschlungen wurden. Bewacht vom mächtigen Dämon Chernabog durchschreiten sie eine Tür und finden sich in den Überresten der Destiny Islands wieder, die zunehmend von der Dunkelheit zerfressen werden. In ihrer Mitte wartet Riku auf sie, gesteuert von Ansem, der sich lustig darüber macht, dass Rikus Fernweh sein Herz für die Dunkelheit geöffnet hat. Wieder seine wahre Form annehmend, will er Sora darüber belehren, dass die Dunkelheit die wahre Essenz des Herzens ist. Eine These, die Sora vehement ablehnen muss, der fest an das Licht in jedem Herzen glaubt. Um diesen Ungehorsam niederzustampfen, beschwört Ansem den Leibwächter des alten Xehanort herauf, der den entschlossenen Freunden aber nicht gewachsen ist. Doch Ansem hat noch ein Ass im Ärmel und verwandelt sich in alter Final Fantasy Tradition in seine nächste Form, die ihre Kraft aus der Welt des Chaos zieht.
Sora, Donald und Goofy jedoch überwältigen alles, das er ihnen entgegenwirft und zwingen ihn zum Rückzug zu der Tür, die ins Reich der Dunkelheit führt. Während all dieser Ereignisse hat Aqua in eben diesem Reich der Dunkelheit mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen. Nicht nur stellen sich ihr unentwegt Herzlose entgegen, auch wird sie mit Illusionen ihrer Vergangenheit konfrontiert. Illusionen von Ventus und Terra, denen sie hartnäckig hinterherläuft, bis letzterer sie endlich zu bemerken scheint und antwortet. Er offenbart gerade die Kontrolle über seinen Körper verloren zu haben, als Xehanort diesen übernimmt, um aus Aqua den Aufenthaltsort von Ventus herauszukitzeln. Doch Terra kämpft dagegen an. Dieser Kampf wird unterbrochen, als sich plötzlich Schattenborn aus der Dunkelheit manifestiert und sowohl Aqua als auch die Ventus-Illusion packt und mit sich reißt, bis Aqua das Bewusstsein verliert. Verloren durch die Dunkelheit treibend, wird sie von König Mickey gerettet, den sie seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er selbst befindet sich im Reich der Dunkelheit, um nach der dunklen Version von Soras Schlüsselschwert zu suchen, dem Königsanhänger D, mit dem er und Sora die Tür von ihrer jeweiligen Seite versiegeln können. Mickey und Aqua werden fündig, als sie die Überreste von Soras Heimat entdecken und einen Blick hinter die mysteriöse Tür in der Höhle werfen. Mit dem Königsanhänger D ausgerüstet, machen sie sich auf den Weg zur Tür der Dunkelheit. Ein Durchgang, der laut Mickey zu Kingdom Hearts führt. Allerdings nicht dem Kingdom Hearts, das Aqua kennt, sondern einem kleineren, unvollständigen. Dies ist auch der Moment, in dem sie Riku auf seinem Weg zur Tür entdecken und von einer massiven Wand aus Herzlosen angegriffen werden, die Mickey sein Shirt kosten. Während Aqua von den Herzlosen auf die Destiny Islands zurückgetrieben wird, wo sie erneut in der Dunkelheit versinkt und dabei ihr Schlüsselschwert zurücklässt, beschließt Mickey, sich Riku an der Tür anzuschließen. Dieselbe Tür, die der herzlose Ansem auf der anderen Seite zu öffnen versucht, um die Dunkelheit dahinter aufzusaugen. Doch Sora liegt richtig damit, dass Kingdom Hearts nicht aus Dunkelheit, sondern Licht besteht. Und dieses Licht vernichtet Ansem schließlich, als sich die Tür öffnet. Diese Momentaufnahme überstehend eilen Sora, Donald und Goofy herbei, um die Tür wieder zu schließen, doch die dagegen drückende Dunkelheit ist zu stark. Erst als Rico und Mickey von der anderen Seite zu ziehen beginnen, schaffen sie es, die Tür zu schließen und mit den beiden Schlüsselschwertern zu versiegeln, um die Herzlosen in die Dunkelheit zu verbannen, im selben Prozess aber auch Rico und Mickey im Reich der Dunkelheit einzusperren. Das hat zur Folge, dass die von den Herzlosen zerfressenen Welten sich wieder aufbauen, weshalb Soras Wiedersehen mit Kairi auch so kurz ist, als sie von den Überresten der Destiny Islands davongezogen wird. Sora verspricht, zu ihr zurückzukehren, doch zunächst muss das Trio einen Weg finden, Riku und König Mickey zu befreien. Soras Niemand Roxas ist inzwischen Organisation 13 beigetreten, mit Axel als seinem Mentor. Doch ist er nicht der einzige Neuzugang, denn auch das Mädchen Xion trifft gerade ein, zu der er eine merkwürdige Verbindung spürt. Das kommt daher, dass Xion eine unvollständige Kopie ist, entstanden aus den Erinnerungen, die Xemnas von Sora in Hollow Bastion absorbiert hatte. Das sorgt auch für ihr Erscheinungsbild als leicht verzerrte, schwarzhaarige Kairi. Während Roxas sein Training unter Axel aufnimmt, wird Namine in Schloss Oblivion von der Organisation entdeckt. Ihre Fähigkeit, Soras Erinnerungen und die seines Umfelds zu manipulieren, ist eine wichtige Trumpfkarte und Marluxia sowie Laxine werden mit ihrer Beaufsichtigung beauftragt. Die zwei jedoch haben eigene Pläne und möchten Namine ausnutzen, um die Kontrolle über die Organisation an sich zu reißen. Roxas Training wird je nach ein paar Tagen unterbrochen, als Axel ebenfalls ins Schloss Oblivion beordert wird, um Xemnas Auftrag zu erledigen, die dort aktiven Verräter ausfindig und unschädlich zu machen. Namine derweil lockt Sora ebenfalls zum Schloss, in dessen Keller auch Riku landet, von einer Stimme durch die Dunkelheit gelotst. Sora wird weiter oben von Marluxia begrüßt, der seine Erinnerungen absorbiert, um eine Weltenkarte zu erzeugen. Diese ermöglicht es ihm, die Türen des Schlosses zu öffnen, die wiederum zur Nachbildung der Welten aus seinen Erinnerungen führen. Während er sich aber mit Donald und Goofy ein weiteres Mal durch besagte Welten kämpft, erhält Namine von Marluxia den Auftrag, dass sie Kairi in Soras Erinnerungen durch sich selbst ersetzen soll. Auch Riku durchforstet die Stockwerke von Schloss Oblivion und läuft dabei Vexen über den Weg, den er mit seiner aus der Dunkelheit entstandenen Waffe Seelenfänger besiegt. Doch Vexen entkommt mit den Daten, die er während des Kampfes gesammelt hat. In Twilight Town schließen Roxas und Xion Freundschaft, während letztere sich als Schlüsselschwertträgerin entpuppt, ausgerüstet mit dem Königsanhänger, Soras Schlüsselschwert.
Soras durch Namine manipulierte Erinnerungen haben in der Zwischenzeit auch Auswirkungen auf Roxas, der in ein Koma fällt. Xemnas und Sykes schlussfolgern, dass der Junge wieder erwachen wird, sobald Sora all seine Erinnerungen in Schloss Oblivion verliert. Xion übernimmt in der Zwischenzeit Roxas Position in der Organisation. Sora läuft derweil Larxene über den Weg, die sich lustig über ihn macht und damit triezt, dass ein Mädchen sehr traurig darüber sein wird, dass er sie vergessen hat. Als im Kampf mit Larxene der sternförmige Anhänger herausfällt, den Kairi ihm geschenkt hatte, erinnert sich Sora an den Namen: Namine. Als Larxene sich nach dem Kampf zurückzieht, taucht Vexen auf, der an Soras Potenzial zweifelt. Er will den Jungen gegen seine Rico-Kopie antreten lassen, um ihn zu testen. Axel bietet dann die Weltenkarte der Destiny Islands an, in der sich Ricos sämtliche Erinnerungen verbergen, mit denen sich das Herz der Kopie rekonstruieren lässt, die gerade erst gegen den echten Rico verloren hat. Dem steht Sora kurz darauf vermeintlich gegenüber. Allerdings ist Rico sauer und beschuldigt Sora, ihn vergessen zu haben und sich einzig um Namine zu scheren. Der Schlüsselschwertträger ahnt nicht, dass ihm eine Kopie seines Freundes gegenübersteht, die nach ihrer Niederlage tiefer ins Schloss hineinflieht. Als Sora und seine Freunde die Verfolgung aufnehmen, stellt sich ihnen Vexen in den Weg, der im Kampf Soras Erinnerungen sammelt, um eine weitere Weltenkarte zu erstellen. Speziell aus den Erinnerungen von der anderen Seite von Soras Herzen. Diese Karte führt Sora in eine Nachbildung von Twilight Town, die ihm merkwürdigerweise bekannt vorkommt, auch wenn er nie zuvor dort war. Larxene versprüht ihre giftigen Worte derweil vor Namine und erfreut sich an dem Umstand, dass Sora Kairi bald gänzlich vergessen haben wird. Namine hingegen ist sich sicher, dass das nie geschehen wird und jede von ihr gemalte, falsche Erinnerung Soras wahre Gefühle gegenüber Kairi nur stärken wird. Als Namine traurig den Gedanken preisgibt, dass sie nichts weiter als Kairis Schatten sei, bestärkt Larxene sie darin, ihre Arbeit fortzusetzen, um sich am Ende echt für Sora anzufühlen. Vexen konfrontiert Sora ein weiteres Mal und nach der Niederlage gegen ihn warnt er Sora, dass sein Weitergehen ihn zur Figur in Malushas Spiel macht und er sein Herz verlieren wird. Bevor er sich allerdings erklären kann, taucht Axel auf und streckt ihn nieder. Manipuliert durch Malusha, der Vexen als den gesuchten Verräter verkauft hatte. Die Rico-Kopie hält aber auch ohne ihren Meister an ihrer Entschlossenheit fest, Namine vor Sora zu beschützen. Basierend auf einer Erinnerung, in der er dem Mädchen das Versprechen während eines Meteorschauers gegeben hatte. Doch Sora erinnert sich an dasselbe Versprechen und beide zeigen den Glücksbringer, den sie behaupten, von Namine bekommen zu haben. Nach dem Kampf verliert Rico seinen jedoch, der sich zu einer Weltenkarte der Destiny Islands verwandelt. Axel derweil nutzt Malushas Abwesenheit, um Namine zum Handeln zu motivieren, woraufhin sie endlich von ihrem Stuhl aufspringt und den Raum verlässt. Das passiert, während der echte Rico auf Lexaeus trifft, der die Dunkelheit aus dem Jungen im Kampf herauskitzeln möchte. Als es allerdings durch Ansems Stimme angetrieben dazu kommt, wird Rico von der Dunkelheit umhüllt und überrascht Lexaeus derart, dass er ihn mit einem Schwerthieb vernichten kann. In seinem Inneren sieht Rico sich erneut Ansem gegenüber, der sich ein weiteres Mal des Herzens des Jungen bemächtigen möchte, doch ein von König Mickey geschicktes Licht funkt dem Herzlosen dazwischen, sodass Rico Ansem zurückdrängen und wieder erwachen kann. Inzwischen auf den Destiny Islands angekommen, trifft Sora endlich auf Namine, die schweren Herzens zugibt, seine Erinnerungen aufgrund ihrer eigenen Einsamkeit manipuliert zu haben. Der verwirrte Sora zieht seinen Glücksbringer hervor, doch Namine appelliert an ihn, sich zu erinnern, wer ihm das Stück tatsächlich geschenkt hatte, was den Glücksbringer zur Verwandlung bewegt und Kairis Glücksbringer offenbart. Die falschen Erinnerungen von Namine verschmelzen mit den echten von Kairi und lassen Sora mit verwirrenden Lücken zurück. Diese zu füllen versuchend folgt er Namine, die immer noch von der Rico-Kopie bewacht wird und Sora endlich besiegen kann. Bevor sie Sora allerdings den Gnadenstoß gibt, schaltet Namine sich ein und deaktiviert die Kopie. Um seinen Freund trauernd erscheint Larxene und offenbart ihm, dass es sich nie um den echten Rico gehandelt hatte. Ebenso wie sie die Natur von Namines Kräften ausplaudert und ihren Plan Sora mit Hilfe der Ketten seiner Erinnerungen zu kontrollieren. Chain of Memories.
Da Axels Einmischen ihre Pläne allerdings vereitelt hatte, bleibt Luxien nichts anderes übrig, als Sora auszuschalten. Doch Donald und Goofy, die Sora vor seinem Betreten der Destiny Islands zurückgelassen hatte, stoßen wieder zu ihm und helfen, die fassungslose Luxien auszuschalten. Namine nutzt dann die Gelegenheit, um Sora alles zu erklären und zu versprechen, dass sie die Erinnerungen von allen wiederherstellen kann, wenn sie den 13. Stock des Schlosses erreichen und Marluxia besiegen. Ihnen zuvor kommt allerdings Axel, der den Plan von Marluxia und Luxien längst durchschaut hatte, Sora für die Übernahme der Organisation zu nutzen. Der Kampf zwischen ihnen wird jedoch jäh unterbrochen, als Marluxia Namine als Schild nutzt. In diesem Moment tauchen Sora und seine Freunde auf und obgleich Axel ihn darin bestärkt, dass sie auf derselben Seite stehen, werden die beiden in einen Kampf verwickelt, der Axel schließlich in der Dunkelheit verschwinden lässt. Es wäre es schließlich doch wert gewesen, ihn zu retten, bringt er noch hervor. Marluxia hält Namine weiterhin als Geisel und befiehlt ihr, Soras Erinnerungen zu löschen. Namine jedoch weigert sich, da der Prozess Soras Herz zerstören würde. Um sie zu beschützen, erklärt sich Sora jedoch bereit, seine Erinnerungen löschen zu lassen. Bestärkt durch seine beiden Freunde, die versprechen, sich an alles für ihn zu erinnern. Bevor es dazu kommen kann, taucht ein weiteres Mal die Rico-Kopie auf, die sich Sora, Donald und Goofy anschließt, um Marluxia zu bekämpfen, der sich als nichts mehr als eine Illusion entpuppt. Sora vertraut der Kopie Namine an und zieht mit seinen Gefährten weiter, um dem echten Marluxia entgegenzutreten. Sich durch seine diversen Formen kämpfend, besiegen die Freunde Marluxia, seine Existenz auslöschend. Sora verschließt nach seinem Sieg die Tür zum finalen Raum des Schlosses und versucht den an sich zweifelnden Rico davon zu überzeugen, dass er ein vollwertiges Individuum ist, auch wenn er künstlich erschaffen wurde. Die Rico-Kopie weiß die Worte zu schätzen, zieht aber alleine los, um sich über seine Existenz klar zu werden. Der echte Rico, im 3. Kellergeschoss angekommen, spürt die mächtige Präsenz, doch Sexion versperrt ihm den Weg. Er offenbart, dass Sora soeben Marluxia besiegt hatte, stellt gleichzeitig aber in Frage, ob Rico mit all der Dunkelheit in sich überhaupt bereit sei, auf seinen alten Freund zu treffen. Ihm seine persönliche Destiny Islands Weltkarte überreichend, soll Rico die Wahrheit selbst herausfinden. Auf den Destiny Islands angekommen, geht Sexions Plan weiter und er erzählt Rico, dass sein Verlangen, die Inseln zu verlassen, die Tür zur Dunkelheit damals geöffnet und seine Heimat zerstört hätte. Sexion zeigt ihm eine Version von sich, die sich in einem Schattenborn verwandelt und von Rico besiegt werden muss. Doch die Grauen haben damit noch kein Ende, denn plötzlich steht ihm ein wütender Sora gegenüber, der ihn beschuldigt, von Dunkelheit übermannt zu sein. Er drängt Rico mit seinem Schlüsselschwert zurück und schickt ihn in eine weiße Leere. Hier treibt Rico resigniert vor sich hin, bis ihm eine Vision von Kairi, gemischt mit dem Bild von Namine, erscheint, die ihn dazu ermahnt, die Dunkelheit nicht zu fürchten. Denn sowohl sie als auch das Licht können ihn stärker machen. Er muss nur mutig bleiben und sich ihr nicht hingeben. Die dunkle Macht in ihm anzapfend, stößt Rico aus seiner Trance heraus und besiegt Sora, der sich als verkleideter Sexion entpuppt. Schwer verletzt entkommt der Niemand zurück ins Schloss, wo Axel und die Rico-Kopie bereits auf ihn warten. Axel verspricht der Kopie, eine eigene Persönlichkeit zu werden, wenn es ihm gelingt, eine Kraft zu erlangen, die dem echten Rico fehlt. So manipuliert stürzt Rico sich auf den geschwächten Sexion und entzieht ihm die verbleibende Lebensenergie. Laut Axel weiß er schlichtweg zu viel. Zurück im Schloss wird Rico ein weiteres Mal von Ansem übermannt und ein weiteres Mal von König Mickeys Licht gerettet, der einen Weg gefunden hatte, das Schloss nun auch betreten zu können. Eine Karte von Twilight Town war im Reich der Dunkelheit aufgetaucht, die Mickey nun an Rico weitergibt. In der Nachbildung von Twilight Town angekommen, stellt sich ihm ein weiteres Mal Ansem entgegen. Allerdings wird Rico schnell klar, dass es sich nicht um den echten handelt, sondern um die Person, die ihn bereits die ganze Zeit angeleitet hatte, um sich seiner Dunkelheit zu stellen. Der vermeintliche Ansem wirft daraufhin seine Verkleidung ab und präsentiert sich als Diz, der erklärt, dass sich Rico gerade auf der Schwelle zwischen Licht und Dunkelheit befindet, dem Zwielicht oder Twilight. Schon bald würde er auf das Mädchen Namine treffen, die dafür bestimmt ist, ihm bei der Wahl seines Weges zu helfen. Ihn mit dieser mysteriösen Anweisung alleine zurücklassend, trifft Rico vor dem alten Anwesen der Stadt auf seine Kopie, die erzürnt darüber ist, dass sein Original die Angst vor der Dunkelheit abgelegt hat, während er selbst seine Erinnerungen, Gefühle und selbst seine neuen Kräfte nichts weiter als Leihgaben anderer sind. Um endlich eine vollwertige Person sein zu können, müsse er den echten Rico vernichten und greift an.
Frei von Malushas Einfluss ist Namine nun in der Lage, die Erinnerungen von Sora, Donald und Goofy wiederherzustellen. Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Wiederherstellen ihrer alten Erinnerungen wird zum Vergessen der neuen Erinnerungen führen, die sie seit Betreten des Schlosses gemacht haben. Sich des Opfers bewusst, entschließen sie sich dafür und werden von Namine zu einer riesigen Kapsel geführt, in der die drei schlafen würden, bis ihre Erinnerungen wiederhergestellt waren. Jiminy Grille, der Sora als Chronist begleitet, hinterlässt die Notiz „Dank Namine" in seinem Tagebuch und Sora selbst verspricht Namine, sie eines Tages wiederzufinden. Auch wenn er sie selbst vergessen sollte, so würde sich sein Herz doch für immer an dieses Versprechen erinnern. Sora steigt also in die Kapsel und als er beginnt, in den Schlaf abzudriften, kehren die Erinnerungen an seine Freunde zurück. Nicht zuletzt Kairi, die das Licht in sein Dunkel bringt. Die Rico-Kopie liegt inzwischen besiegt auf dem Boden, im Begriff sich aufzulösen. Sie fragt sich, was wohl mit einem Herzen wie dem seinen passiert, wenn es stirbt. Rico ist sich sicher, dass es auch einen Ort für solche Herzen gibt und dass es vielleicht sogar derselbe ist, an den Ricos Herz irgendwann gehen wird. Erheitert von der Erkenntnis, dass er wirklich eine perfekte Kopie ist, verschwindet er. Roxas befindet sich nach wie vor in einem Koma und wird regelmäßig von Xion besucht, die ihm von den Welten berichtet, die sie gesehen hatte. In Gesellschaft des Souvenirs von dort träumt Roxas von Sora, der mit seinem Glücksbringer in der Hand in der weißen Kapsel schläft. Die weiße Kapsel, die nun auch Rico entdeckt, deren Zweck ihm von Namine erklärt wird. Auch stellt ihn dieses Aufeinandertreffen vor eine wichtige Entscheidung. Soll Namine ihre Kräfte nutzen, um sein Herz vor der Dunkelheit zu versiegeln und damit eine Rückkehr von Ansem unmöglich zu machen, oder soll er die Dunkelheit in sich konfrontieren? Er entscheidet sich gegen ein verschlossenes Herz und beschließt, Ansem persönlich gegenüberzutreten. Er bedankt sich bei ihr, dass sie ihm in Gestalt von Kairi geholfen hatte, sich seiner Dunkelheit zu stellen und bittet sie darum, sich um Sora zu kümmern, bevor er sie verlässt. Als Rico Schloss Oblivion endlich verlässt, warten König Mickey und Diz bereits auf ihn. Mickey kennt den verhüllten Mann zwar nicht, etwas an ihm kommt ihm aber bekannt vor. Um Organisation 13 daran zu hindern, ihn orten zu können, übergibt Diz Rico einen schwarzen Mantel, der ihn zudem vor der Dunkelheit schützen soll. Als letztes Geschenk überreicht er ihm eine Karte, die Ansem, Verführer der Dunkelheit, aus seinem Herzen heraus materialisiert. Der versucht sofort wieder Rico davon zu überzeugen, sich ihm hinzugeben, aber Rico entgegnet nur knapp, dass selbst das nicht genug war, um Sora gewachsen zu sein, und schaltet ihn aus. Bevor Ansem in einer Explosion aus Dunkelheit vernichtet wird, schwört er noch, eines Tages zurückzukehren. Mickey rettet Rico ein weiteres Mal aus der entstehenden Dunkelheit und die beiden beschließen fortan gemeinsam an ihren Zielen zu arbeiten. Sie verlassen Schloss Oblivion und werden draußen von Diz erwartet, der Rico an einer Kreuzung vor die Wahl stellt, die Straße des Lichts oder jene der Dunkelheit zu nehmen. Rico hingegen geht an ihm vorbei und nimmt die dritte Option, die Straße der Dämmerung. Diesen Ereignissen folgend erwacht Roxas endlich aus seinem Koma, nur um ein menschenleeres Hauptquartier vorzufinden. Xion findet ihn schließlich auf dem Uhrenturm in Twilight Town sitzend und übergibt ihm eine weitere Muschel. Sie hatte in jeder besuchten Welt nach einer für ihn gesucht. Beim Anhalten an sein Ohr hört er das Meer rauschen und wird von dem Bruchstück einer Erinnerung übermannt, die Sora und Kairi am Strand der Destiny Islands zeigt. Axel kehrt in der Zwischenzeit nach Twilight Town zurück und verschleiert seine Involvierung in Namines Entkommen. Xemnas präsentiert den verbliebenen Organisationsmitgliedern die gewaltige Menge an Herzen, die Roxas beim Besiegen der Herzlosen auf seinen Missionen angesammelt hatte. Die Menge reicht aus, um ein künstliches Kingdom Hearts zu erschaffen, mit dem Xemnas ihm und seinen Leuten ihre Herzen und damit ihre Menschlichkeit zurückbringen möchte. Saix beobachtet besorgt die sich vertiefende Freundschaft zwischen Axel und Xion und entsendet die beiden auf eine neue Mission nach Schloss Oblivion. Sie sollen für Xemnas nach der Kammer der Ruhe suchen. Durch Xion, die im Schloss entstanden ist, erhoffen sie sich neue Erkenntnisse. Saix allerdings vertraut Xemnas und seinen Absichten nicht und möchte mit dem Finden der Kammer die Oberhand für seine eigenen Ziele festigen. Eine Kammer, in der immer noch Ventus ruht. Rico derweil verfolgt zusammen mit Diz und einer schwarzen Augenbinde die Aktivitäten der Organisation, auf der Suche nach einer Möglichkeit, Soras Erinnerungen wiederherzustellen. Xion entdeckt ihn, hat im Kampf aber keine Chance. Bei einem genauen Blick ist Rico entsetzt darüber, dass das Mädchen nicht nur mit einem Schlüsselschwert kämpft, das dem von Sora gleicht, sondern auch darüber, dass sie Kairi verblüffend ähnlich sieht. Saix ist enttäuscht von ihrer Niederlage und nennt sie einen Fehler, den sie nie hätten machen sollen.
Bei einer Ruhepause auf dem Uhrenturm stellt sie, ebenso wie Roxas, die Notwendigkeit für ein eigenes Herz in Frage und ist weit mehr daran interessiert, ihre wahre Berufung zu erfahren. Roxas kann ihr dabei nicht helfen, erwähnt aber eine Bemerkung Xigbars, der ihn und Shion als außergewöhnlich bezeichnet hatte. Der Stress dieser Identitätskrise lässt Shion selbst in ein Koma fallen, sodass es dieses Mal an Roxas ist, ihr Muscheln als Beistand zu bringen. 20 Tage später träumt Shion von dem Moment, in dem Sora Kairis Herz aus seinem Inneren freigelassen hatte, um ihr neues Leben einzuhauchen. Die Bilder lassen sie aufwachen und sie beschließt sogleich, Axel und Roxas auf ihrer nächsten Mission zu begleiten. Dazu kommt es jedoch nicht, da sie kurz darauf bereits vor ihnen zusammenbricht, überwältigt von weiteren auf sie einströmenden Erinnerungen, die in dem Moment gipfeln, in dem Kairi Sora den Glücksbringer übergeben hatte. Sie zurück ins Schloss bringend, erwacht sie gerade rechtzeitig, um Axels Geständnis zu hören, dass sie und Roxas seine besten Freunde seien. 3 Freunde, die von Namine gezeichnet werden. Zusammen mit Diz hatte sie Soras Kapsel in ein Zimmer des alten Anwesens in Twilight Town gebracht, um ihn vor der Organisation zu verstecken. Einige von Soras Erinnerungen fehlen nach wie vor und Namine vermutet, dass der Niemand Shion dahinter steckt, der sie abgefangen haben muss. Ein Umstand, den Shion womöglich nicht überleben kann. Ihre Prophezeiung wird beinahe wahr, als Shion beim Seesalzeisessen auf dem Uhrenturm weitere Erinnerungen ereilen und sie ohne Roxas Eingreifen heruntergefallen wäre. Auf eigene Faust besucht sie schließlich Schloss Oblivion, in das man weder sie noch Roxas jemals gehen lässt. Kaum eingetreten wird sie wieder von Erinnerungen heimgesucht, die dieses Mal ihre eigenen sind. Vom Verlassen des Schlosses zusammen mit Saix. Als sie erwacht, trifft sie auf Axel, der versucht, sie zum Heimkommen zu überreden, um einer Bestrafung durch die Organisation zu entgehen. Shion ist allerdings fest entschlossen, ihrer Herkunft auf den Grund zu gehen und rennt tiefer ins Innere des Schlosses hinein. In einem der Räume des Gemäuers entdeckt sie einen leuchtenden Orb, der ihr die zweifelhafte Erkenntnis liefert, dass sie niemals diejenige war, die sie ist. Bei einem Treffen zwischen Namine und Riku erklärt sie ihm, dass Soras Erinnerungen durch seinen Niemand Roxas entweichen und sich in Shion festsetzen. Eine Entwicklung, die Soras Wiedererwachen verzögert. Die von den Erinnerungen im Schloss überwältigte Shion wird Wochen später von Riku am Strand der Destiny Islands gefunden. Nach ihrem Erwachen erklärt er ihr, dass all die Erinnerungen seinem Freund Sora gehören und er bittet sie, mit ihm zu kommen, um sie ihm zurückzugeben. Shion, im festen Glauben, dass ihre Freunde sie brauchen, lehnt ab und Riku lässt sie mit der Entscheidung alleine. Sie solle lediglich überlegen, wer sie mehr braucht und wohin sie wirklich gehört. Axel und Roxas, die die ganze Zeit vergeblich nach ihrer Freundin suchen, beschließen, den einzigen Ort aufzusuchen, den sie noch nicht durchforstet haben. Schloss Oblivion. Doch auch Roxas wird gleich nach dem Betreten von schweren Kopfschmerzen überwältigt, sodass Axel ihn zurück nach Twilight Town bringen muss. Dort ist es auch, wo sie Shion letztlich wiedersehen, allerdings an der Seite eines verhüllten Rikus und ohne die Absicht, zu ihnen zurückzukehren. Der Konflikt zwischen den Freunden artet in Gewalt aus und Axels Treue zur Organisation obsiegt letztlich, als er Shion ausnockt und ins Hauptquartier zurückbringt. Dort wird sie von Roxas abgeschirmt, der bis zu Xemnas geht, um nach Antworten zu verlangen. Der Xemnas, der in einer seiner Erinnerungen auftaucht. An der schwarzen Küste am Rande der Dunkelheit, wo er ihm seinen wahren Namen Sora enthüllt hatte. Auf die Frage, wer Sora ist, antwortet Xemnas nur kryptisch, dass es sich bei ihm um die Verbindung zwischen Roxas und Shion handelt. Er befiehlt Roxas, sich wieder seinen Pflichten zuzuwenden, mit dem Versprechen, dass auch Shion bald zur Arbeit zurückkehren würde. Gegenüber Saix offenbart er, dass Shions Entwicklung zwar den ursprünglichen Plänen für sie widerspricht, sie aber damit arbeiten können. Durch Shions wachsende Individualität und der Verbindung zu Roxas bleiben Soras Erinnerungen gefangen und verzögern somit seine Rückkehr. Um dieses neue Ziel zu erreichen, gibt er Saix den Auftrag, Riku von sowohl Roxas als auch Shion fernzuhalten. Diese Taktik trägt Früchte, als Namine feststellen muss, dass die Wiederherstellung von Soras Erinnerungen gestoppt ist. Diz beschließt daraufhin, die Samthandschuhe auszuziehen, da Niemande ohnehin nie hätten existieren sollen. Autsch, das war ziemlich gemein.
Wochen später wendet Shion sich an Axel, die sich Sorgen um Roxas macht, der von zunehmenden Erinnerungen geplagt schwächer wird, während ihre Kräfte zunehmen. Axel erklärt das gerade heraus damit, dass Shion nichts weiter als eine Kopie ist, die erschaffen wurde, um Roxas Fähigkeiten zu imitieren. Durch diese Verbindung saugt Shion Roxas nun die Energie aus. Doch nichtsdestotrotz ist sie mehr als eine Marionette, sie ist seine beste Freundin. Xemnas hingegen sieht die Situation pragmatischer. Das Einzige, das zählt, ist, dass Sora seine Energie verliert. Da sowohl Roxas als auch Shion dafür geeignet sind, macht es keinen Unterschied, wenn einer von ihnen den anderen zerstört. 30 Tage darauf genießen Axel, Shion und Roxas ihre letzten friedlichen Augenblicke zusammen, während im alten Anwesen das komplette Stoppen von Soras Wiederherstellung Riku zum Handeln zwingt. Am folgenden Tag wird Axel zusammen mit Sigba und Shion auf eine Mission entsandt, während Roxas auf eine Einzelmission geschickt wird. Bei den 3 Organisationsmitgliedern kommt es zum Kampf, in dem Shion Sigba besiegen kann. Sie offenbart Axel, dass die einströmenden Erinnerungen ihr Erscheinungsbild verändert haben und sie keinen anderen Ausweg mehr sieht, als die Organisation zu verlassen. Widerwillig lässt Axel sie ziehen. Als Roxas später nach ihr fragt, offenbart Axel auch ihm die Wahrheit, dass Shions Existenz die von Roxas bedroht, was der aber nicht wahrhaben möchte. Bei einem Treffen mit Riku teilt Shion ihm ihre Entscheidung mit, dass sie nicht einfach alles aufgeben kann, das sie liebt. Entsprechend schickt Riku sie zu Namine nach Twilight Town. In der Zwischenzeit ruft Xemnas seine Mitglieder zusammen und erklärt ihnen Vexens Replika-Programm, das Kopien erzeugt, die die Kräfte von Schlüsselschwertträgern nachahmen. Da sie erneut verschwunden ist, wird Axel damit beauftragt, Shion ein letztes Mal zurückzubringen. Xemnas warnt ihn davor, seine Befehle zu missachten oder zu versagen. Zur selben Zeit taucht auch König Mickey in Twilight Town auf und trifft auf Riku, der beim Versuch, seine Dunkelheit zu kontrollieren, das Erscheinungsbild von Ansem angenommen hat. Nur die Augenbinde schützt ihn vor der unfreiwilligen Verwandlung. Roxas derweil wird geplagt von den kürzlichen Ereignissen und fragt sich nun mehr denn je, wer oder was er eigentlich ist und warum er so entbehrlich für die Organisation ist. Als er seinen Freund zur Rede stellt, verweigert Axel ihm aber jegliche Antwort. Enttäuscht und sich betrogen fühlend, verlässt auch Roxas die Organisation, um die Wahrheit selbst herauszufinden. Einen Tag später kommt Shion bei Namine an. Das Bild an der Wand sehend, gibt sie zu, dass sie für immer mit Roxas und Axel zusammenbleiben möchte, allerdings nicht länger die fremden Erinnerungen für sich beanspruchen kann. Namine erklärt, dass Shion ein Teil von der Kairi ist, an die Sora sich erinnert und dass sie sich mit dem Zurückgeben der Erinnerungen auflösen wird. Ebenso werden Roxas und Axel jegliche Erinnerungen an ihre Existenz verlieren. Mutig akzeptiert Shion ihr Schicksal und bittet Namine, an ihrer Stadt über Roxas zu wachen. Bevor es jedoch zu der Prozedur kommen kann, taucht Dis auf, um ihnen mitzuteilen, dass die Organisation ihr Versteck gefunden hätte. Shion eilt hinaus und findet Axel vor, der ein inneres Gefecht zwischen seinen Verpflichtungen gegenüber der Organisation und seiner Freundschaft zu Shion austrägt. Der daraufhin ausbrechende Kampf endet damit, dass Axel sie mit letzter Kraft zur Organisation zurückbringen kann, wo Xemnas sie in Empfang nimmt. Am nächsten Tag gesellt sie sich jedoch zu Roxas und enthüllt, dass ihr eigenes Erscheinungsbild dem von Sora gewichen ist. Dem Sora, dem sie nun seine gesammelten Erinnerungen zurückbringen muss, da sie zu diesem Zweck erschaffen wurde. Doch ein letztes von Soras Teilen muss noch aufgesammelt werden: Roxas selbst. Im erbitterten Kampf, der daraufhin losbricht, zieht Shion letztlich den kürzeren und beginnt sich in Erinnerungsfragmente aufzulösen. Roxas bleibt bei ihr, obgleich die eigene Erinnerung an seine Freundin bereits nachlässt und er sich nicht mehr genau daran erinnern kann, wer sie ist. Bevor sie verschwindet, bittet sie Roxas, die gesammelten Herzen im neuen Kingdom Hearts freizusetzen, bevor Xemnas sie einsetzen kann. Er und Axel sind ihre besten Freunde. Das soll er nie vergessen. Das Einzige, das von ihr zurückbleibt, ist eine einzelne Muschel, die eine letzte Erinnerung an Shion auslöst. Der nächste Tag ist Roxas 358. Tag seit seinem Beitritt der Organisation 13 und er kehrt zurück zum Schloss, das niemals war, um Xemnas aufzuhalten und Antworten zu finden. Als die Herzlosen ihn auf dem Weg angreifen, beschwört er gleich 2 Schlüsselschwerter herauf. Das wird dadurch möglich, dass Shion nun keinen Einfluss mehr auf die Herzen von Ventus und Sora in seinem Inneren ausübt. Riku beobachtet ihn, woraufhin Roxas wissen will, warum er ihn aufzuhalten versucht.
Daraufhin erklärt Riku, dass er Soras fehlende Erinnerungen zurückbringen muss. Doch Roxas dem entgegensteht mit seinem entbrannten Verlangen danach, Kingdom Hearts freizusetzen und Shion samt dem Leben mit seinen Freunden zurückzubringen. Als Riku dem Jungen unterliegt, beschließt er, die Dunkelheit in sich freizusetzen, auch auf die Gefahr hin, dass sie ihn für immer verändern wird. In dieser neuen Form hat Roxas keine Chance mehr gegen ihn, und als er langsam das Bewusstsein verliert, lösen sich auch die letzten Reste seiner Erinnerungen an Shion vollständig auf, die ihm in Gedanken noch zuruft, dass ihre gemeinsamen Erlebnisse für immer bestehen bleiben werden. In Sora. Diz und Riku nutzen die Bewusstlosigkeit von Roxas aus, um ihn in einer virtuellen Version von Twilight Town unterzubringen, in der er keine Erinnerungen an die Zeit in der Organisation hat. Roxas würde im festen Glauben daran erwachen, ein normales Kind zu sein, das mit seinen Freunden die Sommerferien durchlebt. Nichts davon ahnend, dass er sich in einer simulierten Datenwelt befindet, erwacht Roxas in seinem Zimmer. Zusammen mit seinen Freunden Hana, Olette und Pence leitet er die letzte Woche der Sommerferien ein. Die Gruppe beschließt, ihre Namen reinzuwaschen, nachdem man ihnen eine Reihe von verschwundenen Gegenständen in der Stadt anhängt. Pence jedoch bemerkt, dass die geschossenen Fotos auf seiner Kamera verschwunden sind, und noch dazu wurde auch das Wort Foto selbst gestohlen, sodass keiner von ihnen es mehr aussprechen kann. Bei einem Aufeinandertreffen mit dem Rüpel Cypher wird die Kamera von einem flinken Niemand gestohlen, der Roxas damit zum Tor des alten Anwesens lockt, wo das Schlüsselschwert plötzlich in seiner Hand erscheint. Als er damit den Niemand besiegt, tauchen die gestohlenen Fotos wieder auf. Und beim Durchsehen fällt seinen Freunden auf, dass es sich ausschließlich um Bilder von Roxas handelt. Fast so, als würde jemand ihn stehlen wollen. Als Roxas Tag sich dem Ende zuneigt und er Soras Stimme hört, beobachten Diz und Riku in der echten Welt, wie Organisation 13 versucht, ihre Simulation zu manipulieren, während Soras Wiederherstellung erst bei 12% angekommen ist. Am nächsten Tag beschließen Roxas und seine Freunde, Geld zu verdienen, um einen Ausflug zum Strand machen zu können. Nach einem arbeitsreichen Tag muss Roxas am Bahnhof aber feststellen, dass sein Geldbeutel fehlt. Er vermutet, dass die Gestalt im schwarzen Mantel sie ihm gestohlen haben muss, mit der er vorhin zusammengestoßen war. Auch wenn seine Freunde felsenfest davon überzeugt sind, dass da niemand gewesen ist. Ihren Ausflug abgeblasen, geben sie das Geld für Eis aus. Doch Roxas lassen seine zweifelhaften Erinnerungen an den Mann in Schwarz nicht los. Nun meint er sich sogar daran erinnern zu können, dass er nach dem Zusammenstoß „Kannst du Sora spüren?" sagte. Mit Soras Wiederherstellung bei 28% angekommen, spielt Riku mit der gestohlenen Geldbörse herum. Diz hatte ihn in die Simulation geschickt, um den Ausflug zu verhindern, da ein weiterer Ort auch zusätzliche Angriffspunkte für die Organisation bedeuten würde. Roxas wird von Erinnerungen an Soras Abenteuer und Freunde geplagt, und für einen Augenblick entsteht auch eine Verbindung zu Namine, die aber sogleich abbricht, als er sich nach ihr umdreht. Einen neuen Tag starten, zieht Roxas los, um seine Freunde erneut am Bahnhof zu treffen. Unterwegs laufen ihm Olette und Pence über den Weg, die aber plötzlich in ihrer Bewegung einfrieren. In diesem Moment taucht Namine auf, die Roxas zumindest einmal treffen will. Als sie daraufhin geht, nimmt die Zeit wieder ihren gewohnten Lauf. Seine Pläne für den Tag vergessend, folgt er dem Mädchen in Richtung des verlassenen Anwesens, wo er von niemandem überrascht wird. Als er feststellt, dass gewöhnliche Waffen ihn nichts anhaben können, ertönt Namines Stimme und empfiehlt ihm, das Schlüsselschwert zu nutzen. In der brenzligen Lage wird Roxas auf die mysteriöse Glassäule versetzt, auf der damals Soras Abenteuer begonnen hatte. Das Schlüsselschwert materialisiert sich in seiner Hand und passend dazu erscheint ein riesiger Niemand, an dem er es ausprobieren kann. Nach dem Kampf erscheint Namine erneut, stellt sich vor und fragt Roxas, ob er sich inzwischen an seinen wahren Namen erinnern kann. Doch just in dem Moment taucht Riku auf und zerrt sie davon, den nach Antworten verlangenden Roxas zurück nach Twilight Town stoßend. In der nächsten Nacht träumt Roxas wieder von Sora und dessen Versprechen an Kairi, während sich die Erinnerungen zunehmend mit seinen eigenen vermischen und er seine Identität in Frage stellt. Während eines Kampfturniers in der Stadt stoppt erneut die Zeit und Roxas muss sich den auftauchenden Niemanden stellen, bevor eine in schwarz verhüllte Gestalt auftaucht. Dieses Mal nicht Riku, sondern Axel. An den Jungen appellierend, dass die Zeit knapp sei, versucht er ihn zum Mitkommen zu überreden, notfalls auch mit Gewalt. Bevor es jedoch dazu kommen kann, taucht Diz auf und ermahnt Roxas, Axel nicht zu vertrauen.
Die gegensätzlichen Anweisungen drohen Roxas zu überwältigen, als die Welt um ihn herum wieder zur Normalität zurückglitscht und Roxas als Sieger des Turniers gefeiert wird, der gegen den amtierenden Champion Setzer antreten und gewinnen darf. Auf dem Uhrenturm den Sieg feiern, zerlegt Roxas die gewonnene Trophäe und übergibt jedem in der Gruppe einen der Kristalle als Zeichen der Freundschaft. Als er jedoch seinen eigenen Kristall näher in Augenschein nimmt, verliert er den Halt und fällt vom Turm herunter. Zu dieser Zeit auf den Destiny Islands ist Kairi in Gedanken versunken, an die Jungs, mit denen sie aufgewachsen ist. Die Erinnerungen an Riku sind glasklar, doch sie kann sich weder an den Namen noch an das Gesicht des anderen Jungen erinnern, dessen Präsenz sie deutlich spürt. In seiner Panik versucht Roxas während dem Fall Kontakt zu Namine aufzunehmen, erreicht stattdessen aber Kairi. Daraufhin ertönt Soras Stimme in ihrem Kopf, der stichelt, dass sie ihn so schnell vergessen konnte. Als Hinweis auf seinen Namen gibt er ihr den Anfangsbuchstaben S mit. Kairi erinnert sich zumindest an ein Versprechen, das die beiden sich gegeben haben, schreibt dem unbekannten Jungen einen Brief und schickt ihn per Flaschenpost aufs Meer hinaus. Sie glaubt fest daran, dass ihre Nachricht ihn erreichen wird, bevor sie sich endlich an den Namen erinnert. Sora. Als Roxas am nächsten Tag unverletzt und wie gewohnt in seinem Bett erwacht, muss er sich fragen, welche seiner Erfahrungen real sind und welche nichts weiter als Träume. Passend dazu beschließen die Freunde an diesem Tag, die 7 mysteriösen Wunder von Twilight Town zu untersuchen. Während diese sich nach und nach als Unsinn entpuppen, wird Roxas allerdings mit wirklichen Wundern konfrontiert, wie aus einer Wand schießenden Bällen, sich multiplizierenden Klassenkameraden oder sein eigenes Spiegelbild, das aus einem Wasserfall heraustritt. Auch eines der ursprünglichen 7 Wunder ist dahingehend wunderhaft, dass lediglich Roxas den sogenannten Geisterzug sehen kann. Um Herr all dieser Verwirrung zu werden, besteht er darauf, auch noch das letzte der Wunder zu erkunden, das alte Spukanwesen. Am Tor stehend entdeckt er Namine im Fenster und wird zu ihr transportiert, sodass sie ihm etwas reinen Wein einschenken kann. Sie erklärt, dass Roxas eine Hälfte dessen bildet, was Sora ist, und dass beide sich wieder vereinen müssen, um ganz zu werden. Die Wiederherstellung wie geplant voranschreiten lassen, gibt es Riku die Anweisung, Namine loszuwerden, da sie, genau wie Roxas, nie hätte existieren dürfen. Mit einem Wiederherstellungsfortschritt von 97% ändert sich auch einiges für Roxas, der nun mit Sora zu verschmelzen scheint. Als er seine Freunde besucht, nehmen diese ihn gar nicht wahr, so als wäre er ein Geist. Und als er ihr Versteck verlässt, taucht ein weiteres Mal Axel auf, der den Befehl erhalten hat, Roxas entweder zurück zur Organisation zu bringen oder ihn zu vernichten. Bevor es aber zu irgendetwas davon kommen kann, bleibt erneut die Zeit stehen und die Stimme von Dis beordert Roxas zum Anwesen, da die Zeit gekommen ist. Das Tor, in Anlehnung an eine Erinnerung von Sora, mit seinem Schlüsselschwert öffnend, trifft er im Inneren des Anwesens erneut auf Namine, die ihm von Organisation 13 und Kingdom Hearts erzählt, bevor sie ihm versichert, dass er nicht verschwinden, sondern zusammen mit Sora ganz werden wird. In diesem Moment tauchen Dis und Riku auf und ersterer besteht darauf, dass ein Niemand kein Anrecht auf die Wahrheit hat, weshalb sie Namine davonzerren. Überwältigt von seinen eigenen wiedererwachten Erinnerungen an die Organisation und seinen Kampf gegen Riku, zerstört Roxas in einem Wutausbruch den Kontrollraum, nur um daraufhin ein letztes Mal auf Axel zu treffen, der nicht aufgibt. Sich auch wieder an seine Fähigkeit, 2 Schlüsselschwerter herbeirufen zu können erinnernd, kann er seinen besten Freund besiegen, der sich auflöst und hofft, Roxas in einem anderen Leben wiederzutreffen. Tiefer in das Anwesen hinabsteigend entdeckt er die Kapseln, in denen Donald und Goofy schlafen, bevor er in einem grellen Raum auf Dis trifft, der ihn als Werkzeug bezeichnet, um Organisation 13 zu zerschlagen. Wütend über diese Entmenschlichung greift Roxas ihn an, muss aber feststellen, dass Dis nichts weiter als eine Datenprojektion ist, die Roxas empfiehlt, etwas von diesem Hass an Sora weiterzugeben, der zu gut für sein eigenes Wohl ist. Mit Dis Verschwinden öffnet sich auch die Kapsel und offenbart Roxas den Jungen, der für seine Entstehung verantwortlich ist. Sora erblickend gibt sich Roxas seinem Schicksal hin. Ich beneide dich. Meine Sommerferien sind wohl vorbei. Während Mickey Mouse am Bahnhof von Twilight Town ankommt, erwacht Sora endlich und trifft auf seine Freunde. Die Ereignisse in Schloss Oblivion aus ihrem Gedächtnis gelöscht, können sie sich lediglich noch daran erinnern, Ansem besiegt zu haben. Jiminy's Tagebuch gewährt auch nicht mehr Aufschluss, sondern verwirrt sie mit der Nachricht, dank Namine noch mehr.
Vor dem Bahnhof der Stadt werden die Freunde von niemanden übermannt, vor denen König Mickey sie retten kann. Der übergibt Sora einen Geldbeutel und weist sie an, den Zug zu besteigen. Bevor es dazu kommt, tauchen die echten Hayna, Pence und Olette auf, nach deren Vorbild ihre Datenversionen entstanden sind, und wollen sich verabschieden, weil sie eine unerklärliche Verbindung zu Sora spüren. Auch in dem keimt das Gefühl auf, sodass er vor Trauer eine Träne vergießt, die er sich nicht erklären kann. Von einem Hügel aus beobachten Axel, Naminé und Rico den davonfahrenden Zug. Ihre Hilfe in Schloss Oblivion nicht vergessend, ignoriert Rico die Befehle von Diz und lässt beide entkommen, anstatt sie auszulöschen. Axel akzeptiert seine neue Aufgabe, Naminé zu beschützen. Der Zug derweil lässt Sora, Donald und Goofy am mysteriösen Turm heraus, wo ein Katakalo vor der Tür plant, den mächtigen Meister des Turms zu einem Herzlosen für Malefiz zu machen. Die Freunde lachen ihn aus, da er offenbar noch nichts von Malefiz Niederlage erfahren hatte. Oben angekommen erklärt Yen Sid das Fortbestehen der Herzlosen damit, dass auch die Dunkelheit in den Herzen weiter Bestand hat. Ebenfalls stellt er ihnen die Niemande vor, die von Organisation 13 zum Erreichen derer geheimnisvoller Ziele gesteuert werden. Die Feen im Nebenraum kleiden Sora neu ein, denn man ist ja in all der Zeit gewachsen, und verleihen dem frischen Zwirn auch magische Fähigkeiten, wie das Einsetzen von 2 Schlüsselschwertern. Obgleich die Pfade zwischen den Welten geschlossen wurden, beteuert Yen Sid, dass das Gummischiff sie auf neue Pfade führen wird, während die Feen im Nebenraum Malefiz Umhang bemerken und sie sich durch die Erinnerung an sie durch die Zeit dorthin bewegen kann. Soras erster Stopp ist Hollow Bastion, das nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das Wiederaufbaukomitee hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt und den umliegenden Radiant Garden wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Auch findet Erwähnung, dass sie alle Sora vergessen und sich dann kürzlich alle auf einmal wieder an ihn erinnert haben. Leon präsentiert ihnen daraufhin die gewaltige Armee aus Herzlosen, die sich um das Schloss herum versammelt hat, als Organisation 13 auftaucht und ihnen auch noch eine Horde Niemande auf den Hals hetzt. Sie können die Bedrohung mit Leons Hilfe eindämmen, und Soras Schlüsselschwert meldet sich, um einen der neuen Pfade zu öffnen, von denen Yen Sid gesprochen hatte. Auf seinen Reisen durch die diversen Disney-Welten muss sich Sora nun auch einzeln den Organisationsmitgliedern stellen, die von Xemnas angeleitet wurden, Soras neues Abenteuer unvergesslich zu machen. Während er von ihnen wichtige Einblicke in die Organisation und ihr Ziel rund um die Erstellung von Kingdom Hearts bekommt, beschließt Kairi am Strand der Destiny Islands, dass stupides Warten sie nicht weiterbringt. Wie in Reaktion auf diesen Entschluss erscheint Axel, der sie ermutigt, ihren Träumen nachzujagen und ihr einen Weg anbietet, zu Sora zu gelangen. Bevor sie seine Hand jedoch ergreifen kann, wird sie von dem mitgekommenen Pluto abgelenkt und von plötzlich auftauchenden Niemanden in ein anderes, sich öffnendes Portal getrieben. Am anderen Ende des Korridors der Dunkelheit dreht sie sich noch einmal um und erblickt eine verhüllte Gestalt, die mit dem Schließen des Korridors verschwindet. Benommen aufwachend findet Kairi sich umgeben von Pluto, Hayna, Pence und Olette in Twilight Town wieder, wohin auch Sora, Donald und Goofy zurückkehren, um Cyphers Gang vor einer Horde Niemande zu beschützen. Daraufhin taucht Sykes auf, der sich auf der Suche nach Axel befindet. Axel, dessen Ziel es laut ihm ist, Sora in einen Herzlosen zu verwandeln, und der Kairi folgt und sie entführt. Dieses erneute Versagen, sie zu beschützen, lastet schwer auf Sora, eine Gefühlslage, die Xemnas plant, zu seinem Vorteil zu nutzen. Zurück im Gummischiff werden die Helden von einer darüber schwebenden Wolke der Dunkelheit erneut nach Hollow Bastion gelockt. Auf der Suche nach neuen Informationen durchsuchen sie zusammen mit Sid und Leon den kürzlich entdeckten Computer von Ansem, nur um dabei digitalisiert und in die Welt von Tron hereingezogen zu werden. Der ist im Kampf gegen das Master Control Programm auf der Suche nach einem Passwort, das Sora erst in der realen Welt hinter einem Gemälde entdeckt: Door to Darkness, Tür zur Dunkelheit. Trons Welt so rettend, stößt König Mickey zu ihnen und erklärt, dass der vermeintliche Ansem, gegen den sie gekämpft hatten, in Wirklichkeit Xehanots Herzloser war. Der echte Ansem, Ansem der Weise, wird hingegen vermisst. Auch bringen sie so in Erfahrung, dass der Anführer von Organisation 13, Xemnas, niemand Geringeres ist als Xehanots Niemand. Die verwirrende Stammbuchreise wird unterbrochen, als ein gewaltiger Schwall von sowohl Herzlosen als auch Niemanden das Schloss angreifen, und überraschenderweise kämpft Malefiz dieses Mal auf ihrer Seite, um den Plänen der Organisation dazwischen zu funken. Während des Kampfes wird Goofy von einem Felsen am Kopf getroffen und seine Freunde befürchten bereits das Schlimmste, doch glücklicherweise kann er sich erholen.
Die Ablenkung ausnutzend betritt Xemnas den Computerraum von Hollow Bastion, legt eine Disk ein und nutzt das Passwort Another, ein Anagramm von Xehanorts Namen, wenn man das X abzieht, um ein ominöses System zu aktivieren und damit auch eine Geheimtür zu öffnen. Auf seinem Weg die lange Wendeltreppe hinab erinnert er sich an ein lange zurückliegendes Gespräch. Xehanort bat damals um Erlaubnis, mit seiner Forschung an Türen und dem Herzen aller Welten fortfahren zu dürfen, was Ansem der Weise vehement aufgrund der Gefahr dahinter verbat. Am Ende des Weges angekommen, nimmt Xemnas auf einem weißen Thron Platz und aktiviert damit Ketten, die sich zu einer auf dem Boden liegenden blauen Rüstung erstrecken. Die Rüstung, die Aqua gezwungen war abzulegen. Die im Schloss, das niemals war, verbliebenen Organisationsmitglieder sind verärgert über Xemnas ständige Abwesenheit, um diese Kammer der Ruhe aufzusuchen. Auch die Gespräche, die ihr Anführer regelmäßig mit einer unsichtbaren dritten Partei führt, sind verdächtig und legen nahe, dass er nach seinem anderen Freund aus der Kammer des Erwachens sucht. Und jemand, der das ganze Große kennt, mag dadurch beinahe vermuten, dass Terra in ihm noch eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Sora und seine Freunde werden derweil in die Schlacht gegen die 1000 Herzlosen verwickelt, nach der Xemnas auf sie wartet, sogleich aber durch einen Korridor der Dunkelheit entkommt. Mickey schafft es gerade noch, nach ihm hineinzuspringen, doch Sora bleibt ohne neue Informationen über Riku oder Kairi zurück. Axel will dem scheinbar Abhilfe schaffen und erklärt den Plan der Organisation, Sora für sie mit seinem Schlüsselschwert Herzlose töten zu lassen, um auf diesem Weg Kingdom Hearts fertigzustellen. Das Aufeinandertreffen wird noch chaotischer, als Saix auftaucht, um Axel den Mund zu verbieten, und dann Malefiz ihren Auftritt hat, die Kingdom Hearts für sich selbst beanspruchen möchte. Stattdessen opfert sie sich als Ablenkung, um Sora und seinen Freunden die Flucht zu ermöglichen, sodass sie einen Weg finden können, um Organisation 13 zu vernichten. Angesichts der neuen Tatsachen vermeidet Sora allerdings den Einsatz seines Schlüsselschwertes, und als die Gruppe von Herzlosen eingekesselt wird, taucht unter ihnen ein Portal auf, das sie in einen dunklen Raum transportiert. Eine verhüllte Gestalt lässt dort eine Kiste für sie zurück, die ein Foto von Roxas mit seinen Freunden vor dem Tor des alten Anwesens enthält. Das ebenfalls beiliegende Seesalzeis verwandelt sich in den Ausgang. An dem Ort, an dem das Foto geschossen wurde, treffen sie auf Hayna, Pence und Olette, die ein Gerücht untersuchen möchten, laut dem sich im Anwesen ein Durchgang zu einer parallelen Version von Twilight Town verbergen soll. Eine Vorstellung, die davon gefestigt wird, dass die Anwesenden doppelte Gegenstände hervorbringen, die einzigartig sein sollten. Beim Angriff der auftauchenden Niemande kehrt auch Mickey zu ihnen zurück mit der Information, dass Ansem der Weise scheinbar das Hauptquartier von Organisation 13 infiltriert hat. Auch kann er Sora versichern, dass Riku in Sicherheit ist. Von einem Versprechen gebunden, kann er aber nicht weiter darauf eingehen. Die Gruppe aktiviert im Keller des Anwesens den Computer und Sora, Donald, Goofy und Mickey lassen sich in das alternative Twilight Town transportieren. Dort in einen besonderen Korridor der Dunkelheit geratend, werden sie von einer endlosen Anzahl von Niemanden überrannt und können nur von Axels plötzlichem Auftauchen gerettet werden. Ihn nicht alleine lassen, stellen sie sich dem Kampf gemeinsam und Axel offenbart, dass er Kairi zwar entführt, dann aber an Saix verloren hatte. Als sie die Aussichtslosigkeit des Kampfes realisieren, sammelt Axel all seine Kraft und entlässt sie in einem gewaltigen Flammenmeer, das sämtliche Gegner pulverisiert. Eine Anstrengung, die zu viel für ihn ist. Im Sterben meint er, dass er Roxas zu gerne wiedergesehen hätte, weil der ihm das Gefühl gegeben hatte, ein Herz zu besitzen. Ein Gefühl, das auch von Sora ausgeht. Axel bereut seine vergangenen Handlungen und öffnet mit letzter Kraft ein Portal zur Welt, die niemals war, wo Kairi gefangen gehalten wird. Auf ihrem Weg zum Schloss wird Sora allerdings von seinen Freunden getrennt und von einer verhüllten Gestalt mit 2 Schlüsselschwertern angegriffen. Das Aufeinanderprallen ihrer Waffen befördert sie auf die Glassäule am sogenannten Ort des Erwachens, und erst nach Soras Sieg gibt die Gestalt sich als Roxas zu erkennen. Von seiner Niederlage in alte Erinnerungen getrieben, verwandeln sie sich in ein letztes Treffen zwischen ihm und Axel, um sich zu verabschieden. Roxas akzeptiert die Vereinigung mit Sora, der sich daraufhin erneut in den Straßen der Welt, die niemals war, wiederfindet, wo er aus Sicht von Donald und Goofy nie verschwunden ist. Im Verlies des Schlosses wird Kairi von Saix besucht, der gutheißt, dass sie das Feuer ist, das Soras Wut antreibt. Als er sie allerdings verlässt, taucht Namine auf und befreit Kairi mit Hilfe eines Korridors der Dunkelheit.
Bei der Berührung ihrer Hände entsteht ein grelles Licht, das Sora den Weg weist. Doch er ist nicht schnell genug, um Saïx aufzuhalten, der den Mädchen den Fluchtweg versperrt. Dafür steht ihnen ein anderer Retter bei und Kairi ist schockiert, als Namine ihn mit Riku anspricht. Fast so schockiert wie in dem Moment nach Saïx Flucht, als sie ihm die Kapuze abstreift und das Antlitz von Ansem, Verführer der Dunkelheit, enthüllt. Auch Sora hat nun endlich das Schloss betreten, nur um von Saïx mit einer Armee aus Herzlosen begrüßt zu werden. Diese Situation beobachtend, übergibt Riku Kairi ihr eigenes Schlüsselschwert und beide mischen sich in den Kampf ein, während Saïx von Malefiz und Carlo bzw. Pete abgelenkt wird, die das Schloss erobern möchten. Anderenorts im Schloss entdeckt Mickey Dis, der endlich seine Maske ablegt und sich als Ansem der Weise offenbart, während Sigba die letzte Hürde darstellt, bevor Sora endlich wieder mit Kairi zusammenfindet. Die muss ihn mit dem Umstand konfrontieren, dass sein ehemaliger Erzfeind im Raum in Wahrheit Riku ist, der sich seinem Freund in dieser Form eigentlich gar nicht hatte zeigen wollen. Während die Freunde sich für den anstehenden Kampf zusammenschließen, bauen Ansem und Mickey eine Gerätschaft auf, die Kingdom Hearts die gesammelten Herzen wieder entziehen und in Daten verwandeln soll. Doch da Herzen unberechenbar sind, bleibt der Ausgang ungewiss. Tiefer ins Schloss eindringend müssen sie zunächst Luxord und anschließend Saïx besiegen, die Sora damit ärgern, ihn Roxas zu nennen. Nachdem sich Saïx mit der Erkenntnis auflöst, nie sein Herz bekommen zu haben, erklärt Riku Sora, wer Roxas war, was er in seinem kurzen Leben getan hatte und dass auch er es war, der Riku zu seiner Transformation gezwungen hatte. Als die Gruppe zu Mickey und Ansem aufschließen, muss letzterer sich eingestehen, dass er die Natur von Herzen missverstanden hatte und sie weder beherrscht noch in Daten umgewandelt werden können. Daraufhin lässt sich Xemnas blicken, um eine Grundsatzdiskussion mit seinem ehemaligen Meister über ihre jeweiligen Ziele auszufechten. Der ist allerdings mit seiner instabilen Apparatur beschäftigt und schickt die Helden in Sicherheit, nachdem er sich bei Mickey für sein Handeln entschuldigt und in der folgenden Explosion verschwindet. Die in der Maschine extrahierten Herzen werden in alle Richtungen geschleudert und davon angelockt, erklimmt eine enorme Menge an Herzlosen die Wände des Schlosses. Von der Druckwelle ausgenockt erwachen Sora und die anderen kurz darauf wieder, um festzustellen, dass Riku seinen eigenen Körper zurück hat, der sich nun eingestehen muss, dass es ein Fehler war, alles auf eigene Faust bewältigen zu wollen. Von den Herzlosen und einem sich verdunkelnden Kingdom Hearts ins Innere des Schlosses getrieben, tauchen Malefiz und Pete erneut auf, um die Herzlosen für sie aufzuhalten, damit sie sich um Xemnas kümmern können. Den treffen sie am Altar des Nichts, wo er das zerstörte Kingdom Hearts betrachtet und von den Schlüsselschwertträgern verlangt, mehr Herzen für ihn zu sammeln. Er möchte von den Helden wissen, warum sie die Dunkelheit so sehr hassen und all jene wie ihn, die zwischen dem Licht und der Dunkelheit existieren. Mickey streitet den Hass ab und erklärt die Abneigung als Angst vor dem, das in der Dunkelheit lebt. Und Riku wirft dem Niemand vor, ihre Welten durcheinander zu bringen. Xemnas beendet die Unterredung, indem er Sora von seinen Freunden trennt, um ihm alleine entgegenzutreten. Doch unterliegt er dem Jungen letztlich, sodass Sora wieder am Altar des Nichts aufschlägt. Hier bemerkt die Gruppe dann auch, dass Xemnas überlebt hat und inmitten von Kingdom Hearts schwebt. Er verlangt dessen Kraft und verspricht im Gegenzug alles Notwendige zu tun, um es wieder herzustellen, inklusive dem Vernichten von allen, die sich ihm entgegenstellen. Vor den Helden erscheint eine Tür, die ins Innere von Kingdom Hearts führt. Während sie das letzte Mal noch auf unterschiedlichen Seiten einer solchen gestanden haben, stehen sie nun nebeneinander und nutzen ihre Schlüsselschwerter gemeinsam, um den Durchgang zu öffnen. Im Inneren finden sie sich in einer verzerrten Welt wieder und als Xemnas angreift, werden sie von Mickey und Kairi getrennt. Den auf sie herabstürzenden Gebäuden ausweichend, kämpfen sie sich bis zu Xemnas vor, der sich in eine roboterartige Apparatur zurückgezogen hat, die ausgeschaltet werden muss, bevor sie sich dem Niemand in seiner mächtigen Rüstung stellen können. Ihm den Gnadenstoß versetzend, werden sie alle zum Altar zurücktransportiert und während er sich auflöst, erklärt Xemnas, wie er nie in der Lage war, sich an andere Empfindungen als Wut und Hass zu erinnern, weshalb ihm Soras Beweggründe völlig unverständlich sind. Ihre Siegesfeier wird von der zerfallenden Welt unterbrochen und als Riku, nun getrennt vom Reich der Dunkelheit, keinen Korridor heraufbeschwören kann, erscheint Namine erneut und erledigt das für sie. Mickey, Goofy, Pluto und Donald gehen voraus, doch bevor der Rest ihnen folgen kann, treffen die geisterhaften Erscheinungen von Namine und Roxas aufeinander, die feststellen, dass sie jedes Mal zusammen sein können, wenn auch Sora und Kairi zusammen sind. Der schöne Moment wird nur davon getrübt, dass Kairi beim Betreten des Portals erneut von ihren Freunden getrennt wird und Sora samt Riku gestrandet zurückbleiben, als der Durchgang sich schließt.
Xemnas, so stellt sich heraus, hat immer noch nicht genug und hetzt ihnen einen gigantischen mechanischen Drachen auf den Hals, dem die Freunde in einem epischen Kampf die Stirn bieten müssen. Doch auch nach seiner erneuten Niederlage gibt er nicht auf und hält noch eine letzte finale Form für sie bereit, bis dieser unfassbar anstrengende ewige Bosskampf endlich ein Ende findet. Das damit eingeläutete Ende von Organisation 13 ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Niemande, die nun auftauchen und Sora sowie Riku auch noch ihr letztes Fünkchen an Energie rauben. Während Riku zusammenbricht und ihr Ende gekommen sieht, weigert Sora sich aufzugeben und hilft ihm wieder auf. Riku bekennt, immer neidisch auf Soras Fähigkeit gewesen zu sein, seinem Herzen zu folgen, während Sora zugeben muss, dass er Riku stets bewundert hatte und immer so sein wollte wie er. Von einem Licht geleitet finden sie sich an der schwarzen Küste wieder, wo sie sich endlich ausruhen können, bis eine Flasche vor ihnen angespült wird. Darin entdecken die Jungen Kairis Nachricht, die Sora die Verbindung zwischen seinem Herzen und dem von Kairi offenbart. Eine Erkenntnis, die vor ihnen die Tür zum Licht öffnet und sie am Strand der Destiny Islands zu Kairi, Mickey, Donald, Goofy und Pluto zurückführt. In einem romantischen Wiedersehen ist Sora endlich in der Lage, Kairi den Glücksbringer zurückzugeben, den sie ihm vor so langer Zeit zur Aufbewahrung überlassen hatte. Ein Moment, der auch zu einem glücklichen Wiedersehen zwischen Roxas und Namine führt. Zurück in Schloss Disney schwelgt Jiminy Grille in Erinnerungen an die vergangenen Abenteuer und entdeckt dabei in seinem Tagebuch einen Eintrag, der nicht von ihm stammt. Ihre Schmerzen werden heilen, wenn wir zurück zur Hilfe eilen. Um mehr herauszufinden, erteilt König Mickey den Befehl an Chip und Chap, das Tagebuch zu digitalisieren. Der Computer erstellt virtuelle Versionen der besuchten Welten, die aber kurz darauf schon von merkwürdigen Glitchblöcken eingenommen werden. Da die Daten des Tagebuchs offenkundig fehlerhaft sind, brauchen sie jemanden innerhalb dieser Daten, um den Glitch zu beheben. Naheliegend, dass sie dafür eine digitale Version von Sora erstellen. Als diese erwacht, müssen Mickey, Donald, Goofy und Jiminy über den Computer in der echten Welt beobachten, wie Sora auf eine verhüllte Gestalt trifft, die nicht auf seine Fragen reagiert. Angeleitet von Mickeys Stimme folgt Sora ihr und kommt auf den Destiny Islands aus, die voll von den großen schwarz-roten Blöcken sind. Parallel zu einem neuen Rätsel, das in Jiminys Tagebuch auftaucht, hört Sora während eines Bebens eine Stimme, die es ihm rezitiert. Sie bietet einen neuen Pfad an, wenn Sora das Leiden der Welt heilen kann. Beim darauf folgenden Einsatz seines Schlüsselschwerts werden die Zuschauer in der echten Welt geblendet und bemerken gar nicht, dass auch sie in diesem Moment digitalisiert und ins Tagebuch hineingezogen werden. Ebenso wie Pete, der im falschen Moment beschlossen hatte, das Disney-Schloss zu infiltrieren. Daten-Sora derweil trifft auf die mysteriöse Gestalt, die bekannt gibt, dass die Welt nun verbunden ist. Sowohl Sora als auch Mickey und Co. werden daraufhin mit weiteren verzerrten Erinnerungen konfrontiert, die Jiminy nie dokumentiert hatte, wie das Aufeinandertreffen von Rico mit Xehanorts körperlosem Herzlosen. Während dieser Szenen werden die Bewohner von Schloss Disney von Herzlosen angegriffen, die Mickey zwar abwehren kann, allerdings nur um daraufhin festzustellen, dass die Gruppe in dem Raum gefangen ist. Dieses Problem löst sich von alleine, als Sora im nachgebauten Wunderland erneut der verhüllten Gestalt folgt und dabei durch die Tür in Mickeys Bibliothek platzt. Nun realisieren auch der König und seine Untertanen, dass sie in die Datenwelt hineingezogen wurden. Als nun die dunkle Gestalt auftaucht, legt sie endlich ihre Kapuze ab und enthüllt einen aus Daten bestehenden Riku. Er beschreibt sich selbst als Personifizierung des Tagebuchs, die erstellt wurde, um die Geschichten darin vor den Bugs zu beschützen. Bugs, die beseitigt werden müssen, wenn sie je wieder in die reale Welt zurückkehren wollen. Sora nimmt sich der Aufgabe an und kämpft mit den digitalen Helden der verschiedenen Welten gegen die altbekannten Bösewichte, die sich die Bugs zunutze machen. Doch noch jemand anderes fuscht in der Datenwelt herum. Pete lässt sich blicken und erklärt stolz, dass er und Malefiz, die er zu sich gerufen hat, die Kontrolle über die Datenwelt an sich gerissen und die Verbindung zur echten Welt gekappt haben. Als dann die böse Fee persönlich auftaucht und Soras Schlüsselschwert zerstört, müssen Rico und Mickey eingreifen, um ihn zu beschützen. Malefiz plant sowohl die Daten als auch die echte Welt in Dunkelheit zu stürzen. Zu diesem Zweck nimmt sie auch Rico gefangen und verschwindet zusammen mit ihm und Pete. Letzteren gilt es nun nach Hollow Bastion zu folgen, da Sora ohne sein Schlüsselschwert keine weitere Welt befreien kann. Als er von sowohl Herzlosen als auch Bugblöcken eingekesselt wird, tauchen Goofy und Donald auf, um ihm zu helfen.
Diese sind Petes Macht über die Blöcke allerdings nicht gewachsen und Sora wird von seinen Worten getroffen, als er ihn als leere Hülle ohne Herz bezeichnet. Goofy und Donald streiten das aber ab und bezeichnen Daten-Sora als ihren Freund, mit dessen Herzen die ihren verbunden sind. Diese neu gefundene Freundschaft lässt das Schlüsselschwert stärker als zuvor zurückkehren, da es nun eine Manifestation der Verbindung ist, die er auf seinem Abenteuer gemacht hat und nicht mehr nur eine einfache Datenrekonstruktion. Dem fliehenden Pete alleine folgend stellt der Kater ihm einen verbuggten Riku als Gegner gegenüber. Darauf bedacht, seinen Freund nicht zu verletzen, kann er ihn anderweitig unschädlich machen, doch die Bug-Infizierung bleibt bestehen. Um Riku davon zu befreien, beschließt Sora, in Rikus Daten einzutauchen und die Bugs von innen heraus zu zerstören. In Rikus Innerem trifft er auf sein Bewusstsein, dass Sora eine Datei übergeben möchte, die von einer unbekannten dritten Partei in das Tagebuch eingefügt wurde. Doch trotz Rikus Beharren darauf weigert Sora sich, ihn im Stich zu lassen, sodass Riku beschließt, Portale zu seinen eigenen Erinnerungen zu öffnen, um darin nach der Ursache für die Bugs zu suchen, die sich als weitere Daten-Riku-Version manifestiert. Diese besiegt, lässt das Chaos in der Datenwelt nach und Riku kann Mickey, Donald, Goofy und Jiminy wieder in die reale Welt entlassen. Erst dort angekommen enthüllt Riku ihn, dass die Wiederherstellung des Tagebuchs zu seiner ursprünglichen Form auch die Abenteuer in der Datenwelt sowie ihre gemeinsame Erinnerung auslöschen wird. Betrübt von dieser Entwicklung versichert Sora ihn, dass die Verbindung in ihren Herzen jegliche Erinnerung überdauert. Kurz bevor die Wiederherstellung aber abgeschlossen werden kann, wird die Datenwelt von einem weiteren mächtigen Glitch heimgesucht, dessen Ursprung Daten-Soras Herzloser zu sein scheint, der bei Kairis Rettung entstand. Den aufsuchend entdeckt Sora Pete und Malefiz, die in einen Kampf mit dem mächtigen Herzlosen verwickelt sind, dann aber spurlos verschwinden. Im Gegenzug erscheint Mickey, um ihn im Kampf zu unterstützen und das Gleichgewicht der Datenwelt wiederherzustellen. Malefiz und Peach, schließlich zurück in ihrem eigenen Reich, besprechen die Ähnlichkeiten der Datenwelt zum Buch der Prophezeiung und einer möglichen Verbindung der beiden. Malefiz beschließt, die Kontrolle über die Datenwelt an sich zu reißen, in der Hoffnung, sich die Kräfte des Buchs anzueignen, um neue Welten heraufbeschwören zu können. Zwar konnten Mickey und seine Freunde nicht herausfinden, was die Botschaft "Ihre Schmerzen werden heilen, wenn wir zurück zur Hilfe eilen" bedeutet, aber sie erfreuen sich an der Dankesnachricht von Sora, nur um durch eine Übertragung von Daten-Riku überrascht zu werden, dem eine neue Welt bei sich aufgefallen war. Jemand musste dem Tagebuch diese zusätzlichen Daten hinzugefügt haben, nachdem es wiederhergestellt war. Mit seinen nun gelöschten Erinnerungen ist Sora keine große Hilfe in dieser Angelegenheit, weshalb Mickey beschließt, die Datenwelt erneut zu betreten, um das Rätsel aufzuklären. Nichtsdestotrotz braucht er dafür die Hilfe von Daten-Sora und dessen Schlüsselschwert, der einen Pfad zu Schloss Oblivion öffnen muss. Dort trifft Sora auf eine weitere verhüllte Gestalt, die ihm eine Karte als Zugang zu den Welten des Tagebuchs überreicht. Auf eine weitere Runde! Bei seinen Ausflügen in die verschiedenen Welten trifft er auf Illusionen derer Bewohner, vergisst diese nach dem Zusammentreffen aber sogleich wieder. Das ist eine Demonstration der verhüllten Gestalt, die Daten-Sora dazu anhält, sich von dem Schmerz freizumachen, der durch das Vergessen dieser Freunde entsteht, sodass er nicht von Dunkelheit übermannt wird. Sora aber, ganz er selbst, möchte an dem Schmerz festhalten, um sich dadurch irgendwann an seine vergessenen Verbindungen erinnern zu können. Den Schmerz über ihren Verlust zu spüren, sei besser, als überhaupt nichts für sie zu empfinden. Vermeintlich nicht mit dieser Argumentation einverstanden, verwickelt die Gestalt Sora in einen Kampf und enthüllt sich schließlich als Datenversion von Roxas, die ihr Original auf die Stärke ihres Herzens testen wollte. Seine Aufgabe damit erfüllt, verschmilzt Roxas wieder mit Sora und gibt ihm nicht nur seine Erinnerungen zurück, sondern auch den damit verbundenen Schmerz. Mit dem dazustoßenden Mickey findet Sora tiefer im Schloss die Datenversion von Namine, die sich als Urheber der mysteriösen Nachricht im Tagebuch enttarnt. Beim Reparieren von Soras Erinnerung war sie tief in seinem Herzen auch auf Erinnerungen von Menschen gestoßen, die mit ihm verbunden sind. Schmerzhafte Erinnerungen, die seinem Herzen schaden können, wenn man sie nicht vorsichtig behandelt. Um Sora auf diese Konfrontation vorzubereiten, hatte sie dem Tagebuch die zusätzlichen Daten, die Nachricht und die Bugs hinzugefügt, um zu lernen, den Schmerz akzeptieren zu können. Denn Sora ist der Schlüssel, um die Person zu retten, die mit diesen Erinnerungen in Verbindung stehen. Roxas, Axel, Xion, Terra, Aqua und Ventus. Wenn es an der Zeit ist, muss Sora diese Erinnerungen erwachen lassen und denen helfen, die mit ihnen verbunden sind.
Eine Nachricht, die Namine Miki mitgibt, um sie in der realen Welt an den echten Sora weiterzugeben. Nach einem herzlichen Abschied in seine Welt zurückkehrend, beginnt Miki sogleich die Botschaft in einem Brief an Sora festzuhalten. Ein Brief, der per Flaschenpost auf den Destiny Islands beim echten Sora und seinen Freunden ankommt, um sie auf ihr nächstes Abenteuer vorzubereiten. Einige Zeit darauf findet sich ein verhüllter Ansem der Weise an der schwarzen Küste wieder, wo er nach der Zerstörung seiner Maschine und seinem vermeintlichen Dahinscheiden gelandet war. Hier ist es auch, dass Aqua, die immer noch zum Umherwandeln im Reich der Dunkelheit verdammt ist, auf ihn trifft. Ansem jedoch kann sich ihr nicht vorstellen, da er jegliche Erinnerung daran verloren hat, wer er ist oder wie er dorthin gekommen war. Lediglich an einen Jungen kann er sich erinnern, der durch die Welten reist und deren Licht mit Hilfe eines Schlüsselschwerts beschützt. Aqua erinnert ihn an den Jungen. Von Hoffnung erfüllt fragt sie, ob es sich bei dem Jungen um Terra oder Ventus handelt, doch Ansem muss verneinen. Er enthüllt Aqua gegenüber, dass er von Rache übermannt dem Jungen und seinen Freunden schreckliche Dinge angetan hatte, und in einem Versuch der Wiedergutmachung versteckte er die Ergebnisse seiner Forschung in dem Jungen, während dieser schlief. Ansems Hoffnung ist, dass der Junge seine Fehler korrigieren kann und all jene retten wird, deren Leben er zerstört hatte. Denn viele, wie auch er selbst und Aqua, erwarten ihre Birth by Sleep, also ihre Geburt durch Schlaf, was einen Neuanfang darstellen soll. Auf ihre Nachfrage enthüllt Ansem den Namen des Jungen: Sora. Aqua ist zu Tränen gerührt und die lange zuvor verlorene Hoffnung keimt erneut in ihr auf. Sora derweil beschließt, denjenigen zu helfen, die seine Hilfe benötigen, und Kairi entlässt ihn in sein neues Abenteuer, nachdem sie ihn erneut mit einem selbstgemachten Glücksbringer versorgt. In einem darauf folgenden Gespräch zwischen Miki und Yensid berichtet ersterer davon, dass sie kurz davor stehen, Ventus' schlafendes Herz ausfindig zu machen. Damit verbleibt lediglich Terra, dessen Aufenthaltsort ihnen vollkommen unbekannt ist. Yensid hingegen ist mehr besorgt angesichts einer möglichen Rückkehr von Xehanort, woraufhin Miki argumentiert, dass Sora doch dessen beide Hälften besiegt hätte. Ansem, der die Herzlosen, und Xemnas, der die Niemande kontrollierte. Doch genau das ist laut Yensid das Problem, denn die Vernichtung beider garantiert die Wiederherstellung des originalen Xehanorts. Sein befreites Herz und der besiegte Körper werden sich als zwei Hälften wieder zusammenfinden, um ein Ganzes zu werden. Ein womöglich ursprünglicher Plan, den Yensid Xehanort durchaus zutraut. Miki ist zwar davon überzeugt, dass er, Sora und Riku allen Gefahren trotzen werden, wohingegen Yensid daran zweifelt, dass Sora und Riku keine vollwertigen Schlüsselschwertmeister sind. Sie brauchen mehr Meister, um an mehreren Fronten gegen diverse mögliche Reinkarnationen von Xehanort gewappnet zu sein. Zu diesem Zweck beauftragt er Miki, Sora und Riku der Meisterprüfung zu unterziehen. Wie, um Yensids These zu untermauern, beginnen andere ins Leben zurückzufinden, deren Herzlose sowie Niemande vernichtet wurden. Auch die Organisationsmitglieder mit einschließend. Als erstes erwacht Break zwischen den Körpern seiner ehemaligen Kollegen im Radiant Garden Labor. Doch ist er nicht allein, denn eine junge Version von Xehanort wartet bereits auf ihn. Sie ist durch die Zeit gereist, um den Plan seines Meisters in die Tat umzusetzen, 13 verschiedene Versionen seiner selbst zusammenzuführen. Zu diesem Zweck bietet Break ihm einen der noch leblosen Körper auf dem Boden als Wirt an. Doch der junge Xehanort hat seine Entscheidung bereits getroffen. Er will Sora. Sora und Riku finden sich in der Zwischenzeit im mysteriösen Turm ein, um der Meisterprüfung unterzogen zu werden. Während Sora der Überzeugung ist, dass sie sich bereits ausreichend bewiesen haben, ist Riku gerne bereit, sich testen zu lassen, da er nach wie vor die Dunkelheit in sich spürt. Laut Yensid müssen die beiden, um Xehanort besiegen zu können, all jene retten, die mit Soras Herzen verbunden sind und auf die Daten Namine angespielt hatte. Zu diesem Zweck gilt es, 7 schlafende Schlüssellöcher in den Welten zu finden, die Sora zuvor von den Herzlosen befreit hat, die aber dennoch nie gänzlich wiederhergestellt wurden. Diese schlafenden Welten sind zwar von äußerlichen Einflüssen wie auch den Herzlosen abgeschottet, werden dafür aber von Kreaturen bewohnt, die Traumfänger genannt werden. Diese untergliedern sich in Albträume, die fröhliche Träume fressen, und friedliche Geister, die hingegen Albträume absorbieren. Um ihre Prüfung anzugehen und die schlafenden Welten zu befreien, schickt Yensid Sora und Riku in der Zeit zurück bis zu einem Moment, der noch vor ihrem ersten Abenteuer liegt. Diese Gelegenheit nutzend nehmen sie das gebaute Floß und stechen in See, wo sie in ein Unwetter geraten und von Ursula angegriffen werden, die das Floß kentern lässt.
Im Wasser versinkend erscheint ein Schlüsselloch an der Oberfläche und ihre beiden Schlüsselschwerter verselbstständigen sich, um es aufzuschließen. Ebenfalls an der Oberfläche erscheint der körperlose Ansem, Verführer der Dunkelheit, bevor Sora ihn besiegt hatte und immer noch auf den Destiny Islands wartend. Unbemerkt verpasst er Sora in diesem Moment ein X-förmiges Siegel, das der Organisation ermöglichen würde, ihn im Auge zu behalten. Als Sora in Traverse Town erwacht, deutet er das X als nichts weiter als Teil seines überraschenden neuen Outfits. In der Stadt läuft er Neku Sekuraba über den Weg, Teilnehmer in einem merkwürdigen Spiel, das einen Countdown-Timer in seiner Handfläche und die Teilnahme an Überlebenskämpfen erfordert. Sora schließt sich ihm im Kampf gegen auftauchende Albträume an, um Nekus Partner Rhyme ausfindig zu machen. Riku derweil landet in einer anderen Version von Traverse Town und trifft auf Joshua, der ihm erklärt, dass die Welt in 2 Hälften zerschlagen wurde. In beiden Versionen kämpfen Riku und Sora nun gegen die Traumfänger und treffen dabei nicht zuletzt auch auf den jungen, zeitreisenden Xehanort, der Soras Herz als Gefängnis betrachtet. Er wird begleitet von einem ebenfalls zeitreisenden Vanitas und bringt zudem die unterschiedlichen Versionen seiner selbst mit, inklusive Xemnas und Ansem. Doch damit sind noch nicht einmal sämtliche Zeitreisenden getroffen, denn Riku sieht sich auch Dark Riku gegenüber, dem Herzen der Riku-Kopie aus Schloss Oblivion, das in einem neuen Replikakörper ein Zuhause gefunden hat. Derweil beginnen auch die anderen Menschen in Radiant Gardens Labor zu erwachen, angeführt von Lee und gefolgt von Dylan, Elias, Evan und Ienzo. Lediglich Brack und Isa fehlen und Lee macht es zu seiner Aufgabe herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. Doch auch Mickey, Donald und Goofy haben keine ruhige Minute, während sie auf Soras und Rikus Rückkehr warten. Der Malefiz Rabe taucht auf und informiert sie in einem Schreiben darüber, dass die böse Fee Königin Minnie entführt hat und Mickey sofort zurück in seinem Schloss erwartet. Begleitet von Donald und Goofy finden sie Malefiz, Pete und Minnie in der Bücherei, wo die Fee sämtliche Daten aus Jiminy's Tagebuch für die Freilassung der Königin fordert. Die haben jedoch nicht mit dem Einmischen von Lee gerechnet, der Minnie befreien und die beiden Schurken in die Flucht schlagen kann. Als sie Lee mit zu Yen Sid nehmen, ist dessen Theorie über Xehanots Rückkehr final bestätigt und er bemächtigt Lee, sein eigenes Schlüsselschwert herbeizurufen, bevor er ihn mit den 3 Feen fortschickt, um die Handhabung damit zu erlernen. Die Ausmaße von Xehanots Plan befürchten, zieht Mickey los, um Sora und Riku zu helfen, auch wenn es keinen direkten Weg für ihn in die schlafenden Welten gibt. Mit dem Öffnen des 7. Schlüssellochs kehrt Sora in die Welt, die niemals war, zurück, nur um festzustellen, dass seine gesamte Reise von Xehanots Verbündeten manipuliert worden war, angefangen bei der Meisterprüfung selbst. Eine genaue Erklärung kann erst der junge Xehanort ihm liefern, der ihn in einen Traum entführt, der Sora die Anfänge zeigt. Als Ansem, Verführer der Dunkelheit, in der Zeit zurückreist, um auf den Destiny Islands mit dem jungen Xehanort seinen Masterplan einzuleiten. Auch seine eigenen Erinnerungen erstrahlen nun in einem düsteren neuen Licht, als Xehanort sie kommentiert und offenlegt, was zu diesen Zeitpunkten tatsächlich geschehen ist. Unabhängig davon, ob etwas in der Realität, seinen Erinnerungen, der Datenwelt oder nun in seinen Träumen stattgefunden hat. Die Verwirrung komplett machen, trifft Sora in der Welt, die niemals war, auf Namine, die sich in Xion verwandelt. Sora kennt sie nicht, spürt aber ihren Schmerz in sich selbst und vergießt eine Träne, bevor er auch Roxas, Ventus, Aqua und Terra zu sehen bekommt, vermischt mit den Bildern von Riku, Kairi und sich selbst. Als er endlich erwacht, gibt Sigba zu, ihn in Schlaf versetzt zu haben. Die gesehenen Visionen jedoch waren Träume, generiert aus Soras eigenem Herzen. Als Xemnas hinzustößt, offenbaren die beiden Schurken endlich, dass das wahre Ziel von Organisation 13 war, mit Hilfe zusammengetragener Wirte mehrere Versionen von Xehanort zu erschaffen. Da nahezu alle Wirte allerdings durch ihre Niederlage oder ihren Verrat unwürdig waren, musste Xemnas den Notfallplan einleiten. Als Sigba verschwindet, muss sich Sora erneut Xemnas stellen und ist nach dem Kampf so völlig ausgelaugt, dass er die Dunkelheit gar nicht bemerkt, die aus seinem Körper austritt. Laut dem auftauchenden Xehanort befindet Sora sich in der tiefsten Ebene des Schlafs und kann nicht gerettet werden. Die schlafenden Schlüssellöcher waren nämlich nichts anderes als eine Falle, die Sora als 13. Wirt herlocken sollten. Nun enthüllt der Sora gegenüber auch die Wirkung des X-Siegels auf seinem Shirt. Während der Junge das Bewusstsein verliert, kehrt der junge Xehanort in seine Zeit zurück, um zu dem Mann aufzuwachsen, der all diese Ereignisse ins Rollen bringt. Sein Herz übermannt von Dunkelheit wird Sora auf einem der Throne im Schloss, das niemals war, abgesetzt.
In seinem Inneren löst sich Ventus Herz aus der Dunkelheit und eilt herbei, um Sora mit seiner Rüstung zu beschützen. Diese ermöglicht ihm ein sicheres Ausruhen in seinem eigenen Herzen, bis Hilfe erscheint. Auch Riku, der seine 7 schlafenden Schlüssellöcher geöffnet hat, kommt im Schloss, das niemals war, an. Hier entdeckt er einen in einer Kugel schlafenden Sora, der von Dunkelheit umtanzt wird. Diese Dunkelheit nimmt Form an, als Riku versucht, seinen Freund zu wecken, und nachdem sie besiegt ist, bittet er Sora nicht, Träumen hinterher zu rennen, die nirgendwo hinführen. Seine eigene Sicht verschwimmt und Ansem taucht auf, um Riku zu erklären, dass Sora nicht geweckt werden kann und sie beide sich in unterschiedlichen Ebenen des Träumens befinden. Träume beinhalten Erinnerung, Schlaf beinhaltet Träume und Dunkelheit beinhaltet Schlaf, weshalb Soras Herz im Umkehrschluss nun der Dunkelheit gehört. Und auch Riku sei gefangen im Traum eines Traums, denn schon zu Beginn der Meisterprüfung ist er, ohne es zu bemerken, in Soras Traum eingetaucht. Das machte ihn zu einem Traumfänger, der Soras Albträume abwehrt und ihn doch nicht retten kann. Ansem fordert ihn heraus, sich erneut der Dunkelheit hinzugeben, um seinen Freund zu retten. Und auch wenn Riku versucht ist, erinnert er sich an den Grund für diese Reise: zu bestimmen, ob er dem Schlüsselschwert würdig ist. Er stellt sich Ansem und seinem Wächter und kann beide besiegen, was ihn in der realen Welt aufwachen lässt. Zu seiner Überraschung behält er hier aber seine Traumfängerfähigkeiten, was bedeutet, dass seine Verbindung zu Soras Träumen noch nicht abgerissen ist. Mit Hilfe anderer Traumfänger kann Riku das Schloss, das niemals war, infiltrieren und Sora ausfindig machen. Ihn erreichen kann er jedoch nicht, denn erneut taucht der junge Xehanort auf. Auch Riku offenbart er nun, dass Sora als 13. Wirt gedacht ist, nachdem Riku sich als zu widerstandsfähig erwiesen hat und Roxas sich seiner eigenen Umstände zu sehr bewusst wurde. Das Ziel, verbildlichend Xehanorts Herz auf 13 Wirte aufzuteilen, erscheinen verhüllte Gestalten im Raum, die sämtliche Throne besetzen und die echte Organisation 13 enthüllen. Das war die Mission des jungen Xehanort: sicherzustellen, dass sämtliche Inkarnationen von Xehanort hier und jetzt zusammenfinden. Lediglich der oberste Thron ist noch leer und wird von Dunkelheit umspielt. Doch auch die zukünftigste Version seiner selbst würde bald eintreffen. Doch nicht bevor König Mickey in einem blendenden Licht auftauchen kann und alle im Raum außer Riku mit einem Zeitzauber einfriert. Der hält aber nicht gegen Xehanort an und bevor Riku zu Sora gelangen kann, wird Mickey davongeschleudert und Riku in einen Kampf verwickelt, wo nun Xehanort tatkräftig die Zeit um sie herum manipuliert. Nach seinem Sieg entpuppt sich das aber als nichts weiter als Zeitschinderei, denn nun ist auch der oberste Thron mit dem wahren Xehanort besetzt. Sich seiner sicher enthüllt er die gesamte Geschichte seines Plans, das Keyblade erneut zu erschaffen, mitsamt dem ersten fehlgeschlagenen Versuch, der Ventus, Terra und Aqua in ihre momentane Lage gebracht hat. Auch war er es, der Malefiz manipulierte, um die 7 Prinzessinnen des Lichts zu entführen, während er seine 13 Wirte der Dunkelheit zusammentrug. Alles nur zu dem einen Zweck, 7 Wächter des Lichts gegen 13 Sucher der Dunkelheit aufzuhetzen, um damit das Keyblade zu erschaffen. Eine Rechnung, die laut Mickey nicht aufgeht. Er selbst, Riku, Sora, Ventus, Aqua und Terra bilden nur 6 Wächter des Lichts, während Sora und Terra sich in Xehanorts Gewalt befinden, um Wirte für die Dunkelheit zu werden. Das Rechenbeispiel nicht auflösend, beschleunigt Xehanort die Prozedur und will Sora zum 13. Wirt machen, während Mickey und Riku von seinen anderen Inkarnationen immobilisiert werden. Die Rettung bildet in letzter Sekunde Lee, der Sora retten kann, was einen der Verhüllten aus der Reserve lockt. Der entpuppt sich als Lees alter Freund Isa bzw. Sykes. Als dann auch noch Donald und Goofy zu den 3 Helden hinzustoßen, zieht Xehanort sich mit seinen Wirten zurück und verlegt das Aufeinandertreffen an den schicksalhaften Ort, sobald die 7 Lichter und 13 Dunkelheiten bereit sind. Mit dem schlafenden Sora im Schlepptau kehren die Helden zu Yensid zurück, der schlussfolgert, dass durch Rikus Öffnen der Schlüssellöcher in Soras Träumen er nun auch in der Lage sein sollte, Soras Herz erwachen zu lassen. Er taucht also in das Herz ein und muss sich in all der Dunkelheit einem gepanzerten Albtraum stellen, der nach einem harten Kampf Sora freigibt, welcher aber sogleich in einem Strudel aus Dunkelheit verschwindet. Im Gegenzug erscheint aber sein Schlüsselschwert, mit dem Riku ein Schlüsselloch öffnen kann, das alles in gleißendes Licht taucht, bis er sich auf den Destiny Islands wiederfindet, umgeben von Roxas, Ventus und Xion. Auch Ansem der Weise taucht auf, die Forschungsdaten darstellend, die er in Soras Herzen hinterlassen hatte. Sora, der in der Lage ist, all die Herzen zu retten, die mit ihm in Verbindung stehen. Als Ansem bekannt gibt, dass Sora mit dem Besiegen
des Albtraums in ihm nun erwacht ist, kehrt er mit den Forschungsdaten zurück in Yensids Turm, wo Sora bereits auf ihn wartet. Wieder ganz der Alte. Daraufhin erklärt Yensid Rikus Meisterprüfung als mit Bravour bestanden, während Soras Gefangennahme durch Xehanort nahelegt, dass er noch mehr Training benötigt. Auch Lee offenbart, dass er in die Reihen der Schlüsselschwertträger einsteigen möchte und präsentiert den Anwesenden seine neue Waffe. Wieder unter sich legt Yensid Mickey gegenüber die Prioritäten auf den Tisch. Das Beschützen der 7 Prinzessinnen der Herzen vor Xehanorts Plan. Als einzige Lösung sieht er Xehanort zuvorzukommen und die 7 Lichter mit den 13 Dunkelheiten aufeinanderprallen zu lassen, bevor der böse Schlüsselschwertmeister es tun kann. Um den letzten offenen Platz unter den Wächtern des Lichts zu füllen, taucht Riku auf und präsentiert Kairi, die das Führen ihres Schlüsselschwertes ebenfalls erlernt hat. Am selben Ort in den Badlands, an denen er einst den verlorenen Meister getroffen hatte, trifft Meister Xehanort sich nun mit Xigbar und dem weiter unter seinem Organisationsnamen lebenden Saix. Der hält einen Bericht darüber ab, wie es um das Auffinden der neuen 7 Herzen steht. Jene 7 Personen, die das Licht der Prinzessin geerbt haben. Xigbar hat nur zu berichten, dass Luxord auf einer geheimen Mission unterwegs ist, die ihnen auf lange Sicht dienlich sein wird. Darüber hinaus haben sich Ansem, Xemnas, Vanitas, die Riku-Replika und der junge Xehanort zusammengefunden, um aktiv nach den 7 Wächtern des Lichts zu suchen. Xigbar hingegen sieht noch Probleme in den eigenen Reihen, die erst 11 Mitglieder zählen. Ihn selbst, Saix, Luxord, Marluxia, Laxine, Ansem, Xemnas, Vanitas, die Riku-Kopie, den jungen Xehanort sowie den alten. Letzterer macht sich darüber aber keine Sorgen, denn sein eigenes Herz, das in Terras Körper Unterschlupf gesucht hatte, wurde in seine ursprüngliche Form wiederhergestellt, womit Terra Xehanort ihr 12. Mitglied wird. Bei der Frage des 13. Wirts kommt Saix auf die 20 Replikas zu sprechen, die Vexen erschaffen hatte. Während die ersten 12 unvollständige Marionetten waren und unter den verbliebenen speziell die Riku-Replika und Xion hervorstechen, die ursprünglich mit Nummer I betitelt wurde. Xion mit ihrer Verbindung zu Soras Erinnerung wäre der perfekte Kandidat. Um diesen Gedanken voranzutreiben, erklärt Saix sich bereit, Vexen ausfindig zu machen. Von seinen Helfern und den Projektionen alleine gelassen, spricht er grinsend seinen Catchphrase in die Einsamkeit. Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet. Einige Zeit darauf finden sich Sora, Donald und Goofy erneut in Yensids Turm ein, um ihre nächste Mission zu beginnen. Um gegen Xehanort gewappnet zu sein, wird es Zeit, ihre noch schlummernden Verbündeten aufzuwecken. Durch Soras Versagen in der Meisterprüfung fehlt ihm dafür aber die notwendige Fähigkeit, ganz davon abgesehen, dass er eine Menge seiner Kräfte verloren hat, als Xehanort ihn beinahe zu seinem Wirt gemacht hatte. Seine Mission ist es nun also, seine verlorene Stärke wiederzuerlangen und die Macht des Erwachens zu meistern. Angeleitet von einem Helden, dem es bereits gelungen ist, seine alte Stärke wiederzuerlangen: Herkules. In dessen Welt kommen auch Malefiz und Pete an, die sich auf die Suche nach der schwarzen Kiste machen, die der Meister vor Urzeiten an Lushu weitergegeben hatte. Alles in der Hoffnung, dass ihr unbekannter Inhalt ihr die Macht geben wird, sämtliche Welten zu kontrollieren. Xigbar, aka Lushu, beobachtet sie bei der Suche, bevor Luxord ihn dahingehend konfrontiert. Er ist überzeugt davon, dass die Suche nach der Kiste nichts mit ihren eigentlichen Zielen zu tun hat und Xigbar nicht nur seine Motivation, sondern auch seine wahre Identität verbirgt. Wieder alleine stellt Xigbar dieselben Vermutungen über Luxord an. Während Sora seiner Mission nachgeht, sind Mickey und Riku ins Reich der Dunkelheit abgetaucht, um nach Aqua zu suchen. Doch sie verlieren ihre Spur, als sie an der schwarzen Küste ankommen. Dort werden sie von einem massiven Turm aus Herzlosen angegriffen und Riku wird überwältigt. In seiner Ohnmacht spricht eine Stimme zu ihm, bevor er aufwacht und sein Schwert gebrochen vorfindet. Bevor sie zu Yensid zurückkehren, lässt Riku die Überreste seines Schwerts im Sand zurück. Für sein anderes Ich, wie er meint. Die Stimme, die er gehört hatte, war nämlich die der Riku-Replika, die nach ihrer Niederlage nach wie vor durch das Reich der Dunkelheit streift. Zurück in Yensids Turm treffen die beiden auf Sora, der in seiner Mission ebenso frustrierend wenig Erfolg zu verbuchen hat, wie sie auf der Suche nach Aqua. Sie vermuten, dass Aqua zu tief in die Dunkelheit abgedriftet ist und dass nur jemand mit einer tiefen Verbindung zu ihr sie daraus befreien kann. Da die Liste angeführt wird von einem Ventus, der schläft, und einem Terra, der vermisst wird,
beauftragt Yensid Mickey und Riku, Aquas Reise durch die Welten zu rekonstruieren und so nach Hinweisen zu suchen. Auch Sora soll sich wieder auf den Weg machen und Yensid gibt ihnen allen letzte Worte mit auf den Weg. Möge euer Herz der Schlüssel sein, der euch leitet. Auf ihrer Reise im Gummischiff entdeckt Sora das von Chip und Chap erfundene Gummiphone, über das sie mit Ienzo in Radiant Garden in Verbindung treten, der sich durch die Forschungsarbeiten von Ansem dem Weisen arbeitet. Diese bestätigen ihre Vermutung, dass in Soras Brust 2 Herzen schlagen, und Sora ruft daraufhin aus, dass er entschlossen ist, Roxas zu finden und zu retten. Zu diesem Zweck reisen die Freunde nach Twilight Town, wo nicht nur Niemande auf sie warten, sondern auch Hana, Pence und Olette, die erpicht darauf sind, ihnen bei der Suche nach Hinweisen zu helfen. Im alten Anwesen versucht sich Pence erneut an Discomputer, der das Portal zum alternativen Twilight Town öffnen kann. Doch das System ist gesperrt. Sein neues Smartphone, wie ein echter Teenie liebgewonnen, kontaktiert Sora sogleich Ienzo, der nach einer schnellen Analyse feststellt, dass das virtuelle Twilight Town Roxas gesamte Daten enthalten muss. Nachdem er verspricht, aus der Ferne an dem Problem zu arbeiten, informiert er Sora darüber, dass Evan, aka Vexen, verschwunden und eventuell zu Xehanort übergelaufen ist. Beim Verlassen des Anwesens erwarten ihn bereits Ansem, Verführer der Dunkelheit, sowie Xemnas, die Sora klar machen wollen, dass seine Bemühungen sinnlos sind. Selbst wenn er Roxas Herz retten kann, hätte der niemals existieren sollen. Und sein Herz könnte nirgendwo hin. Als Goofy anmerkt, dass auch die 3 Versionen von Xehanort parallel zueinander existieren können, merkt Xemnas an, dass der einzige Weg wäre, Soras Herz erneut der Dunkelheit hinzugeben. Das natürlich ablehnend, planen die beiden Schurken zusammen mit Sigbar Soras Reise so zu manipulieren, dass er schließlich doch zum 13. Wirt werden kann. Dieses Mal allerdings nicht auf Notfallpläne verzichtend. An Lees Seite trainiert Kairi unter Zauberer Merlin ihre Schlüsselschwertkünste. Als er ihr eines Abends Seesalzeis mitbringt und dabei vom Sonnenuntergang geblendet wird, ereilt ihn eine flüchtige Vision von Xion und er bricht in unerklärliche Tränen aus. Fortan beschließt er wieder Axel genannt werden zu wollen, da der Name eine tiefe persönliche Bedeutung trägt. Während Mickey und Riku auf den Spuren von Aqua schlussfolgern, dass sich Terra in Xehanorts Gewalt befinden muss, trifft Sora auf seiner Reise durch die neuen Welten auf diverse Organisationsmitglieder, die sich, wie Marluxia, neu vorstellen müssen, nachdem Sora ihre erste Begegnung in Schloss Oblivion vergessen hatte. Bei einem Gespräch mit Mickey versucht Sora eine Möglichkeit zu ergründen, um Roxas einen passenden Wirt vorzubereiten, woraufhin Riku einwirft, dass die Replikas ideal sein könnten. Sie können Herzen beherbergen und sich optisch durch diese sogar anpassen. Ienzo muss dem König allerdings mitteilen, dass durch Evans Verschwinden die Replika-Forschung unvollendet zurückgelassen wurde. Evan, der erneut zum Niemand wird und als Vexen bei Sykes um Wiederaufnahme in die Organisation bittet. Er verachtet die Menschheit und sein einziges Interesse liegt in der Forschung. Mit der, so verspricht er, könnten sie mehr als nur einfache Kopien herstellen, nämlich derart lebensechte Replikas, dass sie von echten Menschen kaum zu unterscheiden sind. Sykes Interesse ist geweckt, aber er warnt Vexen, die Produktion des 13. Wirts nicht zu vermasseln. Im Telefonat zwischen Ienzo und Sora geht es um ein ähnliches Thema. Ersterer entdeckt in den Aufzeichnungen von Ansem dem Weisen die Information, dass sich 3 zusätzliche Herzen in Sora verstecken. Roxas, ein weiteres, das seit langer Zeit mit Sora verbunden ist, und noch ein drittes, das nahezu sein ganzes Leben bei ihm verbracht hat. Die Theorie ist, dass wenn jedes Herz mit seinen korrespondierenden Erinnerungen verbunden wird und man ihnen einen geeigneten Körper zur Verfügung stellt, alle 3 Personen wiederhergestellt werden können. Aqua und Ansem der Weise verweilen in der Zwischenzeit wieder an der Schwarzen Küste, wo sie Ansem, Verführer der Dunkelheit, findet. Der möchte von seinem ehemaligen Mentor den Aufenthaltsort eines Mädchens in Erfahrung bringen, dessen Erinnerungen Ansem der Weise wiederhergestellt haben soll. Das Mädchen, das einst unter dem Namen Subjekt X bekannt war. Als der Herzlose droht, handgreiflich zu werden, geht Aqua dazwischen, doch Ansem tut sie als verlorene Wächterin des Lichts ab. Ohne ihr Schlüsselschwert ist sie Ansems Wächter nicht gewachsen und wird in die dunklen Gewässer katapultiert, wo sie versinkt und Dunkelheit ihr Herz durchzieht.
Von der nach wie vor redseligen Laxine erfahren Sora, Donald und Goofy, dass es sich bei Eiskönigin Elsa um eine der neuen 7 Herzen handeln könnte, auf die es die neue Organisation 13 abgesehen hat. Außerdem lässt sie wissen, dass die Organisation ihre 13 Sucher der Dunkelheit bereits zusammengetragen hat. Und wenn Sora sich nicht beeilt, um die 7 Wächter des Lichts zusammenzutragen, würde die Organisation stattdessen mit den neuen Prinzessinnen Vorlieb nehmen müssen. Eine von denen, laut Yen Sid, auch Kairi sein müsste. Bei einer Unterredung in den Badlands zwischen Marluxia, Demyx und Laxine amüsiert sich letztere allerdings darüber, dass sie Sora mit der Fehlinformation in die Irre geleitet hat, die Organisation wäre bereits vollständig. Als Luxord hinzustößt, taucht auch Xemnas auf und offenbart das Ziel der Organisation, das speziell diesen 4 Mitgliedern vor ihm angedacht ist: das uralte Vermächtnis des Schlüsselschwerts zu erwecken, das in ihnen schlummert. Amüsiert lässt Xemnas sein Gefolge mit dieser kryptischen Bemerkung allein. Rico und Mickey, mit neuen Schlüsselschwertern ausgerüstet, versuchen sich erneut dem herzlosen Turm an der schwarzen Küste zu stellen, doch sind sie ihm nach wie vor nicht gewachsen. Rico wird verletzt und Mickey sogar von der Dunkelheit verschlungen. Ansem der Weise hingegen, der kurz zuvor ebenfalls noch dort war, wird von dem herzlosen Ansem zum Anwesen in Twilight Town gebracht. Sein Ziel ist es, Informationen über Subjekt X aus dem alten Mann herauszukitzeln, die entscheidend für den Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit sein könnten. Hayna, Pence und Olette beobachten ihr Auftauchen und beschließen einzuschreiten, um Ansem den Weisen zu retten. Hayna, der dem Wächter des Herzlosen zum Opfer fällt, wird in letzter Sekunde von einer Gruppe auftauchender Niemande gerettet. Sich in der Kanalisation versteckend, treffen sie auf Vexen, der ihnen erzählt, dass seine erneute Verwandlung in einen Niemand lediglich dazu diente, um sich in die Organisation einzuschleusen und Xehanots Plan zu vereiteln, um auch seine vergangenen Fehler wieder gut zu machen. Die rettenden Niemande sind seine Handlanger. Sora, Donald und Goofy werden derweil von Chip und Chap über den verlorenen Kontakt mit Rico und König Mickey informiert, haben aber keine Möglichkeit, ins Reich der Dunkelheit zu gelangen. Auf der Suche nach einem Weg besuchen sie erneut die Destiny Islands und entdecken ein Schlüsselschwert im Sand, das einst Meister Erakus gehörte. Er lässt eine Tür erscheinen, durch die Sora alleine das Reich der Dunkelheit betritt. Doch ist nicht er es, der Rico und Mickey zuerst erreicht, sondern Aqua. Gewissermaßen. Nach Jahren an diesem Ort ist sie inzwischen von Dunkelheit eingenommen zu Anti-Aqua geworden, die von Verbitterung und Verzweiflung angetrieben genau den beiden die Schuld dafür gibt, sie im Stich gelassen zu haben. Rico muss sich mit letzter Kraft gegen den Dämonenturm aus Herzlosen sowie Anti-Aqua zur Wehr setzen, als Sora auftaucht und mit einer beeindruckenden Superheldenlandung vor ihm aufkommt. Zusammen mit Riku setzt er einen Lichtstrahl frei, der die Herzlosen zerstreut und Mickey befreit. Doch Anti-Aqua ist immer noch sauer und greift ihn an. Sich gegen einen Schlüsselschwertmeister zu behaupten, ist keine Leichtigkeit, doch Sora geht siegreich hervor und kann die Dunkelheit zerschlagen, die Aqua eingenommen hatte. Bevor sie wieder in der versinken kann, reicht Sora ihr die rettende Hand und Aqua ergreift sie. Und wo könnte man schöner erwachen als am Strand der Destiny Islands? Zwar entpuppen sich die beiden Gestalten über ihr nicht etwa als Ventus und Terra, sondern Sora und Rico. Doch als auch Mickey, Donald und Goofy sie zu Hause willkommen heißen, wird sie von Erleichterung und Glück übermannt. Vexen befindet sich inzwischen wieder in Radiant Garden und offenbart seine wahren Absichten gegenüber Demyx, den er auf seine Seite ziehen will. Das gelingt ihm jedoch erst, als er behauptet, dass einer der Auserwählten in der Organisation mit an Bord sei. Ausschlaggebend für Demyx' Überlaufen ist letztlich aber das Versprechen, dass er nicht würde kämpfen müssen. Stattdessen hilft er Ansem, zu Ienzo ins Labor zu schaffen, wo sein ehemaliger Schüler um Vergebung dafür bittet, Xehanots Lügen geglaubt zu haben. Doch auch Ansem muss sich für seine Verfehlungen als Mentor entschuldigen. Viel wichtiger ist aber das Paket, das Demyx zudem noch mitgebracht hat. Eine von Vexen hergestellte Replika, die Roxas als Körper dienen soll. Das Schlüsselschwert ihres ehemaligen Meisters übernehmend, nutzt Aqua es, um Schloss Oblivion in seine ursprüngliche Form zurückzuversetzen, die sich als Land des Aufbruchs entpuppt. Sie finden Ventus auf dem Thron in der großen Halle, doch kann Aqua ihn nicht aufwecken. Zu allem Überfluss ist Vanitas ihnen auch noch gefolgt, um seinen Bruder mitzunehmen. Aqua schließt Sora, Donald und Goofy mit einer magischen Barriere vom Kampf gegen ihn aus, wird aber schwer verwundet, als sie sich schützend vor Ventus stellen muss. Vanitas kurz vor dem Todesstoß stehen sehend, wird Sora ins Innere seines Herzens gerissen, um von Ventus Stimme darin angeleitet zu werden, die Macht des Erwachens freizusetzen, die bereits die ganze Zeit in ihm schlummert.
Sich dafür bedankend, dass Sora ihn all die Zeit beschützt hatte, gelingt es dem endlich, das Herz freizusetzen, sodass Ventus in einem gleißend hellen Licht erwachen, durch die Barriere brechen und Vanitas aufhalten kann. Sein Ziel mit dem Erwachen seines sogenannten Bruders scheinbar erreicht, verabschiedet Vanitas sich, sodass die Helden sich um Aqua kümmern können, die ihren alten Freund mit einem herzlichen „Guten Morgen, Van" begrüßt. Die 7 Wächter des Lichts zusammengetragen treffen sich Sora, Mickey, Riku, Ventus, Aqua, Kairi und Axel in Yensids Turm. Aqua erkennt in Kairi das kleine Mädchen wieder, das sie vor Ewigkeiten in Radiant Garden beschützt hatte. Ebenso wie Ventus Lee getroffen hatte, als der noch ein kleiner Junge war. Die benötigte Anzahl an Wächtern erreicht habend, sorgt allen voran Sora sich weiterhin um Roxas, Namine und Terra, die in ihren Reihen noch fehlen. Aqua und Ventus fühlen sich für Terra verantwortlich, während Axel schwört, einen Weg zu finden, um Roxas zurückzubringen. Ebenso wie Kairi Namine helfen möchte. Yensid beglückwünscht die Gruppe für ihre Stärke und Einigkeit und weist sie an, sich auszuruhen, bevor sie sich am nächsten Tag dem Schicksal entgegenstellen müssen. Anderenorts erklärt Malefiz ihre Suche nach der schwarzen Kiste für beendet, als sie realisiert, dass sie noch nicht existiert und erst der bevorstehende Keyblade-Krieg sie hervorbringen wird. Erst dann kann ihre Arbeit beginnen. Während Aqua und Ventus mit dem Blick in den Sternenhimmel an ihren verlorenen Freund denken, schwelgt auch Axel mit 3 Portionen Eis in den Händen in Erinnerung an seine Freunde. Einen, den er schon nicht mehr dazugezählt hatte, taucht auf und gesellt sich friedlich zu ihm. Sykes rekapituliert ihre gemeinsame Geschichte vom Hineinschleichen ins Schloss über das Annehmen der Lehre unter Ansem dem Weisen und alles, um Subjekt X wiederzufinden. Zumindest bis Axel aufgab. Als Sykes daraufhin Subjekt X mit Roxas vergleicht, 2 Freunde, die Axel niemals wiedersehen würde, legt der den Schwur ab, dass er alle seine Freunde zurückbringen wird, inklusive Sykes ursprünglicher Form Isa. Ein Versprechen, das sie am nächsten Tag auf dem Schlachtfeld klären würden. Auch Riku, am Strand seiner Heimat sitzend, wird vom Feind besucht. Die Riku-Replika, die sich ihr Versagen eingesteht und sich daran erinnert, wie sie der Dunkelheit beinahe zum Opfer gefallen wäre, bis Riku ihr eine Bedeutung gegeben hatte. Einige Meter weiter kontert Kairi auf Soras Versprechen, sie zu beschützen, damit, dass er dieses Mal sie ihn beschützen lassen soll. Mit dem Anbrechen des nächsten Tages finden sich die 7 Wächter des Lichts zusammen mit Donald und Goofy am Rand des Schlüsselschwertfriedhofs ein, wo Meister Xehanort sie begrüßt. Kurz darauf gesellen sich der herzlose Ansem, Xemnas, Vanitas und der junge Xehanort hinzu, um ihre Absicht auszurufen, das Licht der Wächter zum Erlöschen zu bringen, beim Nachstellen des legendären Krieges. Doch bleiben die Kämpfer nicht allein, als ein gewaltiger Schwarm von Herzlosen, Niemanden und Unversierten vom Himmel hereinbricht und den Wächtern alles abverlangt, um sich einen Weg zu bahnen. Nachdem sie sich wieder zusammenfinden, entdeckt Ventus Terra auf dem Schlachtfeld und ist überglücklich, doch Aqua zerrt ihn zurück, ihren alten Freund nicht wiedererkennend. Wie zur Anerkennung dieser weiblichen Intuition verfärbt sich Terras Haar und er öffnet seine gelb leuchtenden Augen, um dann auszurufen, dass er die Herzen der Wächter aus ihren Körpern reißen wird, bevor er das Keyblade schmiedet. Tatsächlich tritt er gar nicht mal zu großspurig auf, als er daraufhin seine unmenschliche Schnelligkeit demonstriert und die Wächter in Windeseile zerschlägt. Bis Donald eingreifen kann und Terra Xehanort mit dem mächtigen Zauber Zeta Flare abwehrt. Eine Strapaze, die ihn vor Erschöpfung zusammenbrechen lässt. Die Schlacht lässt den Helden aber keine Verschnaufpause, als der Dämonenturm aus Herzlosen aus dem Boden hervorbricht und selbst Sora, Riku und Aqua gemeinsam ihm nicht gewachsen sind. Wächter für Wächter wird von ihnen davongetragen und verschwindet in einem gigantischen Wirbelsturm aus Herzlosen. Sora, von Verzweiflung übermannt, gibt auf und muss mit ansehen, wie letztlich auch noch Riku, der sich der Dunkelheit mutig entgegenstellt, verschwindet. Und so erlosch das Licht, so wie es im Buch der Prophezeiung steht. Doch wie Xehanort schon beim Spielen von dem jungen Erakus lernen musste, manch Licht erreicht uns aus der Vergangenheit. Sora erwacht in der letzten Welt und wird von einem Traumfänger begrüßt, einem Chirifi, der ihm beibringen muss, dass sowohl sein Körper als auch sein Herz ausgelöscht wurden und der Rest am seidenen Faden zwischen Leben und Tod hängt. Dass Sora überhaupt noch existiert, ist der Entschlossenheit von jemand anderem zu verdanken und nun ist es an Sora selbst, seine Einzelteile wieder zusammenzutragen, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Konfrontiert mit Phantomen seiner selbst und Überresten von Herzen, mit Geschichten der Liebe, des Verlusts und der Hoffnung, darunter auch ein Mädchen, das behauptet, Yosoras
Soras Herz wäre durch das eines anderen ersetzt worden. Trifft er auch auf Namines Herz, die im Chaos von Kairi getrennt wurde. Kairi, die, wie sie erklärt, diejenige ist, die Sora nicht aufgibt und darum kämpft, ihn zurückzubringen. Damit aber noch nicht genug, konnte sie beim Durchforsten von Soras Erinnerungen und dem offenkundigen Ignorieren seiner Privatsphäre eine Verbindung zu Terra aufbauen, sodass sie den Wächtern seine Position übermitteln kann, um das Ruder herumzureißen. Seine Teile wieder in sich vereinend, bietet Sora auch dem Chirruphy an, ihm bei der Suche nach dessen fehlenden Teilen zu helfen, doch der Traumfänger lehnt ab. Er wartet hier auf jemanden, der ihn womöglich bereits vergessen hat. Stattdessen gibt er Sora mit auf den Weg, dass der sich auf all die Male in der Vergangenheit berufen soll, in denen er bereits Herzen wiederhergestellt hatte, und auf die Macht des Erwachens, die er sich aneignen konnte. Mit all dem Licht in ihm und seinem Schlüsselschwert beschwört er ein Portal herauf, das ihn zurückbringt. Der Chirruphy entlässt ihn mit den Worten: „Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet." Nun auch selbst in der Zeit zurückreisend, findet Sora sich erneut in seinen letzten Momenten wieder und wird ein weiteres Mal von der Dunkelheit überschwemmt, nachdem Riku ihn vergeblich abzuschirmen versucht. Dieses Mal taucht Sora jedoch im Olymp der Herkuleswelt auf, wo er auf den Lich trifft, einen besonderen Herzlosen, dessen Aufgabe es ist, Herzen gefangen zu nehmen und in die Tiefen der Dunkelheit hinabzuzerren. Die Verfolgung des Lich, der nicht nur Rikus Herz im Gepäck hat, erstreckt sich über mehrere Welten und bei jedem Aufeinandertreffen kann er ein Herz seiner Freunde freisetzen. Als alle befreit sind, abgesehen von Kairis Herz, taucht der junge Xehanort vor ihm auf, der ihn vor dem Missbrauch der Macht des Erwachens warnt, die ihren Preis einfordern wird. Doch Sora ist fest entschlossen, seine Freunde zu retten und findet, geleitet vom strahlenden Licht ihres Herzens, letztlich auch Kairi, um gemeinsam mit ihr aufs Schlachtfeld zurückzukehren. Dieses Mal noch ein Stück weiter in die Vergangenheit zurückreisen, zu dem Punkt, an dem Ventus Terra bemerkt und auf ihn zuläuft. Bei Terras Angriff wird er dieses Mal jedoch aufgehalten, und zwar erneut von seiner alten Rüstung, die von Terras Willen gesteuert und von seinen Rachegelüsten gegenüber Xehanort angetrieben wird. Terra so in einem Kampf verwickelnd, müssen die Wächter sich wieder gegen die Fußsoldaten zur Wehr setzen, bis ein weiteres Mal der Dämonenturm erscheint und sie überwältigt. Allem Anschein nach unbesiegbar. Seinen Kampfgeist jedoch wiedergefunden, stürmt Sora vor und springt der Bestie entgegen, landet dabei aber anstatt in der erwarteten Dunkelheit in purem Licht. Hier erwartet ihn ein unbekannter Junge mit einem roten Schal, der ursprüngliche Schlüsselschwertmeister Ephemer. Lächelnd fragt er Sora, ob er Hilfe gebrauchen kann, und nachdem er ihn zurück auf das Schlachtfeld entlässt, schickt er eine Armee aus Schlüsselschwertern durch Zeit und Raum, auf denen Sora den Wirbelsturm aus Herzlosen entgegensurft. Sora ruft das Licht des Jungen und all seinen Verbündeten aus längst vergangenen Zeiten zu sich und kann den Orkan mit einer mächtigen Attacke zerschlagen. Die Schlüsselschwerter der Vergangenheit, ihre Aufgabe erfüllt, verschwinden wieder in einer Lichtexplosion. Ihre Siegesfreude ist nicht von langer Dauer, als Dark Riku aus dem aufgewirbelten Staub hervortritt und sein echtes Ebenbild herausfordert. Zusammen mit Sigba, der die Form annehmende Dunkelheit Meister Xehanorts im Schlepptau hat. Von den multiplen Dämonentürmen und unzähligen Herzlosen ganz zu schweigen, die eine erneute Niederlage ankündigen. Doch die Wächter des Lichts haben noch mehr Verbündete, und so erscheint Meister Yensid, der seine Kontrolle über das Licht nutzt, um eine mächtige Barriere zu erschaffen, die einen Pfad durch das Meer aus Herzlosen bildet. Donald und Goofy bleiben zurück, um ihn zu unterstützen, während Sora mit den restlichen Wächtern vorprescht, um schließlich das Zentrum des Schlüsselschwertfriedhofs zu erreichen, das gesäumt wird von den Waffen seiner verstorbenen Träger. Hier ist es auch, dass sich ihnen die echte Organisation 13 entgegenstellt, sodass endlich die 7 Wächter des Lichts auf die 13 Sucher der Dunkelheit treffen. Meister Xehanort kann den Plan endlich in die Tat umsetzen, an dem er sein ganzes Leben gefeilt hat. Das Gazing-Eye-Schwert in den Boden rammend beschwört er ein gewaltiges Labyrinth herauf, in dem die Wächter sich aufteilen müssen, um an verschiedenen Fronten zu kämpfen, während Sora umherrennt, um sie reihum zu unterstützen. Riku wird in einen unfairen Kampf mit Dark Riku, Sigba und Ansem, Verführer der Dunkelheit, verwickelt. Letzterer entkommt dem Kampf, bevor die Riku-Replika aus Rikus Innerem hervortreten kann, um seine dunkle Hälfte aus dem Wirt zu reißen und den Körper als leere Hülle zurückzulassen. Dieses Opfer ist gedacht, um Namine einen Körper für ihre Rückkehr zu bieten.
Seinen Kumpan verloren, zieht auch Sigba sich aus dem Kampf zurück mit den Worten, dass Xehanort ihm eines Tages das Gazing Eye Schlüsselschwert vererben wird. In der Nähe wird Mickey mit Luxord, Laxine und Marluxia konfrontiert, während Xemnas ebenfalls vor Ort ist, um sie im Auge zu behalten. Bei Soras Eintreffen sperrt Luxord Mickey in eine Karte ein und fordert den Jungen zu einem Spiel heraus, das er mit Bravour meistert, und Sora in Anerkennung dafür eine Joker-Karte überlässt, deren Bedeutung bis heute noch ein Mysterium ist. Angesichts Xemnas Bemerkung, dass Luxord eine große Bedeutung innehat, wahrscheinlich ein künftig sehr entscheidendes Mysterium. Als nächstes kann er mit Mickeys Unterstützung Marluxia besiegen, der sich endlich seiner Vergangenheit besinnt und Sora dafür dankt, bevor er verschwindet. Auch Laxine fällt daraufhin schließlich und beschreibt in ihren letzten Momenten, dass ihre wahre Loyalität nie Xehanort, sondern jemand anderem gegolten hatte. Höchstwahrscheinlich Strelitzia, mit der ihr Original Elrina eng verbunden war. Als Xemnas sich zurückzieht, stößt Sora zu Aqua und Ventus, die noch in dem fairsten Kampf bisher feststecken, der sich gegen Terra und Vanitas richtet. Mit dem Besiegen von Vanitas bricht auch seine Verbindung zu Xehanort, ebenso wie sein Helm, der erneut Soras Ebenbild enthüllt. Er gesteht sich ein Teil von Ventus zu sein und damit auch eine Verbindung zu Sora zu haben. Das Licht muss er allerdings ablehnen, da er die Dunkelheit ist, in die er nun auch zurückkehrt. Aqua unterstützend können sie nun auch Xehanorts Macht über Terra schwächen, sodass ihr Freund endlich wieder die Oberhand gewinnen kann. Das ist aber nur von kurzer Dauer, denn Xehanort gibt sich nicht so leicht geschlagen und fesselt die drei Wächter des Lichts mit Ketten der Dunkelheit. Der geschwächte Ventus fleht seinen alten Freund noch an, sich an ihr Versprechen zu erinnern, als plötzlich die dunkle Gestalt auftaucht, die als Terra Xehanorts Wächter diente und sich nun gegen ihren Meister wendet, indem sie die drei Helden rettet. Es begibt sich, dass Terras Herz in dem Wächter steckt und er sich nun gegen seinen eigenen besetzten Körper wendet. Als der Xehanort darin sein Schlüsselschwert nicht rufen kann, packt der Wächter ihn und verspricht in Terras Stimme, dass er alles eines Tages in Ordnung bringen wird. Das Licht aus seinem Schlüsselschwert auf Terra schießend, hilft Sora dem, die Kontrolle über seinen Körper vollends wiederzugewinnen, als er Xehanort daraus verbannt. Sora überlässt die drei Freunde, die so lange auf ihre Wiedervereinigung hatten warten müssen, sich selbst und zieht weiter, um Kairi und Axel zu unterstützen, die den Kampf gegen Saïx und eine verhüllte Gestalt aufgenommen haben. Auch mit Soras Hilfe sind sie dem Duo nicht gewachsen und Axels Worte an seinen alten Freund Aisa dringen nicht zu Saïx durch. Doch der wird ohnehin auf die Bank versetzt, als Xemnas erscheint und den Todesstoß an Axel, der ihn einst verraten hatte, selbst ausführen möchte. Bevor es allerdings dazu kommen kann, wird er von der verhüllten Gestalt gestoppt und Sora, realisierend, mit wem er es zu tun hat, bricht mit dem Aussprechen ihres Namens zu ihr durch. Xion. Xemnas, entnervt von einem weiteren Verräter, stößt Xion zu Boden und will auch diese nutzlose Marionette ausschalten, als Roxas Herz aus Sora hervorbricht und ihn in einem grellen Lichtstrahl stoppen kann. Als Licht und Staub sich legen, steht Roxas inmitten des Schlachtfelds, in einer von Ansem dem Weisen und Ienzo präparierten Replika seinen eigenen Körper findend. Xemnas beruft sich auf die Tradition der Jungfrau in Nöten, entführt Kairi und entkommt, während Xion Axels Platz einnimmt, um an der Seite von Roxas und Sora Saïx zu besiegen und so Xehanorts Kontrolle über ihn verfliegen zu lassen. Wieder bei Sinn enthüllt er Axel gegenüber, dass all seine Entscheidungen stets nur einem Zweck dienten: Subjekt X wiederzufinden. Als Axel mit verstreichender Zeit allerdings neue Freundschaften schloss, keimte Eifersucht in Saïx auf, auch wenn Axel ihm nun versichert, dass er seinen Freund nie vergessen hatte. Nach Saïx Verschwinden findet so ein weiteres lang getrenntes Trio endlich wieder zueinander, auch wenn niemand an Seesalzeis gedacht hat. Das Labyrinth erklimmend erreicht Sora den Turm der Enden, auf dem bereits Rico und Mickey auf ihn warten, um sich Ansem, Xemnas und dem jungen Xehanort zu stellen. Beobachtet von einem grinsenden Meister Xehanort auf einer Feldsäule über ihnen. Er erklärt, dass die 7 Lichter und die 13 Dunkelheiten während dieses Krieges 9-mal die Klingen gekreuzt und damit 9 Schlüssel erschaffen haben. Die letzten 4, die zum Beschwören der gesamten Macht von Kingdom Hearts notwendig sind, würden sie nun hier und jetzt erschaffen. Ihm unausweichlich in die Hände spielend, besiegen die 3 Wächter des Lichts ihre Gegner und selbst der herzlose Ansem hat einen hellen Augenblick, in dem er Rico gegenüber zugibt, dass ein Teil von ihm stets sein dunkles Schicksal bekämpfen wollte.
wollte, ihm aber stets der Wille gefehlt hatte, um dem nachzukommen. Er wird von einem merkwürdigen Stolz erfüllt und weist Rico an, weiter seinen eigenen Weg zu folgen. Xemnas derweil empfindet nur Einsamkeit und Reue darüber, dass er die Verbindungen aufgegeben hat, die er einst mit seinen Kameraden geteilt hatte. Zum ersten Mal in seiner Existenz spürt er den Schmerz eines gebrochenen Herzens. Einer sehr menschlichen Empfindung, wie Sora anerkennt, bevor der Niemand verschwindet. Der junge Xehanort hingegen kann mit keinerlei Einsicht auftrumpfen, sondern lacht den Wächtern nur ins Gesicht. Er kehrt nun in seine eigene Zeit zurück, um sein Leben auszuleben, während Soras Zeit abläuft und laut ihm hier ein Ende finden wird. Mit nun 3 weiteren Schlüsseln in seiner Sammlung bereitet sich Meister Xehanort auf die Herstellung des letzten vor. Er beschwört eine bewusstlose Kairi herauf und zögert nicht, sie mit seinem Schlüsselschwert zu schlagen und ihren Körper damit in Lichtfragmente zersplittern zu lassen. Sora in verzweifelter Wut ist Meister Xehanort genauso wenig gewachsen wie Mickey. Der Bösewicht stoppt die Zeit mit einem mächtigen Zauber und erklärt, dass der Keyblade-Krieg seinem Höhepunkt entgegengeht. Die Wolken lichten sich, enthüllen Kingdom Hearts und die 13 Schlüssel fügen sich zu einem einzigen zusammen. Endlich das Keyblade wiederherstellend. Xehanort richtet es gen Himmel und ruft die Rückkehr von Kingdom Hearts aus. In Reaktion darauf wird der herzförmige Mond von Dunkelheit eingenommen und Xehanort steigt in sein Inneres auf, während Sora auf die Knie geht, ein weiteres Mal dem Aufgeben nahe. Einzig seine ursprünglichen Begleiter können ihm wieder auf die Beine helfen und zusammen mit den verbliebenen Wächtern des Lichts richten sie alle ihre Schlüsselschwerter in den Himmel und jagen einen mächtigen Lichtstrahl durch den überraschten Xehanort, womit sich ein Portal auftut, das Sora, Donald und Goofy zusammen mit dem bösen Schlüsselschwertmeister betreten. Die 3 Helden sind überrascht, als sie sich in der wunderschönen, lebhaften Welt von Scala-Ed Caelum wiederfinden, dem Ort, an dem Xehanorts finstere Reise einst wirklich begann, nachdem sein künftiger Herzloser ihn von den Destiny Islands hierher gebracht hatte. Auf der Suche nach Xehanort finden sie nichts weiter als Illusionen von ihm, die sich in dunkle Gestalten mit gehörnten Helmen verwandeln. 12 an der Zahl. Als sie alle besiegen und endlich den echten Xehanort antreffen, ist selbst der überrascht, wohin Kingdom Hearts sie verfrachtet hat. Zum Ursprung aller Welten, wie er sagt. Auf sein Kommando zerfallen die besiegten Gestalten und offenbaren die Teile von Xehanorts Herzen, die er in die Mitglieder der echten Organisation 13 eingefügt hatte. Diese nun wieder in sich aufnehmend, wird seine volle Kraft wiederhergestellt und er kann seine buchstäblich teuflische Rüstung heraufbeschwören. Die Welt um sie herum manipulierend, verwickelt er Sora und seine Freunde in eine Reihe von Kämpfen, die die einst so schöne Stadt vollständig zerstört. Als seine Rüstung letztlich von Sora im Kampf zerstört wird, ist Xehanort überrascht, kann sich aber schnell wieder fassen und zieht sich auf einen hohen Turm zurück. Als die Helden ihn einholen, weigert er sich, seine Niederlage einzugestehen, beschwört stattdessen das legendäre Keyblade herauf und richtet es gegen Sora. Der kann den alten Meister ein weiteres Mal in die Enge treiben, doch gerade als der Kampf sich dem Ende zuneigt, macht Xehanort sich Kingdom Hearts ein weiteres Mal zunutze und zieht noch mehr Energie daraus, wodurch es erneut von Dunkelheit ummantelt wird. Den mächtigen Energiestrahl nicht abwehren können, findet Sora sich ein weiteres Mal zwischen Leben und Tod wieder. Doch die Stimmen seiner Freunde Goofy und Donald bringen ihn zurück, die er neben sich stehend vorfindet, um Xehanorts Angriff gemeinsam die Stirn zu bieten. Mit ihrer kollektiven Kraft können sie den Energiestrahl umkehren und Xehanort aus der Luft schießen. Besiegt auf dem Boden liegend ruft er aus, dass Sora dennoch zu spät ist und weist auf das geradezu brennende Kingdom Hearts am Himmel hin. Das Zeichen für eine anstehende Reinigung, um die Welt in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Xehanort ist davon überzeugt, dass die Dunkelheit im Herzen der Menschen das Licht der Welt ausgelöscht hat und ein Neustart ihre einzige Hoffnung ist. Eine Entscheidung, die er laut Sora nicht zu treffen hat. Ein wahrer Anführer würde akzeptieren, dass das Schicksal nicht aufzuhalten ist. Während Xehanort von den Worten an einen alten Freund erinnert wird, erscheint inmitten von Kingdom Hearts ein leuchtendes Schlüsselloch, das Rico, Mickey, Roxas, Aqua, Terra und Ventus zu ihm bringt. Terra wendet sich sogleich zu Xehanort um und meint, dass hinter dem Licht mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Ein Wortlaut, der Xehanort erkennen lässt, wer wirklich gerade zu ihm spricht.
Meister Erakus, dessen Herz sich in Terra niedergelassen hatte, nimmt Form an und richtet sich an seinen ehemaligen Freund. Xehanort soll das Keyblade abgeben, denn wie bei den Partien in ihrer Kindheit sei er schachmatt. Endlich auf seinen Freund hörend, übergibt er Sora bereitwillig das Schwert, während Erakus seine ehemaligen Schüler um Vergebung vor Xehanort bittet und Terra damit betraut, Aqua und Ventus zu beschützen. Erakus stützt den zusammenbrechenden Xehanort und fragt ihn, ob er bereit ist zu gehen. Und als er mit Ja antwortet, werden die beiden von Licht ergriffen, erscheinen noch kurz in dem Erscheinungsbild, in dem ihre Freundschaft begonnen hatte, und steigen dann auf, um zu Kingdom Hearts zurückzukehren. Mit der gebündelten Kraft seiner Freunde ausgestattet, nutzt Sora das Keyblade, um einen Strahl aus Licht in den Himmel zu schießen und Kingdom Hearts ein weiteres Mal zu versiegeln. Sich daraufhin im Schlüsselschwertfriedhof wiederfindend, erfreuen die Wächter des Lichts sich an ihrem Sieg. Abgesehen von Sora, der erklärt, dass seine Reise nicht beendet ist, bevor er nicht erneut mit Kairi zusammen sein kann. Rikus Überlegung, zunächst zu Yen Sid zurückzukehren und Donalds und Goofys Angebot für Hilfe ablehnend, muss Sora diesen Part seines Abenteuers alleine bewältigen. Er öffnet ein Schlüsselloch im Himmel, an der Stelle, an der Kingdom Hearts zuvor gewesen war, und zieht los. Seine Freunde derweil kehren in ihre nun wieder friedlichen Welten zurück. Ein Moment, auf den sie viel zu lange gewartet haben. In Radiant Garden derweil arbeiten Ansem der Weise, Evan und Ienzo unermüdlich daran, Namines Herz in den für sie vorbereiteten Replikakörper zu befördern und sind damit schließlich erfolgreich. Die auf der Reise so oft so hilfreiche Namine endlich zu einer eigenen Person machend. Riku taucht auf, um sie nach Hause auf die Destiny Islands zu bringen. Eine Weile später lässt auch Sigba sich wieder blicken, um Meister Xehanots Gazing Eye Schlüsselschwert aus dem Boden zu ziehen und damit die Ankunft von 4 verhüllten Gestalten auszulösen. Ira, Invi, Acid und Gula, die antiken Wahrsager des Zeitalters der Märchen. Von ihrem ehemaligen Kameraden Lushu herbeigerufen, der nie von der Mission abgewichen ist, die der Meister ihm aufgetragen hatte. Als die Wahrsager nach Antworten verlangen, bemerkt Lushu die Abwesenheit von Ava und die Bedeutung dahinter. Ihre Mission muss sich von der Anwesenden unterscheiden. Sie vor einer langen Geschichte warnend, macht er die Wahrsager auf die schwarze Kiste aufmerksam, die wieder an seiner Seite auftaucht und nun bereit ist, ihre Geheimnisse zu enthüllen. Geheimnisse, auf die auch Malefiz und Pete in der Ferne gewartet haben. Um Kairi wiederzufinden, kehrt Sora in der Zwischenzeit in die letzte Welt zurück, wo ihn der Chirruphy erneut begrüßt, der Sora nun ebenfalls vor dem Missbrauch der Macht des Erwachens warnen muss. Diese bricht die Gesetze der Natur und kann dazu führen, dass Sora gänzlich verschwinden wird. Doch der wäre nicht er selbst, wenn ihm die Kosten für die Wiederherstellung von Kairis Herz nicht vollkommen egal wären. Der Chirruphy bietet widerstrebend seine Hilfe an und empfiehlt Sora, in die Vergangenheit zurückzureisen, um die Herzen der Wächter des Lichts besuchen zu können, um durch das Durchleben ihrer Gefühle und Erfahrungen einen Weg zu Kairis Herzen freizulegen. Sora bleibt dabei aber nur Zeit, bis die Ereignisse der Vergangenheit ihn zu diesem Punkt zurückbringen würden. Sollte es ihm nicht gelingen, Kairis Herz bis dahin wiederherzustellen, würde er für immer verloren sein. Ein Risiko, das er eingeht. Erneut in den Keyblade-Krieg zurückversetzt, taucht er in die Herzen von Ventus und Aqua ein und befreit sie von den Ängsten, Zweifeln und anderen negativen Emotionen, die noch darin wohnen. Den Zeitpunkt erreichend, an dem all seine Freunde von den Dämonenturm verschlungen werden und sein vergangenes Ich von Verzweiflung übermannt wird, taucht er in sein eigenes Herz ab und trifft dort auf Namine, die eigentlich in Kairis Herz wohnen sollte. Namine jedoch hat ihre eigene Rolle zu spielen und beschwört Terras Gedanken herauf, um sie in seiner ehemaligen Rüstung zu manifestieren. Als diese im Kampf gegen den Wächter von Terras besessener Form zu unterliegen droht, mischt der Sora aus der Zukunft sich ein und stellt sich Terra selbst, zieht allerdings den kürzeren. Vom finsteren Wächter gefangen gehalten, muss die Rüstung sich opfern, um ihn zu retten, was Sora die Möglichkeit gibt, den Kampf herumzureißen. In seiner Verzweiflung entlässt der Xehanort in Terras Körper seinen Wächter, um den erneut gefangen genommenen Sora mit einer mächtigen finalen Attacke in den Körper seines vergangenen Ichs zurückzubefördern.
Der Sora, der gerade im Labyrinth bei Riku eintrifft, um ihm zu helfen. Nach dem Kampf, als Sora bereits weiterzieht, erscheint Demyx, um die Replika für Namine mitzunehmen. Die bestrittenen Kämpfe gegen Organisation 13 erneut durchlebend, kommt Sora auf dem Turm der Enden an und muss ein weiteres Mal miterleben, wie Xehanort Kairi umbringt. Zukunfts-Sora im Körper seines vergangenen Ichs hört die Stimme von König Mickey, die ihm erklärt, dass Xehanort Kairis Herz in kristallisierter Form als Notfallplan erhält, um das Öffnen von Kingdom Hearts sicherzustellen. Das geöffnete Portal in Xehanorts Herzen ausnutzend, reist Zukunfts-Sora voran, um nach den Splittern von Kairis Herzen in Scala-Ed Caelum zu suchen, bevor sein Vergangenheits-Ich dort auftaucht. Nachdem er einige der Kristalle findet, wird er von Xehanort entdeckt, der von Soras Bemühungen belustigt ist, da nach wie vor 2 Splitter fehlen und die Zeit ihm langsam einholt, als der andere Sora mit Donald und Goofy auftaucht und Zukunfts-Sora in ihn zurückkehrt. Sich in dessen Herzen auf den alten Leitsatz „Folge deinem Herzen" berufend, erinnert er sich daran, dass alle Herzen verbunden sind und er diesen Verbindungen durch seine Freunde nachjagen kann. Während er einen nach dem anderen besucht, sehen die sich draußen den Replikas von Xehanort im Kampf gegenüber. Als der in Scala-Ed Caelum das Keyblade einsetzt, werden die Wächter des Lichts durch Schlüssellöcher gesogen und müssen ihren Kampf gegen die Replikas in der Luft fortsetzen. Die Gegner in Schach haltend, kann Sora seine Reise durch ihre Herzen fortsetzen und so schließlich auch das 6. und finale 7. Kristallfragment von Kairis Herz finden. Die Splitter zu einer schimmernden Blume zusammensetzend, kann er Kairi wiederherstellen, um sich mit ihr an seiner Seite der aufgerüsteten Form von Xehanort zu stellen. Sich auf ihre gemeinsame Erinnerung berufend und auf das Licht in ihnen, geben auch die anderen Wächter ihr Licht dazu, um Xehanort mit gebündelter Kraft zu besiegen und die Rückkehr von Kingdom Hearts zu verhindern. An Kairis Seite in die letzte Welt zurückkehrend, muss Sora feststellen, dass sich seine Hand langsam auflöst. Zunächst aber wie gewohnt an andere denkend, überredet er den Chirruphy, mit ihm zu kommen und sich wieder mit seinem alten Freund zusammenzutun, auf den er all die Zeit gewartet hatte, Ventus. Sora und Kairi kehren in die von ihnen geretteten Welten zurück, um ihre Freunde wiederzusehen. Mit dabei ist auch Namine, die Kairi nun aus ihrem Herzen in die vorbereitete Replika entlassen kann. Wenig später finden alle Helden sich am Strand der Destiny Islands ein, um ausgelassen das Ende ihres Abenteuers zu zelebrieren. Sora genießt etwas abseits den Sonnenuntergang mit Kairi, der er seinen Abschied widmet. Die Macht des Erwachens für Kairis Rettung überstrapaziert, muss er nun mit den Konsequenzen leben und löst sich langsam auf, während er ihre Hand umklammert hält und seine Entscheidung keinen Moment bereut. Kairi ist in Sicherheit inmitten ihrer Freunde. Freunde, die Soras Verschwinden genauso wenig hinnehmen, wie der es getan hätte und unermüdlich nach ihm suchen. Später beginnt Riku immer wieder denselben Traum zu haben, von ihm und Sora in einer gigantischen, merkwürdigen Großstadt, die zwar Quadratum heißt, dabei aber erstaunliche Ähnlichkeit zu Tokios Shibuya-Distrikt aufweist. Wie sich herausstellt, das Setting des Verum Rex Videospiels, auf das Sora in der Toy Story Welt gestoßen ist. Zu ihnen gesellt sich daraufhin nicht nur Yozora, der Held dieser Welt, sondern auch der Meister der Meister oder Lost Master, der offenkundig herzhafte Pläne mit dem Mond dieser Welt hat. Ein Jahr nach Xehanorts Niederlage berichtet Riku in Merlins Haus in Radiant Garden an Leon, Aerith und Yuffie. Auf der Suche nach Sora durchforsten Donald und Goofy alte Welten. Terra, Ventus und Aqua widmen sich dem Reich der Dunkelheit. Das Trio aus Twilight Town erforscht die Erinnerungen von Roxas und Xion. Kairi hingegen lässt sich in Schlaf versetzen, um die Erforschung ihres Herzens nach jeglicher Form von Hinweisen zu ermöglichen. Sid, ebenfalls im Raum, arbeitet am Freischalten neuer Daten, zusammengetragen aus Soras Kampffähigkeiten und den digitalen Fußabdrücken der echten Organisation 13. Die Firewalls sind allerdings derart hartnäckig, dass selbst Sids digitale Nachbildung von Sora sie nicht durchbrechen kann. In dem Moment taucht die gute Fee auf, geschickt von Merlin und Yensid, die sich mit Rikus Traum von Quadratum beschäftigen. Da Riku bereits zuvor durch Soras Träume gereist ist, könnte das die gesuchte Verbindung zu ihm und seinem momentanen Aufenthaltsort sein. Doch auch die Träume von 2 anderen Personen sind ausschlaggebend. Sora erwacht in der letzten Welt, die sich nun unter einem Sternenhimmel präsentiert. Zunächst annehmend, er wäre völlig allein, gesellt sich schließlich doch jemand zu ihm. Yozora. Der ist verwundert, dass Sora ihn als solchen erkennen kann, da seine derzeitige Form nicht dem entspricht, wie er normalerweise aussieht. Ebenso wie er in Frage stellt, warum der Junge vor ihm Soras Namen benutzt.
Ihre Umgebung verwandelt sich in die altbekannte Glasplattform, die fließend in die Welt von Quadratum übergeht, sodass sie plötzlich auf einem Hochhaus mit den leuchtenden Zahlen 104 stehen. Yozora erzählt, dass er zufällig in Quadratum gelandet ist und sich einer Reihe von Prüfungen unterziehen musste, nur um dann den Auftrag zu erhalten, dass er Sora retten soll. Eine Aufgabe, die er scheinbar nicht sehr ernst nimmt, als er seine Waffe zieht und Sora in einen Kampf verwickelt, der ihm absolut alles abverlangt. Verliert Sora den Kampf, verwandelt Yozora seinen Körper in Kristall. Er verspricht paradoxerweise, ihn zu retten und findet sich dann erneut in der letzten Welt wieder. Es gibt allerdings auch den Zeitstrang, in dem Sora siegreich aus dem Kampf hervorgeht und Yozora sich mit den Worten auflöst, dass seine Zeit zu helfen noch nicht gekommen ist, bevor Sora sich in der letzten Welt wiederfindet. Unabhängig des Ausgangs erwacht Yozora in einem Wagen, der durch eine moderne Stadt fährt. Der vertraut wirkende Fahrer spricht ihn als Kommandant an und Yozora muss sich wundern, ebenso wie Sora es zu Beginn seines eigenen Abenteuers getan hat, ob irgendetwas davon echt ist oder nicht. Kairis ein Jahr anhaltendes künstliches Koma führt sie in ihren Träumen durch all die Abenteuer ihrer Freunde, die sie zu dem Punkt führen, an dem sie inzwischen angelangt sind. Als die chronologische Rekapitulation ihrer Erinnerungen in der letzten Welt auskommt, wird Kairi von einer tief sitzenden Erinnerung aus ihrer Kindheit übermannt, wo sie in Radiant Garden erstmals auf Xehanort traf und dann von ihm in einem Experiment missbraucht wurde, um mit Hilfe des Herzens einer Prinzessin des Lichts Verbindungen zu anderen Welten herzustellen. Fragmente ihrer Erinnerungen tauchen als kristallisierte Blumenblüten auf, die sie zusammenträgt, bevor eine Erinnerung an Meister Xehanort sie überrascht. Die Fortschritte aus ihrem Schlüsselschwerttraining abrufend stürzt sie sich auf ihn, doch Xehanorts Worte über Soras Verschwinden schneiden tief, sodass sie unterliegt. Erst als Soras Präsenz für einen kurzen Moment mit der ihren verschmilzt, kann sie die Erinnerung an Meister Xehanort überwinden und den letzten Kristall an sich nehmen, um endlich zu erwachen. Die gesammelten Daten auswerten, stellen Yenso, Ansem der Weise und Evan die Theorie über einen Ort auf, der jenseits der Reiche des Lichts, der Dunkelheit und dem dazwischen liegt. Eine Art Unrealität oder das Reich der Fiktion. Riku stößt zu ihnen, um seinen Traum ebenfalls in die Überlegung einzubinden, als die gute Fee auftaucht und offenbart, dass neben Riku und Kairi noch ein letzter Schlüssel notwendig sei, um Sora zu finden. Eine Suche, für die sie die beiden in die letzte Welt transportiert, wo besagter Schlüssel sich zwischen all den Herzen versteckt, die weiterziehen. Derselbe namenlose Stern, dem auch Sora an diesem Ort begegnet ist. Die gute Fee erklärt den beiden, dass dieser Stern aus der Welt auf der anderen Seite stammt, dem Reich der Unrealität, über das sie gesprochen hatten. Kairi muss akzeptieren, dass ihr Schlüsselschwerttraining noch nicht abgeschlossen ist und sie zunächst stärker werden muss, weshalb Riku alleine weiterzieht. Mit der Hilfe des Sterns und der Macht des Erwachens öffnet er einen Durchgang in diese mysteriöse neue Welt und verschwindet in einer Säule aus Licht, während Kairi zu ihren Freunden zurückkehrt, um sie über die neuen Entwicklungen in Kenntnis zu setzen. Yen-Sid ist davon überzeugt, dass ihnen eine Herausforderung bevorsteht, die mit nichts zu vergleichen ist, dem sie sich bisher hatten stellen müssen. Aus Xehanorts Forschungsdaten geht außerdem hervor, dass auch schon die Schlüsselschwertmeister der Antike in der Lage waren, in eine solche andere Welt zu reisen, was die Mysterien von damals mit diesem neuen Reich verbindet. Das neue Reich, auf das sich nun alle konzentrieren müssen. Yen-Sid schickt Kairi, um unter Meister Aqua zu trainieren, während König Mickey die Aufgabe erhält, neues Wissen über die antiken Schlüsselschwertträger zusammenzutragen, um etwas über Quadratum zu erfahren. Als Ausgangspunkt schlägt er Scala et Calum vor. 7 Tage nach dem Eintreffen in Quadratum erwacht Sora in einem Apartment und wird von Strelitzia begrüßt, dem Dandelion der Antike und der Schwester von Lauriam, die im Zeitalter der Märchen verschwunden ist. Sie präsentiert Sora Quadratum als dessen Jenseits, doch scheint es hier nicht anders abzulaufen, als er es bisher gewohnt war. Ein riesiger schwarzer Orb in den Straßen der Stadt nimmt die Form eines gigantischen Herzlosen an, der Unheil und Zerstörung anrichtet. Etwas, das Sora nicht hinnehmen kann. Er ruft sein Schlüsselschwert herbei und nimmt den Kampf auf. Sigurd, der einst den zeitreisenden Brain in Scala et Calum begrüßte, spricht nun von der Möglichkeit, in Soras Welt zurückzukehren, sobald er diese hier verlassen kann. Auf dem höchsten Gebäude derweil beobachten der Meister mit seinem endlich wieder zu ihm gefundenen Lushu Soras Kampf und leiten damit den neuen Lost Master Arc ein, der die Key-Serie sowie die Sucher der Dunkelheit-Chronik von Kingdom Hearts ablöst.
Möge dein Herz der Schlüssel sein, der dich leitet. Welche Bedeutung hat die Joker-Karte, die Sora von Luxord erhalten hat? Und ist er es, der Yozora durch die Gegend chauffiert? Wer ist denn nun Subjekt X, nach der Lee und Aisa gesucht haben? Ist es die nun wieder aufgetauchte Strelitzia? Ist es Ava oder gar Skuld? Wird Malefiz weiter ständig auftauchen, ohne eine signifikante Rolle zu spielen? Wem wird der Meister ähnlich sehen, wenn er endlich seine Kapuze herunterzieht? Ich kann es kaum erwarten, die nächsten hanebüchenen Erklärungen serviert zu bekommen, verteilt auf 3 Spin-Offs und ein Hauptspiel. Während du auf Kingdom Hearts 4 wartest, kannst du dir ja als nächstes die anders verrückte Lore von Tekken hier ansehen. Vielen Dank an meine Wächter des Lichts, aka meine Kanalmitglieder. Retrojäger Michael, Robin, Nick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel muss mal was sagen, Jürgen, BTD, P9608, Homebrew Raider, Lurgas, Bibi, Sentinel Felix, Prinz Puma, Cybugs und Gaerto Plays.